Der Retrokompott-Podcast ist und bleibt natürlich dauerhaft kostenlos. Doch wenn ihr uns ein bisschen unterstützt, sichert ihr den Fortbestand dieses Projektes und ermöglicht neue Ideen, die wir nur mit euch verwirklichen können. Zusätzlich erhaltet ihr dadurch auch Zugriff auf viele exklusive weitere Inhalte, wie zum Beispiel den kompletten Audio-Stammtisch. Unterstützen kann man uns auf Patreon, Steady oder PayPal. Ein Dank geht an alle Hörer, die neu unterstützen oder Aufstocker bei Patreon und Steady und den Helfern für unseren Retro-Spieleclub Kai, Basti, Sabine und Sebastian. Und natürlich an die besonderen Unterstützer Mario M., Michael H., RSN 8887, Ralf K., Wolle, Raumfeuer Jürgen, Torben H., Sky76, Alexander, Ali Rumpel und Sprudel sowie die Open Pandora GmbH. Und wir danken auch unserem heutigen Rubrikensponsor Dragonbox. Natürlich danken wir auch unseren regelmäßigen Gästen aus dem Retrokompott-Team, den Jungs von Pretty Old Pixel, unserem Quizmaster Wolfgang und unserem Backoffice, das fleißig an den Transkriptionen und Übersetzungen unserer Interviews arbeitet. Infos über uns findet ihr auf www.retrokompott.de. Erreichen kann man uns unter mail@retrokompott.de oder in den sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter und WhatsApp. Natürlich findet man uns auch auf Twitch, YouTube, iTunes und Spotify, wo wir uns besonders über positive Kommentare und neue Follower freuen würden. Natürlich freuen wir uns auch über Gäste in unserem Hauptquartier, unserem Retro-Spieleclub in Hamburg-Horn, einem bespielbaren Museum mit über 50 Ausstellungsstücken aus den letzten 40 Jahren, wo man uns jeden Donnerstag zum Open House oder zu frei wählbaren Zeiten auch in Gruppen besuchen kann. Weitere Infos dazu findet ihr auf retrospieleclub.de. Nun aber viel Spaß mit der neuesten Ausgabe. Heute sind mit dabei Patrick, Robin und Richard. Marty McFly hat es vorgemacht, doch er macht keine Zeitreisen mehr. Heute entführen euch Patrick und Robin mit ihren Gästen auf eine Reise in die Vergangenheit. Ihr Fluxkompensator ist die Erinnerung. Herzlich willkommen zum Retrokompott, einer Zeitreise zurück zu den Anfängen der Homecomputer, Spielekonsolen und Games. Auf geht's! Lassen wir uns überraschen, wie lange die Reise dieses Mal dauert. Retro Warm-Up. Auf in eine neue Runde. herzlich willkommen zur Ausgabe 206 des Retrokompott Podcasts und irgendwie fehlen heute die Themenexperten oder sind wir alle Experten? Was ist mit dem Virtual Boy? So viele Fragen. Richard ist aber da, oder? Ich bin auch da, ja. Robin ist auch da. Ja, ich fühle mich wie betrunken, Patrick, aber das liegt an was anderem. Ja, aber wir gehen jetzt nochmal trotzdem ein bisschen zurück in der Zeit, wollte ich gerade sagen. Wir machen heute nämlich nicht wie geplant mit dem Virtual Boy weiter. Das verschieben wir mal spontan um 2 Wochen, denn wir waren ein bisschen on Tour und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn wir waren zuerst auf der Amiga 38 und sind eben gerade von der Polaris-Messe zurückgekommen und deswegen bricht mir gerade mal wieder die Stimme weg und es kann auch wieder sein, dass wir Aussetzung durch Ermüdungserscheinung haben, aber daran habt ihr euch ja wahrscheinlich auch schon gewöhnt. Wir wollen aber nochmal zurückgehen zur Amiga-Messe tatsächlich heute, denn dort war einiges los und dann fiel uns auf, der Richard war ja auch auf der Amiga-Messe und er war ja auch Virtual Boy-Experte, dann kann er doch gleich den Zwischenpodcast sozusagen auch mitmachen. Ja, hast du dich wenigstens inzwischen gut erholt, weil du hast ja zumindest nicht die Polaris mitgemacht. Genau, ich dachte, ich setze die mal ausnahmsweise aus, obwohl es mich auch schon wieder gejuckt hat. Aber ich dachte jetzt, das Wochenende brauchte ich jetzt doch mal, um überhaupt das letzte Wochenende zu verarbeiten und zu verdauen. Absolut. Wie gesagt, wir wissen noch gar nicht, was wir zuerst verdauen sollen. Wir dachten nach der Amiga-Messe schon, wir hätten
was Tolles erlebt. Jetzt hatten wir auch die Polaris hinterher und diese ganzen Eindrücke müssen wir erstmal verarbeiten. Wir haben vor circa 1,5 Stunden noch gerade den Abbau der Polaris beendet. Also wir sind wirklich frisch von der nächsten Messe gekommen, aber da erzählen wir nachher noch was zu. Diesmal ist das Thema erstmal die Amiga-Veranstaltung, denn wir waren in Mönchengladbach, Robin, und wir haben da eine Menge erlebt und ja, mit ganz, ganz vielen Leuten auch gesprochen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, diesmal eine etwas komprimiertere Amiga, also nicht 2 Tage richtig, sondern ein halber Abend und ein ganzer Tag. Dadurch ist das Ganze so echt zusammengefallen in so ein kleines Fenster, aber dann ist dann schon wieder so viel passiert, da hätte man auch noch tagelang reden können, gefühlt. Aber wir haben halt wirklich mit Leuten gesprochen, die wir so ad hoc mal wieder nicht erwischen würden. Und die dann in Amerika zu erreichen oder in England oder wo sie auch immer saßen, wäre echt nicht möglich gewesen. Also wir sind echt froh, dass diesmal in diesem kurzen Zeitrahmen so viel Nettes passiert ist und auch so viel Positives für uns auch passiert ist. Ich bin mit diversen Leuten, die wir dort auf der Messe gesprochen haben, auch schon wieder in Kontakt wegen späterer Interviews, wegen Folgeinterviews. Denn wir konnten natürlich dort auf der Bühne, wir haben ja wieder die Bühnenpräsentation ein bisschen mitbegleitet, nicht so viel machen, wie wir wollten. Auch wenn der Robin ein bisschen das Zeitfenster gesprengt hat, um es mal vorsichtig zu sagen. Naja, eine Uhr ist halt, hat 60 Minuten und wenn man sich dann um eine Stunde vertut, dann erscheint es einem alles ganz einfach und es ist ja ganz lustig aber verdammt, wo ist die Zeit hin? Ich verstehe das nicht. Da ist doch irgendwie eine halbe Stunde verschwunden und zack, habe ich 45 Minuten überzogen. Ja, das Schöne war, wir hatten 25 Minuten für 2 Interviews. Ich habe brav nach 10 Minuten mein Gespräch beendet und Robin hörte nicht mehr auf. Aber da hört ihr nachher auch rein, denn wir haben heute tatsächlich auch eine Menge Einspieler von der Amiga-Veranstaltung mitgebracht. Und alle, die auf der Amiga-Veranstaltung waren und nicht alles mitbekommen haben, haben hier auch nochmal die Chance, sozusagen die wichtigsten Panels nachzuhören. Ja, und dann kam, wie gesagt, die Polaris, aber das ist ein anderes Thema. Das erzählen wir euch am Ende des Podcasts. Was aber wie immer geblieben ist, sind die Retrocard-Gewinnzahlen. Ja, und was diese ominöse Retrocard ist, das könnt ihr ja erfahren, wenn ihr auf unsere Homepage vom Retro Spieleclub geht. Da haben wir die Infos sogar gesammelt. Ihr könnt auch auf retrocard.de direkt drauf gehen und bekommt nochmal alles Wissenswerte über diese schöne Karte. Und wer gleich seine Zahl hört und uns eine Mail schreibt, die uns bis zur nächsten Folge erreichen muss, der bekommt postwendend einen Steam-Key zurückgeschickt. Wir machen das wie immer abwechselnd. Gewonnen haben folgende Retrocard-Nummern: die 48, Die 737 Die 927, die 243, und die 208, die 354, die 10 die 144. 815. und die 300. Wie gesagt, schickt uns eine Mail und erhaltet ihr postwendend einen Steam-Key. Ja, was heute das Thema ist, hatten wir schon gesagt. Amiga 38 als Hauptthema und ein bisschen Abschlussgeplänkel noch über die Eindrücke von Robin und mir über die Polaris aus den letzten 3 Tagen. Ja, und weiter geht's natürlich auch mit dem Quiz heute, Robin. Ja, denn Wolfgang will uns ein bisschen quälen und wir haben heute diesen Monat, das ist ja was unglaublich, wir haben diesen Monat 3 Quizze voraufgezeichnet und das ist der zweite Teil des Quizzes mit Wolfgang. Ja, und wie gesagt, anstatt eines einzelnen Interviews haben wir ganz viele Berichte von der Amiga-Messe mitgebracht. Und beim Retro-Talk haben wir noch einen kleinen Einspieler von der Polaris. Jetzt machen wir erstmal weiter, wie man uns erreichen kann und gehen dann zum heutigen Sonderthema. Wie kann man uns erreichen? Wir senden jeden zweiten Sonntag ab 22 Uhr live das Rahmenprogramm des Retrokompotts. Zusätzlich gibt es jeden Freitag ab 21 Uhr den Stammtisch. Ein offenes Format, wo jeder gerne mitmachen kann, um sich mit den Podcastern und anderen Hörern über beliebige Retro-Themen auszutauschen. Für Unterstützer gibt es die Stammtische auch komplett als Podcast. Für alle anderen gibt es wöchentliche einstündige Previews. Wir freuen uns im Retrokompott besonders über eure Retro-Talks mit Erlebnissen, Themenvorschlägen oder retrobezogenen Inhalten. Und wer Lust hat, intensiver über ein Thema zu berichten, ist als Themenexperte jederzeit herzlich willkommen. Erreichen kann man uns unter mail@retrokompott.de und natürlich auch in den sozialen Netzwerken. Weitere Infos dazu auf der Homepage www.retrokompott.de. Wir danken unserem Werbepartner der heutigen Ausgabe.
Hallo liebe Podcast-Freunde, wie gewohnt ist hier auch wieder der Michael vom Dragonbox Shop. Messen sind schon super, man trifft dort nicht nur regelmäßig alte Bekannte und frühere Idole, nein, es werden dort auch nach wie vor neue Ideen und Produkte für unsere schönen alten Computer und Konsolen vorgestellt. Und da passe ich mich doch gerne an. Deswegen gibt's heute bei mir auch Produkte, die ganz frisch in den Shop gekommen sind oder erst demnächst reinkommen werden. Das gilt natürlich nur, wenn ihr den Podcast kurz nach Veröffentlichung hört, ganz klar. Viele dürfte es freuen, dass wir demnächst ganz offiziell den RetroTink 2X und 5X Pro im Shop anbieten werden. Einer der wohl besten Wandler von analogen Signale auf HDMI, den man bekommen kann. Inklusive echt toller Röhrenmaskensimulation. Schaut aus wie echt und das auf einem modernen Monitor. Frisch reingekommen sind auch die neuen Pixel Frames Plugs. Die bisherigen Pixel Frames hatten ja verschiedene Ebenen, um die Spielszenen plastisch wirken zu lassen. Die neuen Plugs machen das mit einer Lentikularlinse. Das sind die gleichen Linsen, mit denen man früher die Wackelbilder hergestellt hat, nur ist die Technik da so weit, dass man damit Bilder in 3D darstellen kann. Wirkt auf Fotos wie im Internet natürlich nicht ganz so gut, schaut in real aber echt toll aus. Vom Persona 5 über Mega Man und Street Fighter bis hin zu Ghosts and Goblins reicht das Repertoire. Eine tolle Sache also für alle, bei denen die Wände im Retro-Spielezimmer noch ein bisschen Dekoration brauchen könnten. Schaut einfach mal rein. Wie gehabt natürlich unter www.dragonbox.de. Und jetzt noch viel Spaß weiterhin mit dem Podcast. Retro Facts. Das heutige Thema. Ich würde mal sagen, wir reden gar nicht viel drumherum. Wir beginnen mal mit dem ersten Block, der Einspieler. Das ist der erste Tag. Da geht es hauptsächlich um die Release-Party zum Thema Reshoot Proxima, das Spiel, was von Richard Löwenstein neu rausgebracht wurde. Ihr hört in ein Gespräch rein, wo auch der Macher des neuen ASM-Spiels, der Michael Kafke, mit dabei war. Wir zeigen ein Beispiel, was wir so für Quizgeschichten auf der Bühne gemacht haben, hören in ein Panel von André Kudra über die Demoszene rein und ein kleines bisschen Musik gibt es auch noch von Siegfried Kercher. Ihr hört das leise Surren eines Motors, das heißt, Robin und ich sind unterwegs, sozusagen on Tour. Und wer die letzten Podcasts gehört hat, der weiß ja auch, wo wir hinwollen. Wir sind auf dem Weg nach Mönchengladbach zur Amiga 38. Und ja, die Strecke war bisher ganz gut zu fahren. Wir hatten mit Schlimmerem gerechnet, Robin. Genau, hätte ein paar Stunden auch noch kosten können, aber wir sind früh genug losgekommen, obwohl es am Anfang Probleme gab mit dem Auto. Aber wir haben, also das Auto, was ich haben wollte, das gab es nicht und deswegen haben wir ein anderes bekommen. Aber wir haben auf den Zentimeter alles reinbekommen in die Kiste und sind jetzt, ich würde sagen, eine Stunde vom Ziel und wir freuen uns dann demnächst da irgendwie was machen zu können. Ja, Robin hat Tetris gespielt beim Packen des Wagens, muss man dazu sagen. Aber wie gesagt, wir gucken mal. Wir haben heute Aufbauzeit von 15 bis 18 Uhr. Wir werden da unsere Verkaufsstände, eine Spielstation und ein bisschen Werbung für unser Museum und den Podcast aufbauen. Und da es anscheinend ausverkauft ist, die Veranstaltung, sollen wohl über 800 Leute kommen. Und das könnte sehr spannend werden. Und heute ist der spannendste Programmpunkt die Präsentation von Reshoot Proxima von Richard Löwenstein, da werden wir dabei sein. Wir werden das Ganze auch moderativ begleiten und sind da sehr gespannt. Und wir werden euch auch im Laufe dieses Podcasts natürlich, damit wisst ihr, dass wir die Wahrheit sagen, dann werden wir euch auch weiterhin auf dem Laufenden halten und auch Ausschnitte aus den ganzen Panels und Veranstaltungen hier auf die Ohren geben. Ja, eigentlich sind wir ganz guter Dinge und freuen uns auf 1,5 arbeitsreiche, aber vielleicht auch mal andere Tage, oder? Ja, bei uns wird das Amiga-Thema ist meist hinter dem C64-Thema. Das heißt, wir holen jetzt mal wieder die 16-Bit-Ära nach vorne und ich hoffe wir werden einige schöne Berichte von der Messe diesmal auch wieder bekommen. Wie gesagt, mit Richard, das freut mich sehr, dass er das geschafft hat, dass es jetzt wirklich finale Version da ist. Wir lassen uns überraschen, ob es davon eine physische Kopie zu kaufen gibt, aber ich glaube, das kriegt er jetzt noch nicht hin. Wir sind gespannt, aber die werden wir auf jeden Fall wohl auch dieses Jahr noch im Museum spielen können. Da gehe ich ganz stark von aus auf jeden Fall. Ja, und sonst freuen wir uns auf weitere Gäste. Factor 5 hat sich ja angesagt. Chris Hülsbeck soll schon in Deutschland gelandet sein. Das heißt, er wird auch ankommen. Und wir werden mal gucken, was wir den ganzen VIP-Gästen heute so alles entlocken können. Ja, ihr bleibt hier auf dem neuesten Stand und wir hoffen, dass wir jetzt heil ankommen. Wenn ihr das hört, sind wir bereits angekommen. Ja, man hört Hintergrundgeräusche. Das heißt, wir sind angekommen.
Und ja, wir haben angefangen aufzubauen, Robin, und dann gab es ein kleines Problem. Denn unser Amiga 500, den wir mitgenommen haben, der extra dafür da war, dass die Leute, die hier sitzen, ein bisschen Dyna-Blaster spielen können, der hat kein Bild gemacht, beziehungsweise ein weißes Bild gemacht. Und wir haben mehrere Experten hier rangelassen und die waren alle der Meinung, ein weißes Bild gibt es eigentlich nicht beim Amiga und wir sind nicht auf die Lösung gekommen und dabei war sie so einfach. Denn der Monitor oder der Fernseher kann das Signal anscheinend nicht mehr anzeigen. Das hat funktioniert. Ich weiß, dass wir das Gerät so schon mal mit hatten, aber irgendwie will der Amiga so die 15 Kilohertz horizontal nicht anzeigen. Aber zum Glück gibt es ja die alten Amiga-Adapter, wo man früher das Ganze auch an Fernseher mit anschließen konnte. Und Robin fiel ein, dass es da auch Cinch-Kabel für gibt. Und ja, jetzt läuft er. Wir können also wieder hier ein bisschen Unterhaltung sorgen, wenn die Leute hier nach den Spielen gucken, genau. Ja, ansonsten haben wir aufgebaut, sind gespannt, was hier passiert. Nachher gibt es ja das Bühnenprogramm, da werdet ihr auch reinhören können. Wir haben schon die ersten bekannten Gäste getroffen. Willi Becker war hier und auch Andreas vom Österreicher Museum ist hier schon aufgetaucht. Und wie gesagt, wir werden natürlich noch O-Töne einholen und da geht es dann nachher wahrscheinlich weiter. Jetzt habe ich auch eine Stimme. Wunderbar. Hallo. Das ist sehr gut. Einen wunderschönen guten Abend nochmal an alle. Wir können hier nichts sehen, weil es das Licht blendet. Also Na, ich sehe schon Leute. Da Lichtgestalt in weiß in der Mitte. es sind viele Schatten Das ist da. Gott, Patrick. Ja, genau, alles du. klar, jetzt sehe ich was. Ja, herzlich willkommen nochmal und guten Abend. Heute kommen wir hier zu einem kleinen Höhepunkt und darauf wollen wir euch jetzt vorbereiten. Wir sollen euch vorbereiten. Aber wir Warum erzählen- ist mein Mikrofon eigentlich lauter als deins? Weil du brüllst. Ich rede immer laut. Das stimmt. Dann einmal kurz, wer wir sind. Ich bin Patrick, das ist der liebe- Robin? Also, wir sind Ich aus glaube- Hamburg vom Retro-Spiele-Club, einem Spielbar Museum. Infostand haben wir hier rechts und nebenbei machen wir auch noch den Retrokompott-Podcast und solche schönen Aktionen wie hier heute auf der Bühne. Ja, wie gesagt, wir machen hier jetzt ein kurzes Gespräch, was dann irgendwann zu einem Höhepunkt, zu einer Spieleveröffentlichung hinarbeitet und ich möchte einmal 3 Menschen, die etwas mit neuen Spielen für alte Systeme zu tun haben, hier auf die Bühne bitten für ein Gespräch. Und zwar einmal begrüßen wir Michael Kafke, der hat 1991 angefangen, ein Spiel zu schreiben und 32 Jahre später war es endlich fertig. Und gut, die Zeitung ASM gibt es nicht mehr, dafür gibt es jetzt das Spiel. Wir begrüßen erst einmal Michael Kafke herzlich hier auf der Bühne bei uns. Ein Applaus. Ja, und dann geht es zu einem weiteren Spiel, was wir heute natürlich hier gerne vorführen möchten. Und da haben wir 2 Protagonisten dabei. Einmal den Martin Amann. Seit 1996 ist er auf dem Amiga unterwegs, ist dann kurz mal auf dem PC fremdgegangen, aber seit 2017 ist er wieder auf dem Amiga aktiv. Und ja, er hat nicht nur die Musik zu Reshoot A gemacht, sondern auch Soundtracks produziert, ist unterwegs, macht Gigs, macht Musik, werdet ihr nachher auch noch hören. Und heute wird er uns mit Sicherheit auch was zu seiner musikalischen Mitarbeit bei Reshoot Proxima erzählen. Herzlich willkommen auf der Bühne, Martin Amann. Jetzt darfst du Setz dich einfach hin, mach's dir bequem. Ja, aufs rote Sofa, da verschwindest du. Ja, und dann fehlt nur noch einer. Er war schon vorhin auf der Bühne, also keine Überraschung, dass er hier ist. Ohne ihn wird's Reshoot Proxima heute nicht geben, die ganze Reshoot-Reihe nicht geben und viele andere Dinge aus der Vergangenheit, ja, wären ohne ihn auch nicht da gewesen. Viele kennen ihn vom Joker Verlag. Er hat auch schon früher programmiert, hatte Listings des Monats in Zeitschriften und war an vielen Spielen beteiligt. Auch für Magic Bytes hat er Sachen gemacht. Und er wird heute uns über sein neuestes Werk informieren. Wir begrüßen Richard Löwenstein noch ein zweites Mal heute auf der Bühne. Applaus. Wie gesagt, wir machen ein bisschen Smalltalk, dann gucken wir uns noch ein kurzes Video an und dann könnt ihr auch hinterher gerne Fragen stellen. Ja, neben mir sitzt der Michael. neuerdings Michael, ja, Michael Kafke, genau, der ASM-Mensch. Mich interessieren mal ein paar Sachen. Ein Spiel, was erscheint, wenn die Zeitung schon nicht mehr erscheint. Du hast ja tatsächlich vor 32 Jahren angefangen, das Spiel zu produzieren. Wieso ist es nie erschienen? Was ist das für eine Geschichte? Das fing 1991 an mit einem Programmierwettbewerb in der ASM. Also wir haben es nicht einfach so geschrieben, sondern es war ein Wettbewerb, ausgeschrieben von der ASM. Der wurde halt nur nicht aufgelöst, weil es gab Umstrukturierungen in der Redaktion. Hatte das ein besonderes Thema, der Wettbewerb? Ging es um ASM? Es ging um ASM, es sollte ASM sein, es sollte um die Redakteure der ASM gehen. Und das war auch der Grund, warum es nicht aufgelöst worden ist, weil es so viel Umstrukturierungen in der Redaktion gab. Leute sind abgewandert, direkt einen Monat nach Ausruf des Wettbewerbs schon. Und das ging halt immer weiter fort und dann war es irgendwann vorbei. Ich habe irgendwo gelesen, du hättest den Wettbewerb gewonnen, wenn er aufgelöst worden wäre. Wieso weißt du das? Das wurde uns gesagt. Wir hatten natürlich dann irgendwann nachgefragt. Wir haben angerufen in der Redaktion und gefragt, was ist jetzt nun? Wir waren natürlich immer jeden Monat immer wieder zum Kiosk, immer wieder gespannt, was gibt's Neues, wann wird der Wettbewerb aufgelöst? Und das kam halt nichts. Und da haben wir halt nachgefragt und da wurde uns das gesagt. Wir haben mit Klaus Trafford gesprochen, der nun leider vor ein paar Jahren schon verstorben ist. Und da hat er uns das erzählt. Ob das nett gemeint war oder nicht, weiß ich nicht. Wir nehmen das jetzt erstmal so hin. Ja, was mich interessieren würde,
ein Spiel über die ASM. Hattet ihr Insider-Infos? Wieso wusstet ihr, was in der Redaktion eventuell passiert ist? Viel war natürlich geraten, ganz klar. Es gab 1-2 Jahre vorher gab es ein Sonderheft von der ASM, da gab es einen Artikel drin, da stand ein Tag in der Redaktion, nicht ganz witzig, nicht ganz ernst gemeint, sorry. Da haben wir natürlich viel Inspiration rausgenommen. Aber das meiste davon haben wir uns natürlich ausgedacht, einfach überlegt, wie könnte so ein Alltag aussehen, wenn man wirklich völlig wahnsinnig ist und alles daneben geht. Habt ihr mit den Protagonisten damals gesprochen, bevor ihr das programmiert habt? Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Das hat sich jetzt erst ergeben durch dieses Director's Cut, haben wir es genannt. Ich habe sie mal mitgebracht. Director's Cut haben wir es genannt. Da haben wir jetzt mit einigen Leuten gesprochen, mit Manfred Kleimann. An dieser Stelle auch vielen, vielen Dank. Wir haben mit Klaus Segel gesprochen, wir haben mit Matthias Sieg gesprochen und mit einigen anderen Kolleginnen. Und die haben uns dann auch unterstützt und auch ein paar Ideen reingebracht, die wir jetzt noch umgesetzt haben nachträglich. Wann kamt ihr auf die Idee, das Spiel weiterzumachen oder doch rauszubringen? Eigentlich damals 1992 schon. Wir hatten, als das nicht aufgelöst worden ist, haben wir gesagt, okay, wir haben jetzt ein halbes Jahr Arbeit reingesteckt. In der Zeit schon eine ganze Menge geschafft, aber wir können eigentlich noch mehr. Das könnte ein Vollpreistitel werden, die Chance ist da. Haben wir nochmal 2 Jahre reingesteckt und wirklich zu einem vollen Spiel ausgebaut. Wir haben das aber nicht mehr ASM genannt, wir haben es Joy genannt. Wir haben also alles, was mit ASM zu tun hatte, entfernt. Auch die Namen der Kollegen und so weiter. Und es sollte ein eigenständiges Spiel werden, was dann auch nicht geklappt hat. Jetzt steht ja wieder ASM drauf. Das heißt, jetzt habt ihr mit den Leuten gesprochen. Genau. Natürlich jetzt die neue ASM-Sonderausgabe war jetzt auch unser Aufhänger. Ich hatte immer den Wunsch, das Spiel irgendwie rauszubringen. Vielleicht sogar mit einem eigenen Sonderheft. Da habe ich aber natürlich zeitlich überhaupt nicht hinbekommen. Man arbeitet ja nebenbei noch einen normalen Beruf. Und jetzt ist dankenswerterweise halt das neue Heft rausgekommen. Und da haben wir gesagt, das ist jetzt die richtige Gelegenheit. Das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, dieses Spiel endlich fertig zu kriegen, den alten Jugendtraum zu erfüllen. Deswegen auch in dem Pappkarton, so wie das früher in den 90ern üblich war. Genau. Kann das jetzt jeder spielen, auch wenn man die ASM nicht gelesen hat? Eigentlich schon. Wir haben einen kleinen Kniff eingebaut, damals schon. Man wacht als Hauptfigur auf und hat einen Gedächtnisverlust. Man weiß einfach nicht, wer man ist, wer die ganzen anderen Leute da sind, das muss man nach und nach herausfinden. Das war halt natürlich auch unser Trick, weil wir die Leute natürlich auch nicht kannten. Dass wir sagen konnten, okay, der Spieler vom Bildschirm kennt es dann nicht und muss sich auch erstmal zurechtfinden. Ja, dann sag uns einfach noch, wo kann man das Spiel bekommen? Natürlich hier, habe ich schon gesehen. Das bekommt genau hier beim ACP und TCP-Stand, aber auch im Internet, auf der Internetseite. Amiga Future kann man das auch online bestellen. Es gibt die Boxed-Version, es gibt aber auch eine Download-Version, die kann man auch bekommen. Aber wer die Boxed-Version bekommt, bekommt auch vollen Zugriff auf den Download. Das ist eine CD mit drin, nicht jeder hat ein CD-Laufwerk, das wissen wir. Dann kann man sich den Download runterladen. Es ist ein ISO-File mit dabei, das man im Emulator starten kann. Es sind ADF-Diskettendateien mit dabei. Man kann es also emuliert von Diskette spielen, man kann es von CD spielen, man kann es von Festplatte installieren. Auch direkt von der CD spielen, wenn man einen CD32 hat. Also ich denke mal, wir haben alle Möglichkeiten abgedeckt. Das war jedenfalls so unsere Idee. Klingt gut, auf jeden Fall. Und jetzt wolltest du irgendwie überleiten zu Richard, da war doch was, oder? Das Danke geht an Richard. Ja, er guckt schon skeptisch, aber eigentlich kennt er die Geschichte. Und zwar eigentlich der Hintergrund, warum wir das überhaupt programmiert haben. Wir waren damals 15, 16 Jahre alt. Und wir hatten halt so das Gefühl, ja, Spiele programmieren, das ist so die Domäne der Erwachsenen. Da wird man uns nicht mitmachen lassen. Und da ist halt was passiert. Und zwar im Juni 86, da gab es noch Zeitschrift Happy Computer. Und da gab es noch Listings zum Abtippen. Viele von euch kennen das sicherlich noch. Da gab es keine CDs und Diskettenbeilagen, musste Spiele abtippen. Und da war halt ein junger Mann, der hatte halt ein Spiel veröffentlicht als Listing des Monats. Und das Foto hat sich so in mein Gedächtnis gebrannt. Und der Name, der da drunter stand, dass ich dann irgendwann gesagt habe, da kann ich auch mitmachen. Da bin ich jetzt auch bereit zu. Und das war halt Richard. Ja, dann übergeben wir mal an die andere Couch. Robin, erzähl uns doch mal was über das nächste Projekt, beziehungsweise wen du da von dem Projekt hast und was die beiden gemacht haben. Wir haben ja hier 2 Personen auf dem wunderschönen roten Sofa sitzen, die verschmelzen mit diesem Sofa. Und die beiden haben tatsächlich etwas gemacht, was wir alle gehofft haben. Ihr habt dieses Projekt auch finalisiert. Denn den dritten Teil von Reshoot, Entschuldigung, ist jetzt, liegt da sogar. Ich habe jetzt eine physische Kopie gesehen. Du hast ja hier schon ein paar Mal gesessen, beziehungsweise auch das letzte Mal haben wir auch schon irgendwie gesessen und haben geredet. Es kam da ja was dazwischen, das nannte sich Corona. Wie viel Corona steckt in diesem Spiel? Wie viel Zeit hast du durch Corona gewonnen, dieses Spiel zu produzieren? Keine. Das Spiel hat weder von Corona profitiert, noch durch Corona gelitten, weil ich sowieso hauptsächlich im Homeoffice arbeite und meine Familie um mich habe und dadurch konnte ich mit meiner Familie eine gute Zeit haben. Aber das Spiel, ich fange vielleicht mal anders an, die Frage zu beantworten. Also das Spiel entsteht tatsächlich sowieso hauptsächlich in der Nacht. Also das Spiel oder diese ganze Reshoot-Reihe hat ihren Ursprung im Jahr 2015, als meine Tochter auf die Welt gekommen ist und ich mich nachts um meine Tochter gekümmert habe.
Und das heißt also Fläschchen zubereiten, so ein Kram. Und oft konnte ich dann einfach nicht mehr wirklich einschlafen und dann überlegst du dir halt, okay, was machst du jetzt mit der Zeit? Also einschlafen kannst du nicht. Fernsehen schauen, Buch lesen, naja. Warum nicht mal ein Spiel entwickeln? So hat es eigentlich angefangen, tatsächlich 2015. Daraus ist dann Reshoot in 2016 entstanden. Und letzten Endes ist dadurch ein Lernprozess in Gang gekommen, der mich jetzt oder uns jetzt hier in dem Fall bis zu diesem Spiel geführt hat. Das heißt also, diese Nachtsessions, die ich da mache, also dass ich ab 10 bis vielleicht 2 Uhr oder sowas an einem Game entwickle, das hat mit Corona mal gar nichts zu tun. Das ist doch eine schöne Geschichte. Martin, du bist ja, glaube ich, auch das zweite Mal mit dabei? Nee, oder das beim ersten auch schon? Ich weiß das schon wieder. Das zweite Mal, ne? Genau, ja. Wir haben ja eine Version bei uns im Museum und da standst du auch schon mit drauf beim Reshoot A. Ist es eine Freude, etwas, was man gemacht hat, noch ein zweites Mal zu starten, unter anderen Bedingungen? Sagt man sich, ich habe Ideen, ich finde das toll, ich möchte das machen? Oder sagt man sich, okay, ich setze mich nochmal hin und überlege nochmal neu? Oder nehme ich Themen auf von der Musik und sagt, das ist das, das fand ich cool, darauf baue ich auf und man macht da was, ich sage jetzt mal mit 80er-Jargon, ich mache es mal fetziger oder ich mache es mal düsterer. Ist das so, dass man an seinem Motto oder an seiner Signatur, wo ich eben gerade Signature Edition gelesen habe, weiterarbeitet? Gute Frage. Aber ich glaube, das ist eher so, ich muss auch anders anfangen. Der Richard kam auf mich zu und sagte, Martin, du hast den Job. Und hat einfach nur festgestellt, weil egal worum es ging, ich wusste, es wird ein neuer Teil, es wird halt nicht horizontal, vertikal nennt man das, ne? Genau. Und das war klar, der Rest war noch nicht so klar. Und dann war so die Idee, fang mal an, mach mal was. Fang mal irgendwie an. Im Übrigen, du hast nicht mehr 3 Kanäle, du hast nur noch 2 Kanäle. Und übrigens, 250 Kilobyte ist viel zu groß, 150 Kilobyte maximal. Das heißt, die Bedingungen wurden immer schlimmer. Das ganze Ding war eine große Wolke, Fragezeichen. Ich wusste nicht, wie es aussieht, keine Ahnung. Und habe einfach angefangen. Und dann hat sich das ein bisschen hin und her gespielt. Das war eigentlich ganz schön. Wir haben so Sketches, habe ich rübergeschickt. Er hat sich das mal angehört. Er hat das eingebaut in seine Demos. Dann konnte man so gucken, wie entwickelt sich das. Und dann ist das einfach mit dem Spiel gewachsen. Also da gab es keinen Fahrplan oder so, aber die technischen Bedingungen haben viel mehr diktiert. Und was auch wichtig war, wir haben gesagt, beim Reshoot A, gab es genau einen Ingame-Track, den ich immer noch mag, obwohl er halt sich oft wiederholt, dass wir gesagt haben, wir müssen da mehr Musik reinmachen. Und das Schöne war, Richard ist ja nicht nur ein Fan der elektronischen Musik, er mag sehr gern Gitarrenmusik und hat dann gesagt, ja, Gitarren klingen ja am Amiga immer kacke. Und da hat er auch recht mit. Und er hat gesagt, kriegst du das hin, auf 2 Kanälen unter 150 Kilobyte Gitarren reinzudrücken? Und ich glaube, das ist uns gut gelungen. Das werden wir nochmal richtig testen, aber ich glaube, dass das schon schwierige Voraussetzung war und das kann ja nur zu einem guten Ergebnis führen. Bist du ein guter Leader, dass du genug freundliche Worte vermischt mit Kritik, ohne dass es brennt? Was Martin gerade gesagt hat, macht mich ja automatisch zu einem ganz miserablen Chef und Projektleiter. Nein, also ich glaube, ich habe es tatsächlich ein bisschen anders wahrgenommen. Ich dachte schon, dass wir vorher ein paar Themen hatten. Also wir hatten Themen, denke ich mal, also inhaltliche Themen. Wir wussten schon, wie die Visual Assets aussehen, also sprich so ungefähr, welche Welten wir da uns vorstellen. Und darauf aufbauend hat Martin eine gewisse Musik gebaut, denke ich mal. Und ich glaube, das allermeiste davon haben wir jetzt auch verwendet, denke ich mal. Ja. Ich sage mal so, um auf die Frage einzugehen, ich glaube, dass ich es mittlerweile ganz gut beherrsche, mit Menschen zusammenzuarbeiten, dass ich ihnen die Vision erläutern kann, die hinter einem Spiel steckt und dass ich ihnen auch dass ich den Rahmen abstecken kann, innerhalb dessen wir uns eben bewegen, sowohl technisch wie auch strukturell, zeitlich. Da gibt es ja jede Menge Rahmenbedingungen, die abgesteckt werden wollen. Das funktioniert. Und ich glaube auch, dass ich ich versuche Kritik positiv zu formulieren. Sprich, ich versuche Anregungen zu geben, bilde ich mir ein, oder? Ich äußere meine Wünsche, ich höre mir aber auch Wünsche an und ich denke mal, dass wir dann versuchen, zusammen so eine Lösung zu finden, die am Ende das Projekt am weitesten bringt. Ja?
Und ja, der Martin hat da gelegentlich leiden müssen, so wie jeder Beteiligte an einem Games-Projekt leiden muss. Liegt, glaube ich, in der Natur der Dinge. So ein Projekt ist zeitaufwendig und verbraucht sehr viel Kraft einfach auch. Ja. Aber ich glaube, wir haben beide, also ich denke, dass wir beide damit zufrieden sind, wie das im Ergebnis jetzt geworden ist. So würde ich das jedenfalls mal einschätzen. Also ich habe auch das Gefühl, die Chemie zwischen euch funktioniert noch. Es kann nicht so schlimm gewesen sein. An dieser Stelle wurde ein kurzes Video von dem Spiel gezeigt, um ein bisschen die Sound- und Grafikfähigkeiten zu demonstrieren. Vielen Dank. Immerhin, anstatt einen Kaffee gibt es jetzt Heavy Metal. Ich finde das schon mal ganz gut zum Aufwecken. Wir sprechen hier von sehr unterschiedlichen Stilen, wie ich gehört habe. War das Pflicht oder war das ein Wunsch? Also für mich ist es einfach ein persönlicher Traum, der in Erfüllung geht, weil es gibt nicht viele Spiele mit Heavy Metal Music auf dem Amiga und hier haben wir jetzt mal eins. Ja? Martin hat es möglich gemacht. Nein, also bei Proxima 3 ist es schon so, dass wir versuchen, so die Messlatte schon relativ hoch zu legen für ein Amiga-Spiel in 2023. Ich sehe halt die persönliche Aufgabe daran, also jetzt für uns als Team, dass wir sagen, okay, wir wollen nicht nur ein Spiel entwickeln, sondern wir wollen ein Spiel entwickeln, das echt Spaß macht. Ja? Und das auch irgendwas macht, was man jetzt in 1993 oder so vielleicht noch nicht so gesehen hat. Ja? Und da haben wir jetzt die Heavy-Metal-Musik, vielleicht den einen oder anderen Effekt auch, der da möglicherweise auch noch auftaucht in dem Spiel. Und das war die Mission. Und das ist übrigens auch einer der Gründe, warum wir die Musik übrigens, ich will es mal erwähnen, das ist die Musik im Spiel. Das war jetzt nicht irgendwie reingemischt, nur weil es ein YouTube-Video ist, sondern die Musik ist im Spiel exakt ganz genau so, in dieser Qualität, mit Soundeffekten zusammen. Und das ist die Kunst, die wir hier versucht haben umzusetzen, neben vielen anderen Tricks, die im Spiel eben umgesetzt werden. Und dafür haben wir halt jetzt 4 Jahre an Zeit aufgewendet. Und ich glaube, das Ergebnis kann sich schon sehen und vor allem auch hören lassen. Ich möchte nur darauf hinweisen, ich habe jetzt hier die Signature Edition in der Hand und ihr habt ja dann auch eine Musik-CD reingetan. Glaubt ihr, dass die Leute das mal so reinschmeißen und einfach nur hören? Oder war das einfach nur so eine Idee, wir machen das jetzt bei der Signature Edition? Ich habe ein bisschen Sorge, dass man die CD in modernen Autos nicht mehr einwerfen kann, mangels CD-Player. Ich habe zum Glück noch einen alten Ford Focus, da geht das. Nein, es ist ja so, dass wir werden die Musik ja auch digital zur Verfügung stellen können. Ja, aber ich sag mal so, also eine CD abspielen ist irgendwie noch was Haptisches. Das ganze Spiel ist ja auch boxed hier verfügbar. Uns war es einfach wichtig, dass man was in die Hand nehmen kann, dass man sich was ins Regal stellen kann, dass man eine CD irgendwo reinlegen kann und dann drückt man auf Play und dann geht's halt los. Und einen CD-Spieler, glaube ich, den kann man schon noch haben, denke ich mal. Und wer nicht, der kann sich die Digital Edition besorgen. Da ist dann, wer es richtig hart braucht, der kann auch den Gamecode nach den Soundtracker-Files durchsuchen. Die sind dann nämlich auch versteckt. Und man kann bei euch das Spiel auch sicherlich Probe spielen vorher, oder? Ich weiß, es ist immer schwierig. Es ist ja heute erst die Release-Party. Worauf bist du, ja, die Musik haben wir schon angesprochen, worauf bist du wirklich, wo du sagst, ich bin bei diesem Projekt stolz auf XXX? Was ist das, wo du sagst, was unterscheidet das vom Reshoot A am meisten, wo du sagst, das ist das, was der Spieler am ehesten, also mal abgesehen von der Spielrichtung, das ist mir schon klar, aber ist da irgendwas, wo du sagst, Wahnsinn, das hätte ich mir nicht so vorgestellt, dass es so gut funktioniert? Ich glaube, worauf wir so als Team besonders stolz sein können, ist zum einen, dass wir das Projekt zu Ende geführt haben, weil wir haben jetzt 4 Jahre daran gearbeitet, das ist wirklich viel Zeit und es war auch mit doch einigem an Schweiß und Blut und Tränen verbunden. Ich glaube, was am besten oder was mir persönlich am besten gefällt, ist das Miteinander aus Grafik, aus Sound, aus Gameplay-Mechaniken, die man so vielleicht bei einem Amiga-Spiel so noch nicht gesehen hat, ja, oder so noch nicht erlebt hat. Und dass das alles zusammen ein immersives Erlebnis ergibt, das einen tatsächlich packen und nicht mehr loslassen kann. Das ist, glaube ich, die Essenz bei diesem Spiel. Also, dass man sich vor dem Bildschirm verlieren kann und dann wirklich so eine halbe Stunde oder sowas spielt und gar nicht merkt, wie die Zeit vergeht. Und vielleicht ist auch noch bemerkenswert, dass das Spiel zwar auf einem Amiga läuft, es benutzt den Amiga als Plattform, aber ich würde mal behaupten, es wäre auch auf einer anderen Plattform ein gutes Spiel. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass es hier um ein gutes Gameplay geht, das auf einem Amiga stattfindet. Und das den Amiga wirklich nutzt.
Also hier, glaube ich, kann man schon ganz gut sehen, was ein Amiga eigentlich kann. Mich würde noch einmal interessieren, kannst du was sagen, wie viel Versionen von den vorigen Spielen verkauft oder downgeloadet wurde, in welchen Bereichen man sich bewegt vom Interesse? Steigt das Interesse immer weiter oder wie ist da so die Entwicklung? Ja gut, das Interesse steigt zwangsläufig, denke ich mal, mit der Qualität. Also ich meine, das erste Reshoot ist 2016 erschienen, war qualitativ eher so Medium, würde ich jetzt mal sagen. Reshooter war schon ganz okay. Bei dem Spiel wage ich jetzt gar keine Prognose abzugeben. Man muss aber realistisch bleiben. Die Verkäufe sind nicht das Ziel. Wenn ich von den Verkäufen ausgehen würde, ja, dann dürfte ich dieses Projekt nicht mal anfassen. Wir reden hier von ein paar hundert Exemplaren realistisch betrachtet. Ja, von daher, mir ist wirklich wichtig, dass wir eine gute Zusammenarbeit haben über die 4 Jahre, dass wir eine gute Zeit haben, dass wir uns alle glücklich schätzen mit dem Ergebnis, was wir dann haben, dass wir das dann auf so großartigen Events wie hier auf der Amiga 38 vorstellen dürfen. Das ist die treibende Kraft hinter so einem Projekt, nicht die Verkäufe. Ja, und ich glaube, da ist die Community auch sehr dankbar, dass es Leute gibt, die neue Spiele entwickeln. Sei es jetzt ein Spiel, was schon mal angefangen wurde und neu weiterentwickelt wurde oder halt eine Serie, die weiter fortgesetzt wird. Dann nochmal ein Applaus für alle Entwickler hier auf der Bühne und gerne ein paar Fragen aus dem Publikum, wenn jemand eine hat. Da wir hier nicht so viel sehen können, wenn jemand eine Frage hat an einen von den 3 Protagonisten, kommt einfach zur Bühne, dann könnt ihr gerne eine Frage stellen, wenn etwas ist. Also ihr könnt mich gerne fragen, solange ich hier nicht in den Bereich der Boxen komme. Hat jemand eine Frage an Richard oder Martin? Oder an Martin oder an Michael. Oder Michael? Ja, da kommt eine Frage. Ich muss es übersetzen, ist, glaube ich, der Akzent. Klar, Moment. Wie schaut's mit Delphi aus? Wenn ihr ein Mikrofon haben wollt und antworten wollt, sonst muss Patrick einmal rüberreichen. Sag es nochmal für uns alle. Nee, also es wird erstmal keinen 4. Teil von Reshoot geben, aus dem simplen Grund, weil ich zwar Ideen habe, aber nicht so richtig weiß, wie ich diese Ideen auf einem Amiga umsetzen kann. Es wäre möglich, dass es die Serie auf einer anderen Plattform vielleicht schafft, neue Impulse zu setzen. Aber Reshoot als Reihe ist jetzt erstmal durch, würde ich sagen, und wird auch Zeit, mal, keine Ahnung, ein geiles Plattform-Game zu entwickeln oder so, oder? Was meinst du? Plattform? Plattform ist geil. Ja. Finde ich ziemlich cool. Du hast gesagt, Entwicklungsdauer 4 Jahre. Du hast von 10 bis 2 Uhr nachts gecodet, Musik, Grafik. In den 4 Jahren, wie viele Personentage, schätzt ihr, habt ihr insgesamt reingesteckt in den 4 Jahren? War die Frage gerade Personentage? Ja, also wie viele Personentage hast du insgesamt das ganze Team reingesteckt? Also das Core-Team siehst du im Prinzip hier auf der Bühne sitzen. Kevin ist leider jetzt nicht anwesend. Kevin hockt in Australien und ja, hat... Bitte? Wie lange wir zusammen? Mein Gott, ja, wir haben jetzt 4 Jahre gearbeitet. Letzten Endes, ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, würde ich sagen, dass vielleicht 90% der Arbeit bei mir gelegen haben. Irgend sowas in dem Dreh. Und keine Ahnung, vielleicht 5% bei dir und die verbleibenden 5% bei Kevin oder sowas in dem Dreh. So in dem Dreh, also so kannst du es dir vorstellen. Wie viele Tage? Ja, ungefähr. Also wenn du rechnest... 4 Tage, 4 Jahre hast du ja nicht 90% Also pass auf, ich kann es nur ganz grob überschlagen. Aber du kannst schon sagen, ganz wichtig bei so einem Projekt ist, dass du jeden Tag, möglichst jeden Tag, wenigstens ein bisschen was machst. Dass du das Projekt zumindest jeden Tag mal anfasst und dass du jeden Tag zumindest mal eine halbe Stunde oder Stunde irgendwas machst. Also kannst du rechnen 365 Stunden mal 2, also vielleicht so 700 Stunden pro Jahr, das dann mal 4 und dann verdoppelst du es und dann bist du wahrscheinlich annähernd in dem Bereich, der hier so an Zeit investiert ist. Wunderbar. Noch gerne eine Frage von irgendjemand? Frage? Da? Ja, komm, musst du einmal rüberkommen, sonst stehen wir vor der Box. Jo, hi. Erstmal danke für das ambitionierte Projekt, Richard. Und ich habe eine Frage an Martin. Wie hast du die Gitarren in diese 150 KB bekommen oder wie ist es technisch überhaupt möglich, das in das Mod-File zu packen? Wie hast du das gemacht? Genau das ist das Problem. Also ich habe mir Sachen angehört auf dem Amiga, die in dieser Größenordnung spielen und es gibt genau einen Track, der gut ist, von dem Spiel Jaguar 220, also XJ 220, da gibt es ja einen Track, das ist, hab vergessen wie er heißt, und das ist ein Metal-Track auch auf 3 Kanälen, der auf 80 Kilobyte sogar ist. Ist cool, allerdings hört man nach wie vor, es hat keine echte Gitarre und es hilft halt nichts. Und ich habe halt mit einem Gitarristen zusammen oder mit 2 Gitarristen sogar gearbeitet, die bei mir im Studio gesessen haben und einfach so lange gespielt haben und in so vielen verschiedenen, wo wir versucht haben, eine Einstellung in den Verzerrern zu finden, die dann beim Runtersamplen auf dem Amiga halt nicht Mist klingt. Das ist echt ein Drama, weil du hast irgendeinen Sound genommen, hast den dann runter auf 8-Bit, 22 Kilohertz Mono runtergerechnet und dann klang es Mist. Und wir haben echt lange gefummelt, bis wir dann so einen Sound hatten, der dann in der Version gut funktioniert und haben uns dann geguckt, dass wir möglichst
irgendwie, dass es nicht zu statisch klingt, immer nicht nur ein Sample, sondern irgendwie wirklich ganz viele Anschläge noch da reingemacht, damit das jedes Mal ein bisschen anders klingt. Und das sind so marginale Sachen, die es halt einfach hinterher cool klingen lassen. Ne? Ja. Also eher die Technik das Problem als den Klang sozusagen. Ja, ist ja, du hast ja Gitarrenmusik auf dem Amiga, aber die klingt halt immer gleich und das ist halt immer ein Problem. Ne? Ich erinnere mich sogar an den XO220 Song Ja, und der ist gar nicht geiler so Track. schlimm. Also ja, wirklich, ja. ne? Also Core ist halt Core. Ja. Noch gerne eine Frage? Ja. Ja, ich hatte eine Frage. Also Sie sagte, da kommt keine vierte, aber eine GmbH-Shooter, wird das möglich sein, wenn man sagt, Online-Multiplayer, wenn 1 auf 1, nicht ganz größer oder so, aber ein Online-Multiplayer, 1 auf 1, ist so etwas möglich auf Amiga für eine GmbH-Shooter, oder? Ob es möglich ist, das sozusagen online gegeneinander spielen zu können. Also One-on-One gegeneinander oder miteinander, je nachdem. Ja, ja, genau. Nicht, wenn ich beteiligt bin, weil ich nämlich keinen Multiplayer spiele. Also wenn dann nur an einem System. Wir haben über natürlich einen Multiplayer-Modus nachgedacht. Problem war es gibt technische Gründe, warum wir den Zweispieler-Modus, wie jetzt Battle Squadron beispielsweise einen hat, warum wir das nicht integrieren konnten. Das hängt mit der Menge der Sprites zusammen, die der Amiga darstellen oder in dem Fall eben nicht darstellen kann, hängt aber auch damit zusammen, dass ein guter Multiplayer-Modus, also nicht irgendwas, was mal dran geklatscht wird, sondern ein wirklich guter Multiplayer-Modus, ist eigentlich ein separates Spiel, was du separat entwickeln und separat testen musst. Ja? Das heißt, das ist nichts, wo man sagt, ja, ich baue jetzt noch einen Raumschiff-Sprite ein und 3, 4 Schüsse und fertig ist die Laube, sondern du musst die Levels dafür designen. Ja? Das heißt, also, wir reden hier über ein anderes Game. Und der Zeitaufwand steht in keinem Verhältnis zu dem, was ich noch hätte bewältigen können. Die Online-Frage kann ich jetzt wenig dazu sagen, weil ich weiß, dass es ein paar Spiele gibt, Stunt Car Racer oder sowas, die halt über den seriellen Port irgendeine Verbindung herstellen. Ich würde mal unterstellen, dass es Null-Modem heißt das, genau. Ich glaube, Proxima 3 wäre da schwierig umzusetzen, weil wir hier von einer Framerate von 50 Hertz reden. Das heißt, du musst ein super schnelles Update haben, weil in dem Moment, wo es laggen würde, würde das ganze Spiel schon nicht mehr funktionieren. Kollisionsabfrage perdu und das ganze Gameplay-Erlebnis wäre nicht mehr, der Flow wäre zerstört. Also ich sag mal, nein, das geht. Also ich weiß zumindest nicht, wie das auf dem Amiga umsetzbar wäre. Mir fällt noch eine Frage ein. Ihr könnt gleich gerne noch eine Frage stellen. Wie groß ist das Spiel eigentlich? Meinst du jetzt einfach, wie viel Kilobyte? Wie viel Megabyte sind auf der CD? Lass es mal, ich glaube, es sind jetzt 5 Megabyte, 4,7 vielleicht. Wahnsinn. 4,7 Okay. Megabyte. Ich wollte Wahnsinn sagen, deswegen, ich hatte mir das schon gedacht. Also, man könnte es auch auf Diskette rausbringen, wolltest du sagen. Ja, dann toppen wir vielleicht Monkey Island oder sowas. 880, naja, ja, aber vielleicht, genau. Nee, also es gibt das Spiel auf CD-ROM, es gibt das Spiel auch als Digital Download. Auf Diskette könnte man es tatsächlich natürlich packen, dann müsste man es aber entpacken und dann halt auf Festplatte kopieren. Nein, das war das nur... ist für die Katz, was soll's. Ich wollte es nur in Relation setzen zu heutigen Spielen, wo man dann das erste Update 120 Gigabyte sind und du machst es in der Größe einer PDF-Datei. Wunderbar. Ich glaube, das Icon auf meinem iPhone ist größer. Ja. Aber das ist auch True Color bestimmt. Ja, gerne noch Fragen, falls ihr die habt. Ja? Ich hätte noch eine Frage. Du hast das ja in Assembler programmiert, oder? Ja. Hast du da irgendwie schon mal vorher Erfahrung gehabt mit Assembler? Oder wie bist du dazu gekommen? Ausgerechnet, weil ich erinnere mich gerade, als wir vorhin über die Listings und Happy Computer und so geredet haben, ich erinnere mich da nur an Hexcodes. Also nichts, was jetzt ein Normalsterblicher irgendwie identifizieren kann. Wie bist du dazu gekommen? Wie lange hat es gedauert, Assembler zu lernen? Und die zweite Frage wäre, was sind so die schwierigsten technischen Hürden gewesen, um diese Qualität auf den Amiga zu bringen? Also das flüssige Scrolling, die vielen Sprites, die Explosionen, alles zusammen. Gab es da irgendwelche Sachen, wo du gesagt hast, oh shit, da habe ich jetzt mal ein paar Nächte dran gegrübelt und bin nicht zu einem Punkt gekommen und jetzt muss ich irgendeinen Workaround finden? Oder hast du das irgendwie so, ja, ich weiß, wie ich es machen muss, ich habe da keine großen Probleme, ich ziehe das einfach jetzt mal durch? Oder wie war da so die Lernkurve bei der ganzen Geschichte? Naja, also die Frage Nummer 1, diese Listing des Monats, die wir von denen gerade schon die Rede war, Herr Kafke, danke dafür. Die sind in Assembler entwickelt gewesen, tatsächlich schon auf dem Commodore 64. Das heißt, ich habe in den 80er Jahren schon auf dem Commodore 64 Assembler gelernt. Wenn du Assembler mal kennst, also wenn du die Strukturen kennst, wenn du weißt, wie Maschinensprache grundsätzlich funktioniert, dann kannst du es von einem System auf das andere mehr oder weniger übertragen, zumindest viele Handgriffe. Von daher habe ich Assembler schon in den 80er Jahren gelernt, habe es dann zwischenzeitlich nicht mehr angewendet, habe es dann ab 2015, als ich umgezogen bin und meinen Amiga wieder reaktiviert habe und ihn aufbauen konnte, habe ich dann Assembler quasi wieder neu gelernt mit
dann dazu gewonnenem Wissen über wie entwickle ich ein Projekt, wie strukturiere ich ein Projekt. Das ist eine ganz wichtige Komponente bei so einem Spiel. Also es reicht ja nicht, nur ein paar Assembler-Codes zu können oder ein bisschen Maschinensprache-Kommandos irgendwie runterzutippen, sondern bei so einem Projekt kommt es wirklich darauf an, dass du das Projekt von Anfang an planst, dass du dir eine gewisse Struktur überlegst, wie lege ich das auf Festplatte ab, wie informiere ich meine Mitstreiter darüber, welche Systeme wir wann brauchen wir die und so weiter und so fort. Also das spielt viel mit rein. Die technische Frage, die kann ich jetzt hier ganz schwierig in einem Satz beantworten. Ich glaube, die Hauptherausforderung war, möglichst viele Objekte auf den Bildschirm zu bringen, ohne dass das Spiel dabei ruckt. Und damit meine ich halt 50 Hertz. Ja, für mich besteht ein gutes Shoot'em-up definiert sich bei mir automatisch mit 50 Hertz. Ja, ich will jetzt gar nicht sagen, dass Banshee oder sowas ein blödes Spiel ist oder Battle Squadron. Ich spiele das alles ganz gerne mal. Aber das sind alles keine Beispiele dafür, was ein wirklich gutes Shoot'em-up ist. Weil die nämlich mit 50 Hertz arbeiten müssen, einfach weil dann die Reaktion auf dein Tun, auf das, was du am Controller tust, sehr viel mehr sich sehr viel spontaner anfühlt. Also ich glaube, die Hauptherausforderung war, so viele Objekte, wie wir jetzt haben in Visual Proxima, das sind teilweise um die 100 Objekte gleichzeitig auf dem Bildschirm, also dass das in 50 Hertz passieren kann, das, denke ich, war die wesentliche Herausforderung. Ich hätte noch eine wichtige Frage. Verkaufst du das heute schon hier oder morgen? Morgen. Morgen. Wie viel Stück hast du, damit die Leute schon mal so ein bisschen Panik bekommen, dass sie wirklich alle auch einen bekommen? Ja, also das sind meine 2 Stück. Ja. Alles andere ist dann beim Andreas Magerl, unten bei Amiga Future, amigashop.org, ja, wo man auch das wundervolle ASM-Spiel besorgen kann. Also unten linke Seite hier. Und ich glaube, er hat 2, 3 Kartons voll dabei. Oh, also das ist nicht genug, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Das wird schon reichen. Anders als beim Essen heute, glaube ich, sind wir ganz gut vorbereitet auf das, was da kommt. Was kosten die Versionen? Du hast ja 2 Versionen eben gezeigt. Einmal die normale, klassische Version mit einer CD. Genau, das kriegt der Martin und du kriegst die tolle Version, das ist wunderbar. Also es gibt einen Digital Download, der kostet 29. Es gibt hier die Pure Edition, das ist die CD-ROM mit dem Spiel drauf, die auch auf den CD32 funktioniert. Also jedes CD32 einlegen und loslegen funktioniert. Ja. Cool. Und dann gibt's hier noch die Signature Edition, die mache ich jetzt nicht, auf was du ja vorhin schon erledigt. Da ist dann noch ein Soundtrack dabei, da ist ein Booklet dabei mit 16 Seiten. In dem Booklet ist ein Making-of zum Spiel drin. Wer möchte, kann auch ein USB-Medium dazu bekommen, weil mir schon klar ist, dass viele Leute das Spiel vielleicht gar nicht unbedingt immer nur auf einem Amiga spielen werden, sondern vielleicht auch mal auf einem PC möglicherweise, iGit oder auf einem Mister oder sowas. Und dann kann man sich von dem USB-Stick ganz leicht runterziehen. Vielleicht noch eine wichtige Information am Rande. Wer das Spiel online ordert, bekommt dann auch den Digital Download. Ja? Okay. Also, aber man kann sich auch einfach von der CD-ROM auf irgendein Medium kopieren. Also das Verzeichnis kopieren reicht vollkommen. Wo liegen wir hier bei 47 Euro? Ich glaube 47 Euro sind's. Das finde ich, klingt gut. Ach ja, nicht zu vergessen, da ist noch, die heißt Signature Edition, weil tatsächlich eine von Hand unterzeichnete kleine Postkarte drin ist, so als kleiner Gag, als kleines Entgegenkommen mit einer persönlichen Grußbotschaft. Und ich habe die letzten 3 Nächte eigentlich nur damit verbracht, kleine Smileys und kleine Unterschriften und kleine Grußbotschaften auf Karten zu pinseln. Und die sind dann da drin versteckt. Unglaublich. Ihr habt wirklich eine Signature Edition. Jede Version ist anders. Ihr müsst also 20 Stück kaufen. Ihr merkt schon, es ist immer anders. Gibt's noch Fragen? Ja, wunderbar. Ja, eine Frage für die Entwickler. So, welche Tools waren jetzt involviert? Das wäre mal ganz spannend. Also viel auf dem Amiga entwickelt, viel WinUAE, Assembler nativ auf dem Amiga kompiliert oder eben doch auf dem PC und dann rüber oder wie oder was? Das wäre gut. Ja, das Spiel ist grundsätzlich auf einem Mac entstanden. Ich habe Xcode benutzt als mehr oder weniger Editor oder als Projektmanagement-Tool. Ich habe mir ein paar Makros geschrieben, die für die Anbindung an FSUAE, was ein Amiga-Emulator ist. Und durch die Makros war ich in der Lage, innerhalb von einer Sekunde den Source-Code zu speichern und direkt in den Emulator zu laden und direkt auszuprobieren. Und zwar an der Stelle, an der ich gerade arbeite. Ja? Also ganz wichtig bei so einem Projekt, wenn man es dann halt doch hauptsächlich in der Freizeit entwickelt, ist, dass du Zeit sparst, wo es nur geht. Ja? Weil du hast nicht 8, 9, 10 Stunden jeden Tag, die du da investieren kannst. Dafür verdient man einfach nicht genug mit so einem Projekt. So, außerdem habe ich dann benutzt mein Amiga 1200 natürlich zum Testen. Ich habe benutzt einen Mister, um auch nochmal zu testen.
Ich habe benutzt einen CD32 mit einer Terrible Fire-Karte, auch nochmal zum Testen. Was sind da noch die wichtigsten? VASM, nicht so, Entschuldigung, beinahe vergessen. Cross-Assembler VASM natürlich, ja. Das heißt also, der Workflow musst du dir so vorstellen, ich tippe in Xcode meinen Source-Code ein, speichere den, mache vielleicht noch ein bisschen Versioning, also Versionsverwaltung, und auf einen Tastendruck wird das Spiel dann in den VASM reingeladen, wird dort kompiliert, wird dann in Dropbox-Verzeichnis in meinem Fall gespeichert, damit ich immer ein Backup-System habe. Also Dropbox ist quasi mein zweites Backup-System zusätzlich zum Versioning. Und parallel wird dann FSUAE gestartet, falls nicht sowieso schon im Hintergrund läuft. Und im FSUAE wird dann automatisch eine Shell geöffnet und das px.bin, was das Binary dann ist, also das Executable, wird gestartet und das Spiel läuft dann halt. Ne? Und wie gesagt, das sind so vielleicht 2 Sekunden, ja, vom Speichern, bis ich das Spiel tatsächlich im Emulator ausprobieren kann. Und erst dadurch ist es möglich, den Workflow so zu beschleunigen, dass ich realistisch in einem halbwegs vernünftigen Zeitrahmen von 4 Jahren so ein Spiel entwickeln kann. Nicht zu vergessen, Entschuldigung, ein Wort noch zum Editing der Maps. Also die Karten sind mit Tiled entstanden. Das ist so ein Standard-Karten-Editor-Tool, mit dem Karten für jedes dritte Indie-Projekt, glaube ich, entstehen. Und das ist auch hier zum Einsatz gekommen. Super. Noch Fragen? Ja, ich habe eine Frage. Der Spiel ASM, haben Sie gesagt, ich habe da noch nicht von gehört. Also Reshooter, das hatten wir gekannt schon. Wann hast du die meiste Zeit daran spendiert und was für eine Game ist das? Du willst wissen, wann ich die meiste Zeit daran programmiert habe? Ja, ist das im Jahr 90 gewesen oder nachher? Die meiste Zeit war wirklich von 1994, also 91 bis 94 war unsere Hauptzeit. Aber jetzt diese Director's Cut-Version haben wir jetzt die letzten 12 Monate nochmal intensiv dran gearbeitet. Also wir haben nochmal Grafiken überarbeitet, die Texte nochmal ein bisschen korrigiert, noch ein paar Bugs entfernt, ein paar Komfort-Features eingebaut. Die Automap, die wir drin haben, es ist ein Adventure mit einer Automap, die haben wir auch ein bisschen komfortabler gemacht. Also von diesen 32 Jahren, die wir jetzt natürlich sagen, hat es gedauert, waren es insgesamt vielleicht 5 Jahre tatsächlich. Okay. Und für mein Bild, was für eine Typ Game ist das? Für ein was? Was für eine Typ Game? Es ist ein Adventure, Grafik-Adventure. Man kann das vergleichen mit, wir vergleichen es gerne mit Die Kathedrale zum Beispiel oder Uninvited, so diese frühen Spiele. Man sagt, Ich-Perspektive, man sieht die Grafik, hat einen Parser unten, Sie kann die Befehle anklicken, hat ein Inventory. Ja, so die Stil. Genau. Aber wir haben auch ein paar Minispiele mit drin, die mit Joystick gespielt werden können. Ein Sokoban-Verschnitt ist drin, ein kleines Autorennen. Also so ein kleiner Mix aus allen möglichen Sachen. Aber hauptsächlich ist es ein Grafik-Adventure, ja. Genau. Gibt es noch Fragen? Ich glaube, wir sind mit den Fragen durch. Ja, ich würde mal sagen, dann danken wir noch einmal allen 3, die auf der Bühne waren, weil hier geht es auch gleich noch mit dem Programm weiter. Also nochmal einen Applaus für die 3 und hoffentlich werden morgen viele Versionen von ASM und von Rische Proxima verkauft. Vielen Dank erstmal an euch. Dankeschön. Ja, wenn jemand Interesse hat, eine einfache Amiga-Frage zu beantworten, dann möge er zur Bühne kommen. Wir hauen jetzt erstmal 5 Gutscheine raus. Falls jemand Lust hat, einfach hier vortreten. Fragen beantworten. Ganz lustige Fragen und eigentlich gar nicht so schwer. Ganz einfache Fragen. Wer einen Amiga hat oder hatte, der wird sie beantworten können. Danke euch. Ja, fangen wir mit dir mal an. Sag uns mal den Prozessor zur Amiga-Zeit, der verbaut wurde. Von welcher Firma? Motorola. Das ist gut. Eine Karte geht schon mal hier an den jungen Mann. So einfach kommt man hier an Gutscheine? Ja, wir machen eine ganz einfache Frage. Wer möchte eine ganz einfache Frage? Ich weiß, du warst die Bombe, glaube ich. Nein, du warst die Bombe. Du brauchst uns einfach nur den Schöpfer des Amigas nennen und bekommst auch einen Gutschein. Unser Jay Miner? Das ist korrekt. Robin, eine Karte an ihn weitergeben. Ja, noch irgendjemand? Schön. Gut, der Andreas bekommt eine etwas schwere Frage. Von welcher Firma kam Jay Miner vorher? Hi, Tuaro? Das war der andere Name, das wäre die nächste Frage gewesen. Ich hätte die Frage wissen wollen. Leider nicht, Andreas. Versuch's morgen nochmal. Ich habe es irgendwo schon gehört. Wer war das? Ja, Atari, aber du hast schon einen Gutschein. Richtig, okay. Atari. Na gut, wir haben noch. Wenn noch jemand möchte, wir geben noch eine Chance. Möchte noch jemand? Sonst zweite Chance für dich oder du? Da kommt jemand. Wunderbar. Genau. Ja, für welchen Computer war der Amiga eigentlich der Nachfolger? Ich habe richtig geraten, als wir das im Auto gequizt haben und ich war eigentlich nur geraten. Er war unsere Testperson. Commodore? Leider nicht, nein. Schade. Möchte jemand die Frage beantworten und die Gutscheine abschreiben? Andreas, zweite Chance. Weißt du es nicht? Okay, dann fragen wir das morgen nochmal.
Einen letzten haben wir noch. Will noch einer eine Chance nutzen? Ich glaube, die wollen einfach ihr Bierchen trinken und Wahrscheinlich. chillen. Wir machen damit morgen aber auch noch weiter, wenn ihr etwas haben wollt. Als nächstes begrüßen wir André Kutra. Er hat vor vielen Jahren seine Liebe zu Silvestre und Amiga entdeckt und schon sehr früh auch zum Beispiel sich zertifiziert zum EDV-Trainer, und er ist ein Experte aus der Demo-Szene, und wir werden daher jetzt auch ganz viel über diese Szene hören, und es ist ja schon eingeblendet, also kein Geheimnis. Einen großen Applaus für André Kutra und für seinen Vortrag. Vielen Dank. Komm auf die Bühne. Hallo, hallo, schönen guten Abend. Es sind ja einige da, die nur Englisch reden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Vortrag lieber auf Englisch oder auf Deutsch halten soll. Was wollt ihr? Kurzer Check. Deutsch oder Englisch? Wer ist für Deutsch? English. Okay. All right. So, welcome everyone. So my name is André Kutra, demo scene named Kudrix. I'm here because I'm a long-term fan of Amiga and obviously this event. And I have the pleasure of introducing the demo scene to you tonight. Hopefully most of you already know it, so I'm probably not telling all of you so much news. However, I would like to take the opportunity to give a little bit of insight into the demo scene, which is the famous digital arts subculture for 40-something years. So actually, demo scene has been around for quite a while, and for those who have not heard about it, please come here to the stage and join the presentation. So I am presenting as kind of a collaboration work between Computerkunst e.V., which is the Berlin Demo Scene Association, Echtzeit Digitale Kultur, which is the Swiss Demo Scene Association, and a project called Art of Coding, which has the unbelievable job of getting the demo scene recognized as intangible cultural heritage of mankind by UNESCO. And I'm also giving a little bit of insight into that tonight. So I already mentioned Echtzeit is my key home base for the demo scene in Switzerland. It's a non-profit association. It's supporting the Swiss demo scene since many years and hosts the demo scene events like demo nights, and hosted the very, very famous demo party Bünzli in the old days and then demo days. And now we have basically rebooted the Swiss demo scene party scene with Mountain Bites. You see here the shirt Mountain Bites 2023 was the first reignition of the demo scene in Switzerland with parties. So Mountain Bites happened this year. And you have the chance to come to Mountain Bites next year, because it's happening in 2024 also, from February 16th to 18th in Cham, close to Zurich and Zug. So note this in your diaries. Come to demo party Mountain Bites in Switzerland. And I'm a member of this organization and try to make myself useful by these kind of outreach events like tonight. So what is the demo scene? So it's obviously about demonstrating, but what? People demonstrate their skills and they demonstrate the capabilities of certain machines. And what they produce is code which creates demos. And the demo usually looks like a music video with animation, graphics, and sound, and scroll text, and all kind of weird stuff. And it's rendered in real time, meaning the code that runs generates the picture that is on the screen that you see at such a party, at an event. And it's a completely international scene, so not bound to any national boundaries. And it is like a family to those who have been in the scene for years. And obviously also a great family for new members to join. So you're all invited to look at the demo scene and see if you get connected and want to contribute yourself. So it is rooted in the home computer revolution in the 80s. So without C64 and Amiga, thanks RJ, and Dave and all the guys who are here for creating such beautiful machines on which the demo scene guys produce demos. And it has been around since the 80s. And it is basically started off with a copy swapper scene with people making their little intros in front of the cracked software. And this completely evolved from this into the digital subculture we call demo scene today, which is completely focused on the artistic expression with demos. And it has a very strong community effect. And it's like a family for those who are in the scene.
we have done a little study and written a little bit of an article about it. It's called Demo Scene Dark Matter, and we basically identified that technology is only a very, very small piece what makes the community. It's the people and their common spirit and their like-mindedness and the attitude that makes them stick to it. Yeah. Cheers, RJ. So demos can be done on any platform. So obviously most popular platforms are still the old school stuff like C64, Amiga, all the Atari world and everything that you can imagine. And basically the idea is it can be anything you can program a demo on. So in most of the demo parties you also have a wild category where you can take your microwave and put a demo on the LCD screen or put a Duke on it. So whatever you can do, it has a home in the demo scene. So it's all demonstrating your skills and what the machine can do and what you can do with it. It's usually a collaborative effort, but some people also do their own demos. But usually it happens in demo groups, so people join together internationally and create demos in, man hours, man weeks, man years, actually to create demos which are then presented at the demo party. And this is all totally non-commercial, free to watch. So if you want to watch demos, it's easy to do so by just going on YouTube and finding a couple of them. I will have some of them in the presentation so that you have an idea what it is about. And this all happens usually at demo parties. A demo can be released any time, but usually it happens at a demo party where you have different competitions in which you enter a demo. It can be PC demo, completely open class, no limitations on hardware. It can be size coding with only 256 bytes or 4K of code. It can be in Amiga, it can be in C64, it can be in Atari, it can be whatever. And you go to a demo party because you want to compete in one of these competitions. It's obviously all friendly competition. People are very welcoming and help you to create your demo. And it's an insane experience if you go to a party like the one that you have here in this picture. It's the Evoke demo party, which is like a smaller event in Cologne. Or you can go to Revision demo party or Assembly in Helsinki, which is big events. So particularly Revision is happening over Easter in Saarbrücken with around about 1,000 people on site presenting their demos and just celebrating together the art of coding. That's an image from Revision Demo Party 2023. It's a big hall and it's a very special experience to be there. So my first revision was in 2015 and I've been there ever since. So if you want to experience the full experience, you can go to Revision. But if you want to join in a smaller event, you can go to Evoke, to Deadline, which happened last week in Berlin, or to Mountain Bites in Switzerland. In Revision, there is around about 1,000 people on site. 1,000 people on site and hundreds or maybe thousands in the stream. Yeah, it's all streamed online, actually on Twitch usually, so you can basically enjoy the party from wherever, which is called sofa scening. So if you're not attending and present at the event, you do sofa scening and watch from home. So we have these little flyers about Mountain Bites. So we obviously have the Amiga user group in Switzerland, which is kindly helping out with the venue tonight and the stream. And there is also in Zurich the Vintage Computer Festival in November, where also the demo scene will be represented also by the Amiga user group. All right, let's move on. Demo parties, we had that. This is an example of the different competitions. So Revision has a great lot of them. So if you want to have a very prominent audience, you go to Revision because you will find any type of category that you can imagine where you can hand in your demo. There's sometimes you also have categories which are not coding related. So you can hand in photos, you have freestyle graphics, you have ANSI ASCII art, you have music competitions, streaming music, track music, whatever. So if you're only a musician and you want to contribute with music, you can join a music competition, or you join a demo group and contribute your music there. So it's something for everyone. And it's big about preservation. We have repositories like Demosoo where you can find all the demo parties and demos presented at these parties. So it's very good for archiving all the material.
I already mentioned the motivations of the demo sceners, so not repeating that here. If you want to look into the paper, it's very interesting to see what people find so special about the demo scene. Like-minded people, integration, teamwork, international atmosphere, and all this good stuff. So it's about the people that join the scene and not so much about technology. Obviously, technology is an instrument, but it's more like people want to get together because they enjoy the community. So this is the reason why the demo scene is also now recognized as intangible cultural heritage of UNESCO. And there was a project initiated by these two great people here, Tobias Kopka and Andreas Lange, and they called it The Art of Coding. And this was basically the call to the community to apply for the demo scene being recognized as intangible cultural heritage of mankind by UNESCO. This is a very formal process, as you can imagine. It's driven by the cultural ministries in the member states. And if you want to join or want to apply for being recognized as a cultural heritage, you have to go through that process that the country foresees. And that was initiated a couple of years ago. And since then, it was very, very successful because the community pulled together and wrote these applications in the States. And in fact, it is now recognized in 5 countries as intangible cultural heritage of mankind by UNESCO. So Finland was first in April in 2020, in March in 21 in Germany, and then in December in 21 in Poland, and then just recently in the Netherlands, and just even more recently in Switzerland. So it's an ongoing process. So the demo scene is recognized in these 5 countries. Other countries are now writing also the applications, and the idea is to have a multinational application so that it is basically entering the world list of UNESCO, which can take a couple of more years, but chances with these 5 in the pocket already are high that it can be done. All right, so all the theory, I highly recommend watching demos real live at a demo party, but obviously you can also watch them as your recordings on YouTube. I have a couple of examples here, not as videos now here, but just a couple of examples of very famous and renowned demos of the Amiga community in the past years. We also have something like the Demo Scene Oscars. They are called Meteorics. So very good demos or popular demos in a year are voted by a committee in the Meteorics. And then they are basically prized at an event. So last year it happened at the Mountain Bites, where we did the laureates for the demos of Meteorics last year. So hopefully we'll be able to do it again next year at Mountain Bites. So if you want to attend the Demo Scene Oscars, you should come to Mountain Bites. And I have a couple of examples. This is Electric Lifeforms by Ghost Town. It's the first in this year's revision Amiga intro competition, so small code only. This is a very popular one of last year, Batman Rises by Batman Group. It's an insane piece that is an Amiga OCS, and it was first in the Posedas 2022 demo competition, and it won the Meteorics Award. So if you want to watch these demos, there's always a QR code on the slides where you can basically visit DemoZoo website with a particular entry, read about it, and also watch demo video recordings. I have a couple of more of those. So what this is portraying is Amiga is at large at the demo scene. So there's lots of Amigas every year. There's lots of great productions, even by new groups in the demo scene for the Amiga platform. So Amiga is still a big thing in the demo scene. So for all of you who are also Amiga heads, please check out the Amiga demos on DemoZoo and check out them running on your own machine. So you have tons of Amigas down there. Just download the images and run a couple of demos tomorrow at the show. So that's a call to action here at this point. A couple of more demos. Very famous groups who have done that many years, and many new groups also joining the platform. All right, that's basically the short intro about the demo scene. So if you also want to read about it, we have written as a community effort an article about Amiga demos on the special issue of the return for the Amiga 500 anniversary, and it was released when the A500 Mini was released. So if you want to read about it and want to have an article about it, it is in this return magazine. And there's also
many publications coming up about Amiga demos in the next issues. All right. Obviously, I just mentioned it's big on Amiga still with the demo scene, but also C64 obviously, and also MS-DOS is still a thing, and PC hardware in general is something where game programmers who are on the modern platforms contribute also demos in the world of the demo scene. Also, these are really great things. These are 4K intros created on Windows, so check it out. It's insane what demo scene people can do with only this little code. All right, that was basically it from a short introduction of the demo scene. So if you want to join the community, check out the Discords of the demo scene at the Demo Scene Art of Coding website, at the Echtzeit Switzerland Association, at Computerkunst e.V. and everywhere around the globe. So it's in fact a very vibrant community as of this day. It has been declared so many times in the past that it's unbelievable, and the demo scene is still at large, and it's I think a great chance and a great achievement that we have now received the UNESCO recognition. So hopefully you are interested also in the demo scene and join the crowd. Come to a party, and if you have any questions tonight, please come to me and ask, and hopefully see you around at one of the scene conventions called Demo Parties very soon. And don't forget to come to Switzerland in February next year, where we are celebrating the second version of Mountain Bites. Thanks for listening, thanks for tuning in, and have a great event and have a great party. Thanks. Wer den Herrn nicht kennt, stelle ich ihn einmal kurz vor. Ein Medienkünstler, Maler und Musiker, zumindest steht das in der Wikipedia. Und wer ihn schon mal gehört hat, der weiß, dass er eine besondere Beziehung zu den Dingen hat, die wir mögen, die wir lieben. Denn er ist ein Künstler im Spannungsbereich bildender Kunst und elektronischer Musik und der Hacker- und Demoszene. Und er kreiert eigene Werke in Echtzeit, und man sagt bei ihm immer, was passiert, weiß man nicht, das Ergebnis ist offen. Begrüßen wir den Künstler des heutigen Abends, den Musiker Siegfried Kercher. Herzlich willkommen. Wir blenden an dieser Stelle das Konzert von Siegfried Kercher kurz aus. Das ging ja insgesamt weit über 1 Stunde. Wir haben aber bei uns im Podcast ja noch mehrfach die Möglichkeit, in seine Musik reinzuhören. So, man hört wieder Autogeräusche. Das heißt, wir haben den ersten Tag überstanden. Wie gesagt, nachdem das Amiga-Problem behoben war, konnte ja bei uns auch alles in ruhigeren Bahnen beginnen, und es war für uns zumindest entspannter als letztes Mal, was nicht heißen soll, dass nichts los war, Robin. Nee, denn das war heute schon ganz schön voll. Also wir waren sehr überrascht, dass eigentlich an dem kleinen Tag, weil ist ja erst ab 18:30 Soft Opening gewesen, doch noch so viele Leute schon da waren. Also sowohl von den Ständen natürlich als auch Besucher. Und das zeigt dann vielleicht, dass morgen tatsächlich aus allen Nähten platzt oder wirklich voll wird. Denn morgen sollen 800 Leute kommen. Das ist wirklich ein Batzen Personen aus einem Bereich, wo wir natürlich auch hoffen, dass vielleicht sich der eine oder andere mal bei uns im Museum verfängt oder mal als Zuhörer beim Podcast landet. Wobei ich positiv sagen muss, mich haben wirklich eine Handvoll Leute angesprochen, explizit auf den Podcast, die dann gemerkt hatten, als wir da bei uns am Stand waren, irgendwo erkennen wir die Stimmen, und das fand ich sehr schön, dass wir da einige Hörer auch getroffen haben, also schöne Grüße auf diesem Wege, und auch viele haben sich fürs Museum interessiert. Leider kommen natürlich viele nicht aus der Gegend von Hamburg, aber auf jeden Fall, wie immer, die Idee begeistert alle, und ja, wir hatten da auch einigermaßen Spaß auf jeden Fall heute, und vom Bühnenprogramm habt ihr ja schon ein paar Ausschnitte gehört. Wir gucken jetzt morgen mal, dass wir das Reshoot Proxima auch selber spielen können und auch wieder ein Exemplar fürs Museum ergattern. Und dann ist es bei uns auch mit Sicherheit in der
Dauerausstellung, weil es ja, wie gesagt, eine CD32-Fassung gibt und unser CD32 sucht ja neues Futter. Und da können wir mit Sicherheit gut was zeigen, weil es wirklich super geil aussieht. Wir hatten schon heute so ein Snippet bekommen mit dem Sound oder mit der Musik und das wird, glaube ich, echt ein wirklich genialer Titel für alle AGA-Versionen mit CD-ROM-Laufwerk. Und ich hatte leider vergessen, ich hätte auf der Bühne nochmal fragen müssen, ob Richard überlegt, ob er vielleicht eine Steam-Version daraus machen könnte. Ja, was ja ganz gut geht bei einigen Sachen, wenn man da Emulatoren mit verquickt sozusagen, gab es ja bei einigen Wetsy-Spielen. Wäre eine schöne Variante, weil ich würde dem Richard auch gönnen, dass ein paar mehr Leute in den Genuss dieses Spiels kommen und nicht nur die Leute, die einen CD32 oder 1200er haben oder das halt selber emulieren. Also kann man mit Sicherheit mitmachen, denn das Spiel sieht hoch faszinierend aus, auf jeden Fall. Ja, und was auch gut war, wir haben Kontakte geknüpft, wir haben wieder einige sehr interessante Leute kennengelernt, die ihr wahrscheinlich auch demnächst dann durch Interviews kennenlernen werdet. Da kümmere ich mich in den nächsten Tagen drum, da wieder ein paar Termine klar zu machen, denn wir haben von Mitarbeitern bei Commodore bis hin zu Musikern, bis hin zu Demoszene-Leuten. Wir lassen das Navi kurz aussprechen. Auch Leute aus der Demoszene und mit einigen anderen Kontakte geknüpft, wie gesagt. Und da werden hoffentlich dann zeitnah auch spannende Interviews für den Podcast folgen. Und ja, jetzt fahren wir zurück zum Hotel und gucken dann mal, was morgen alles so Spannendes passiert und werden euch da mit Sicherheit dann auch auf dem Laufenden halten. Und am Ende dieses Podcasts kriegt ihr auch wieder ein Special mit Siegfried Kercher Musik. Ich glaube, der spielt immer noch, denn er war sehr im Flow heute und seine Kunst halt wahrscheinlich immer noch durchs Kunstwerk, Robin. Ja, die unendlichen Soundbarrikaden, die er da produziert, die durch den Raum wabern in Verbindung mit einer 3D-Animation und die mag er natürlich sehr gerne, aber ich glaube, heute war sie einfach zu viel. Das war zu viel Musik für das Publikum, weil es wurde dann schon relativ schnell leer und das ist natürlich sehr schade, weil er doch ein ambitionierter Musiker ist, der sich auch sehr mit dem Amiga halt verbindet. Einen der zwei rechten Fahrstreifen benutzen, um die Ausfahrtrichtung Koblenz-Köln zu nehmen. Absolut, aber wie gesagt, das war auch so eine schöne Launch-Musik heute. Eigentlich war die sehr entspannt, aber wahrscheinlich war es für einige zu entspannt am Ende, denn viele hatten ja eine lange Anreise und wenn man darauf achtet, von wo die Leute überall herkamen, Wahnsinn, was sich dort alles trifft. Und ja, wie gesagt, morgen schauen wir mal, wer alles da ist, wer noch dazukommt und was uns so alles erwartet. Jetzt werden wir erstmal gucken, dass wir irgendwie noch ein paar Stündchen Schlaf kriegen und dann geht's morgen weiter. Richtung Koblenz zu nehmen. Ja, aber da wollen wir gar nicht hin. Wir melden uns morgen wieder. Tschüss. Dem Streckenverlauf 8 Kilometer folgen. Ja, es war ein anderer erster Tag als sonst. Und ich fand das eigentlich ganz, ganz schön. Diese Geschichte mit dem Reshoot Proxima war eine tolle Idee, das auf den Tag zu legen, da so eine Art Launch zu machen. Das hat mir sehr gefallen eigentlich vom Grundprinzip her. Und der Titel auch, aber da kommen wir später nochmal zu. Wie war euer erster Eindruck vom ersten Tag? Also für mich war der erste Tag tatsächlich, wie du schon gesagt hast, es war anders, weil wir sind halt angekommen und sind halt jetzt schon in so ein Gewimmel reingekommen. Ne? Man kommt rein und es ist schon volle Kanne Action, alle sind schon am Aufbauen, es geht gleich los und dann halt schon auch mit einem Thema und nicht einfach nur so, schön, dass ihr da seid, viel Spaß und morgen früh geht's dann los mit dem richtigen Event. Nein, Vollgas, gleich mit einem Gespräch. Achso, und das Wichtigste, Patrick, das habe ich ganz vergessen, darüber nochmal, das habe ich auch gar nicht mehr richtig drüber nachgedacht, war, dass wir das erste Event fand nicht unten auf dem Parkett statt, sondern oben auf der Bühne. Das heißt, es wurden im Prinzip alle Leute nach oben gescheucht, um oben zuzuhören. Und das hat dem Ganzen einen ganz anderen Impuls gegeben, weil es halt so eine Pflicht war irgendwie. Die Eröffnungsveranstaltung war oben und das Lustige war ja, wir hatten ja, da wir das Bühnenprogramm auch mitgestaltet haben, hatten wir unseren Verkaufsstand auch direkt an der Bühne und das war eigentlich für uns sehr, sehr gut, dass alle in Anführungszeichen gezwungen wurden, ein Stockwerk höher zu kommen, denn dadurch konnten wir auch noch einige unserer mitgebrachten Amiga-Schätzchen unter die Leute bringen, denn wir haben Sachen, die wir bei uns im Museum nicht brauchten oder doppelt hatten, dort auf der Messe auch noch an Interessenten angeboten und das war natürlich für uns wirklich ein guter Start, sag ich mal, denn alle mussten einmal kurz an unseren Ständen vorbei flanieren.
Ja, und das hat uns tatsächlich auch gleich am Anfang diese Kommunikation gebracht, die wir das letzte Mal so ein bisschen vermisst haben. Ne? Da waren wir am Anfang so ein bisschen Fremdkörper, weil wir da oben aufgebaut haben und die Leute einfach keinen Kontakt zu uns gefunden haben. So war das. Wir waren einfach da. Ja, es war nachher wieder ähnlich, das können wir hier nochmal erzählen, das war immer noch ein Problem, dass die Bühne im anderen Stockwerk war. Einige haben es wirklich nicht mitbekommen, was da passierte. Die waren unten bei den Händlerständen den ganzen Tag aktiv und wunderten sich, wenn irgendjemand sagte, habt ihr das Bühnenprogramm mitbekommen? Da sagten einige, welches Bühnenprogramm? Aber wie gesagt, das ist halt eine Location, die sehr schön ist, aber vielleicht für so eine Kombination schwierig ist, wenn man nicht genau weiß, was wo stattfindet. Aber wie gesagt, schön war es trotzdem. Bisschen irritierend waren wir oder auch einige andere zum Thema Essen. Das Essen war verdammt schnell alle und es musste Pizza nachgeordert werden. Es gab eine Art Pizzagate. Das fand ich auch sehr lustig. Die haben super schnell reagiert und Sachen nachbestellt. Aber das Essen war gefühlt nach 5 Minuten weg. Und wir waren fröhlich am Interviewen und dachten, na, jetzt haben wir schon 3 Stunden aufgebaut und gearbeitet. Und auch, ich weiß nicht, wer das war, einer von den Gästen sagte dann ja auch, und was ist mit uns? Kann uns jemand was zurück? Richard Löwenstein war das. Der Ja, wollte, genau. als wir mit seinem Interview fertig waren, war es Essen alle. Ja, das war echt schon böse. Hast du am Anfang was abbekommen, Richard? Warst du einer der, die vom ersten Gang was bekommen haben? Ja, aber ich muss erstmal die Schlange finden. Ich dachte, ich hätte sie gefunden, aber dann meinte jemand, der dann mit seinem Daumen in die andere Richtung hinter sich gezeigt hat, dass die Schlange noch viel länger war. Das war sie auch. Also es standen viele Leute an, es ging auch sehr schleppend voran und es war halt so ein Buffet am Anfang. Also das mit der Pizza kam ja erst später, zum Glück noch. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass das alles gewesen wäre. Ich meine, das waren ja, als wir dran kamen, war ja auch schon ein Teil gar nicht mehr vorhanden und wir haben noch sozusagen gefühlt die Hälfte von dem Buffet bekommen. Also das war vielleicht von der Planung, keine Ahnung, ob das so gewollt war, aber zum Glück gab es ja dann nochmal die Rettung später mit den Pizzen. Ja, entweder haben sie sich verkalkuliert oder die Amiga-Szene war sehr hungrig an dem Tag. Ich hatte, wie gesagt, die Schlange gesehen, die du eben erwähnt hattest, und wir hatten keine Chance, uns anzustellen, weil wir mussten ja das Bühnenprogramm machen und gleichzeitig auch noch vorbereiten und mit Leuten reden. Und dann kannst du dich halt nicht nebenbei zum Essen anstellen. Das war ein bisschen merkwürdig, aber wie gesagt, es wurde gerettet. Dann kamen hinterher die Pizzen und wir wurden alle am Ende doch noch satt. Und wie ihr gehört habt, klang der Tag dann im wahrsten Sinne des Wortes mit Siegfried Kercher aus, hatten wir schon kurz im Einspieler kommentiert. Das war sehr interessant, aber auch da hätte man vielleicht noch ein bisschen eine andere Musik vorab machen sollen, denn viele dachten, als die Musik anfing, dass die Veranstaltung schon zu Ende sei, und das war natürlich nicht so gedacht. Es gibt jedes Mal bei einer Veranstaltung Potenzial, es besser zu machen. Das ist halt immer so ein Herantasten an die Situation. Und Absolut. ich fand, die Veranstaltung ist einmalig. In meinen Augen ist einfach ein einmaliges Thema. Es sind eine unglaubliche Kombination an Leuten da. Und so ist es perfekt gewesen. Und es war eine ganz, ganz tolle Atmosphäre, muss man wieder ganz klar sagen. Wir haben selten so viele nette Leute erlebt. Wir haben ja auch schon viel erlebt in den letzten Monaten und Jahren. Und wir hatten eigentlich keine negativen Erfahrungen mit Leuten vor Ort. Und das war sehr, sehr schön. Das heißt, die Amiga-Szene ist eine sehr, sehr freundliche und offene Szene. Das muss man ganz klar sagen. Und das war sehr, sehr angenehm. Ja, ich würde mal sagen, wir schwingen uns zum nächsten Tag und spielen da mal unsere Aufnahmen ein. Da gab es unter anderem die offizielle Begrüßungsrede von Trevor Dickinson. Dann haben wir nochmal wieder einen Bühnenquiz gemacht. Es gab ein interessantes Gespräch mit Beth Richards und Dave Haney. Und RJ Michael war Überraschungsgast des Tages. We will start now the Amiga 38 with an opening speech by Trevor Dickinson. Trevor, who is the main sponsor of the show for the 5th time now. So thank you very much, Trevor, for supporting us in such a kind way. It's really appreciated and helpful. Without your support, I think we can't organize this show as it is. So thank you very much for all your help and your support for all the Amiga community and especially here now for the Amiga 38. So thank you very much, Trevor. Thanks very much. I've been practicing this, so please, my French is terrible, right? So I recently went to see the show Cabaret with my wife in London, and I love the opening number, and it's Willkommen, bienvenue, welcome. So it's my pleasure and privilege to welcome you all to Amiga 38. I'm very honored to follow in the footsteps of people like Petro, who opened the first Amiga show in 2015. As you probably most know,
I'm the co-founder of Aeon Technology and a self-confessed Amigaholic. Not only have I used, researched, and written about Amigas, I've also invested a lot of time, money, effort, and angst developing new Amiga hardware and software, and have contributed to many community projects. I've been a Commodore and Amiga user, or should that be fanatic, since 1978. Yes, I'm really that old. I think I'm even older than RJ, I'm not sure. My love affair with the Amiga started in 1988, after my Commodore 128D was destroyed in a thunderstorm when I was living in Houston, Texas. The strike hit the house, came down the phone line, and wiped out the system. According to my house insurance policy, it was an act of God, so who was I to argue with that? It's strange thinking back. Yes, I was actually online back then. In fact, I was online with a Commodore PET in 1979 with a 300 baud modem. Those were the days. Anyway, my first Amiga, with insurance money, I bought my first Amiga. It was an Amiga 2000, ugly brute, but I have a lot of affection for it, so expandable. Eventually, I upgraded to an Amiga 3000 and 4000, and I used a collection of big box Amigas in my business for desktop publishing, graphics work, video work, and I used those up to the early 2000s. I really wanted an Amiga 5000. Unfortunately, Commodore went bust. But that hope died, temporarily. Fast forward to 2006. I began writing articles for Amiga Retrospective magazine in the UK. Total Amiga magazine, and the articles were called Amiga Retrospective, looking at the Amiga models created by Commodore and ESCOM. After Total Amiga ceased publication, the series moved to Amiga Future magazine and ran for another 18 issues. That was followed by the Classic Reflection series that looked at the people and companies that contributed to the Amiga's success and what happened to them after the Commodore bankruptcy. However, I still wanted my Amiga 5000. I was inspired when I was writing the articles, and a crazy idea, maybe we could create a new Amiga, a next generation Amiga. And that ended funding the development of the Amiga 1 X1000 in 2010, which was eventually released in 2012. It took another 3 years before I got my Amiga 5000 in the form of an Amiga 1 X5000, and you can see several of them downstairs on the AAA technology booth. The A1222 Plus is another story, and if you want to know more about that, you need to read the book that I've written with David Pleasance, and there's full details on that. And I'll be talking about the A1222 Plus in my presentation. Let's get back to Amiga Germany. Since its inception in 2015, Amiga Germany has grown to become the leading Amiga show in the world. So well done to you. It's because of you, it's the leading Amiga show. Who would have thought that 30 years ago, that after Commodore's demise, that people would still be celebrating and gathering in large and increasing large numbers to support and look after this wonderful, amazing machine. But it's a testament to people like Marcus and his volunteers who ensure that shows like this go on. They don't go on without an awful lot of background work. So thank you, Marcus. Without your support, this show would not be here. Yeah. What you probably don't know is that in late 2014, prior to the Amiga 30th anniversary, Marcus contacted me to share his plans for Amiga Germany. He knew I was part of the Amiga 30 committee for the show in Mountain View, California, the spiritual home of the Amiga, and he just worried, would it get enough interest from a German audience, from a European audience? I said, don't be silly, Marcus. Commodore and Amiga are massive in Germany. You should go ahead. So I provided a little bit of seed funding, and Marcus and his team did the rest. And Amiga 2015, Amiga 30 in Germany was a lively and vibrant show, and the attendance matched that of the Computer History Museum show in California. Of course, Marcus followed the Amiga 30 with Amiga 32 and Amiga 34, both in Neuss. And then last year,
And then, of course, we had the hiatus caused by an event that shall not be named. And then last year, the show moved to Mönchengladbach, its current location. And with last year, I think the registrations over 2 days was 1,400 people, making it probably the largest show of this century. I'm pleased to reveal that once again, Aon is the gold sponsor for the show and for the 5th show in a row. But Amiga Germany is a celebration for all Amigans, irrespective of your particular Amiga flavor. Your idea of an Amiga might be a pimped out 68K machine. It might be a classic. It might be a custom built next generation machine. It might be a Power PC. It might be MorphOS. It might be Eros. It might be OS4. It might be x86 emulation. It might be ARM. It might be FPGA. Whatever it is, it doesn't really matter. It's talented Amigans continuously developing new Amiga-inspired hardware and software in all its many hues and flavors, and long may it continue. So, whether it's a classic 68K inspired Vampire board, a community-driven project like Amy ITX or Akiko 32, or powerful next-generation Power PC systems from Aon Technology or A-Cube Systems, the Amiga spirit still exists in all its glorious forms. But the Amiga scene is not about hardware and software. It's epitomized by the enduring collective passion of the community of enthusiasts, developers, makers, and companies who have managed to keep the Amiga dream alive. You, we, are Amiga. So once again, welcome to Amiga 38 Germany. Let the fun begin. Thank you. I think I'm going to continue, because no one's here to say I can't. And I'm going to put on my Aon Technology hat now and talk about, I'm going to give you a little history lesson. I think, writing the Vultures to Vampire books gave me a feeling for history. Things don't happen, and certainly in the Amiga world, don't happen overnight, and they're quite slow and convoluted, and it takes time. So that's why I want to explore a little bit with my presentation on for Amiga Germany. Way back in 2012, just after the release of the Amiga 1X 1000, Matthew Leam and I were already making plans for a replacement motherboard due to the scarcity of the PA Semi CPUs, scarcity and cost. Freescale were promoting a new series of a P series of CPUs with a guaranteed 10-year availability. When you're sitting with computers where you can't get the CPU, that sounded very attractive to us. We wanted to create a lower cost motherboard and potentially support multiple CPU options at various price points, an entry level, mid and high. I say high, I say professional really, but all small scale manufacturing is expensive. So, it's difficult getting the costs down. We made plans for a new motherboard. We hadn't decided official names yet, but if you know anything about the Aon motherboards, they're all named after characters for the Mysterious Island by Jules Verne. So Dakar was chosen for possibly a replacement for the X1000, a full-size board, and we had Cyrus was another name for maybe a smaller board that could have multiple CPUs. In the end, we chose the Cyrus route and decided to create a board that would support 2 or 3 CPUs at different price points. Eventually, we selected the expandable Cyrus design, micro ATX size, and using 2 pin-compatible Freescale CPUs. It was going to be a P3041 and a P5020. Like most CPU manufacturers, they advertise the chips, but they're not actually available. So although they had the P5020, it wasn't really available in any numbers, and it was the early versions. So we decided to create a board based on the P3041. And it was a 1.5 gigahertz dual-core 32-bit CPU, and we thought it would be an entry-level mid-performance machine compared to the X1000, for example. And there it is in all its glory. It was produced, 4 prototypes were produced, and anyone that's been involved in producing
prototype motherboards, from scratch. These are not cheap, and the development's not inexpensive, and the boards are very expensive to produce. But the trouble was, it took a year, and the system really didn't work. They had real problems with pin compatibility, board layers, and in the end, we decided, look, let's scrap the idea of this board. Let's go for a full ATX board, and Cyrus Plus was what was imagined. So Cyrus 1 became Cyrus 2 and became Cyrus Plus, full-size board. And at this time, around the same time, Freescale had brought out, or it hadn't brought them out, but announced the P5040 CPU. 64-bit, 4-core, 2.4 gigahertz supposedly. And we thought, well, we could have a mix. We could have 3041s, we could have 5020s and P5040s. And we could mix them and do different price points. But as always happens, feature creep, costs. The cost of a P3040 version was going to be about the same as a P5020 version. So eventually we dropped the P3041 and just started with the P5020, and still didn't have the P5040s because they still weren't available really in any numbers. Varus came back to us and said, look, we think we can make a motherboard for you which is a much smaller mini ITX form factor. We can cut all the cost out, and if you order in large numbers, we can get it down to an affordable number for you to sell to your customers. And we thought, that's a great idea. But looking around at the CPUs at the time, the only ones available, despite all the advice from other people, the only ones available were which would match our series was the P1022, which was a 32-bit dual-core, 1.2 gigahertz with a special SPE FPU, which you've probably heard a lot about. So to get the price down, we signed a contract for 1,000 boards and prepaid for the CPUs. I'm glad we did, because the CPUs are now 3 times the price. So we had all these CPUs, but we didn't have. You'll hear why. So there we are. In March 2014, the first prototypes were produced, and there is the first prototype board, version 1 of the. It was called Tabor. Tabor again, a name from Jules Verne's Mysterious Island. There's the machine that was going to be the entry-level, mid-performance Amiga 1. 50 boards were produced, and we agreed a beta test program with Hyperion Entertainment for OS4, and the first 10 boards were sent to developers to allow them to look at drivers and various other things. But it took an awful long time for OS4 to be ported to this board for a number of reasons, which I don't want to go into. If you want to find out, read the book. But fortunately, we had a great core Linux support team of volunteers, headed by people like Christian Zagotsky, who's in the room. Hopefully he's in the room. If you're not, he's downstairs. And they soon ported Debian, Slytaz, and various other PowerPC operating systems to the board to fully test the board functionality and all the onboard components. We even donated 2 boards to the Debian SPE official build program, and they were running 24/7 for about 18 months, 2 years. So it really did, test the integrity of the motherboard design. There it is, the version 1.1 in all its glory, but we still didn't have OS4 for it. So it was built for OS4. We didn't have OS4. And there's an early version of Debian PowerPC running on the board, and that's actually running Amiga OS 3.9 under EUAE. So there you are, we have a next generation Amiga running Linux, running Amiga OS 3.9 under emulation. And according to Christian, it performed very well. Eventually, we got an alpha release of Amiga OS 4 in late November 2016, and the first developer pre-released in January 2017. I commissioned a load time emulator to assist with any FPU instructions. Onboard Ethernet drivers were created by Rennie Olsen and Jamie Kruger.
U-Beat firmware was updated by Mark Olson, the MorphOS developer. Audio drivers were written by Lyle Hazelwood. And eventually an updated ISO was created by Tony Wyatt. But you can see the time keeps ticking on, tick, tick, tick. And we spent awful lot of money by this stage, and we still didn't have anything we could sell. And fortunately, Aeon works on a software package called Enhancer, and Enhancer is fully compatible with all of our hardware, X1000, X5000, and the A1222. And there's a DV player running an HD video on the A1222 with Enhancer 2.2. Fortunately, if you know anything about the history of Aeon, we had X5000 motherboards piling up in our warehouse. We were getting 30 a month delivered, which had to be paid for. And at that stage, we still didn't have an operating system that was usable for Amiga OS 4 operating system that was usable. So we weren't able to sell them. So eventually, when we had about 500 boards at almost £1,000 each sitting in our warehouse and no money coming in, things were getting a bit desperate. And with 1,000, even at the price we paid Verisys for the motherboards, which I think was about £300 plus the CPU costs, 100 times that is another big number. So, things were looking a bit tough. And then that happened. We all know that what happened with COVID. The world went into shock. Commerce stopped. Countries shut down their borders. I was locked in New Zealand for 3 years, couldn't leave. It was a strange time. And trying to build a new motherboard during this period was very, very difficult. We took control of the build of the motherboard from Ultra Verisys. Verisys had been acquired by a big company in the UK called Ultra. And our plan was that we'd recreate the motherboard under Aeon. And we signed an agreement with A-Cube, and A-Cube agreed to use their manufacturing companies in Italy to source the components and build some prototypes. It took 2 years, mainly through shortage of components, and in mid-2021, the first version 1.3 prototype was released under A-Cube's supervision, and it took a couple of months to bring up the board and get OS 4 running on it, but I'm pleased to say it actually happened. The plan then was to build 110 boards as early adopter models and sell them to hopefully willing customers. But the fallout from COVID-19 meant there were worldwide component shortages. Manufacturing costs skyrocketed, in some cases 300%, and price increases. One component that was $6.83 was offered at $420 each, or you can wait a year for it. And so it was a really difficult time. But eventually we tracked down all the missing components. We placed an order with the manufacturing company in Italy, Mass Elettronica, and I just wanted it to happen. So I said, look, we're going to have to do this. I'm going to fund it. Whatever happens, I'm going to fund it. If no one buys it, I don't care. We're going to get this board out because we promised it. It's been going so long. We spent so much time, money, and effort. I want it out. So that's what we did. I paid money to the manufacturers. They've had a 50% deposit. Once they finish the boards, they get the other 50%. We get the board. So I thought that's a good. Let's just do that. I mean, let's just not sit on our backsides and wait for it to happen. Let's just do it. Fortunately, I've got a business partner called Matthew Lehman who keeps me sane most of the time, so stopped. He's doing all these crazy things. But I think that we had to do it this time. I think it was really important. And one of the boards that has been produced is down below in the machine. And this is from AAA Technology, Lauren and Frank of Amiga Computers. And they sent to me this week. The images from the machine running this week. But, Aeon's not just about the A1222. I talked about the CPUs, the P5020 and P5040. I'm pleased to say we've now sold all of the P5040
systems. They've gone out, and now we're selling only P5020 systems, and now we're selling only P5040 systems. And you'll see 3 or 4 downstairs running various operating systems. It runs Amiga, latest version of Amiga OS 4, and the latest version of Enhancer from Aeon Technology. It runs the latest version of Morph OS very nicely from Morph OS team, and it runs many PowerPC Linux distributions, including Phoenix 6.01 from Casey Cullen, which is a really nice Linux operating system, fully featured, just works out the box. Well recommended. We've got a new update version of Enhancer coming out. That'll be out for Christmas probably. It's got a lot of updates, bug fixes, some nice new little utilities. So if you're an Enhancer owner, you'll get this free of charge. So look out for that. A little project we've been working on with Hans de Ruyter, our graphics developer, is a Virtuo GPU driver for Picasso 96, with a lot of interest in running a QEMU. How do I pronounce that? Is it QEMU? QEMU? Anyone got an idea? No. Well, I'll just say QEMU because I like that. It's a virtual GPU for use with emulators and virtual machines. It's developed for Aeon by Hans de Ruyter. And it looks like a regular PCI device. So passing the graphics through the host operating system's graphics drivers. So if you want to emulate a Pegasus 2 running OS 4 with one of these emulators, QEMU or KVM, then you can get a nice, fast machine under emulation, graphics-wise. I mean, it's not perfect, but it's a lot faster than what's there at the moment. And it gives you nice high screen modes. There's an image of 2048 by 1162, 24-bit. So you're not limited to the old Picasso screen modes or the other drivers that have been produced for this. And there's it running emulation of Pegasus under QEMU, running OS 4, and showing the PCI display controller. Another image running the Odyssey web browser, under emulation on a Pegasus 2, Pegasus 2 under emulation. So it works ongoing. Version 0.5 has just been released. It's very usable as it is, and I think it will. Those interested in OS 4 that don't want to buy a PowerPC machine will have the option of running OS 4 at a reasonable speed and performance under emulation. So I hope that interests people who are in that camp. Future potential, it could be used. The Virtuo library could be used for more drivers such as Networks, SCSI, and many others, and it may allow OS 4 to be run natively in a KVM using a host OS drivers. So it makes things a lot easier. All I'm going to say is watch this space. It's an interesting one. It's not one that, I like hardware, I like the hardware we build, but, emulation is there. Why not use it? And now a shameless plug for the Vultures to Vampire trilogy. I spent 3 or 4 years of my life working on this, and it's a bit like the A1222. I'm so pleased it's out. It tells the story of what happened to Commodore and Amiga IP after the failure of Commodore, and all of the companies and individuals who valiantly tried to resurrect the Amiga's fortunes, and coming to present day where we've got all the makers, enthusiasts, bedroom coders, builders, companies who are still pouring lots of time, money, and effort into keeping this thing alive. I'm pleased to say that Volume 2 and all the volumes are downstairs, but Volume 2 and 3 have 3's just been released, 2 was released about a month ago. So the trilogy's out. So all those naysayers who said it wasn't going to happen and Yabu sucks. But lastly, I want to give special thanks to people who helped to contribute to the book. Dave Haney, who provided the foreword for the 3rd volume, but was also our technical sounding board. Every time I had a question which I thought, that's not quite right, I'd ask Dave and he'd give me a good answer. Gary Hare, who was the CEO of Amiga Inc. under Penty Curry for a couple of years, he's revealed some previously untold dark secrets that no one knows,
but you'll find out if you read the book. That's in volume 2. Eugene Vanos, who's currently the CEO of Commodore Corporation BV, who own the Commodore trademarks. He helped us understand the even more convoluted tale of the Commodore trademarks and the various problems and trials and tribulations they've had. But finally, I want to thank the amazing Amiga community. I've already said it in the opening speech, but without you, we wouldn't have this. Without our makers, our developers, our enthusiasts, and our crazy people, we would not have this, vibrant community that we have today in all its glorious flavors. So thank you too. And you'll be pleased to know that's the end of my speech. So if you've got any questions, I can take them now. I'm not sure what the timing is because we're running behind time. Okay, so any questions? Yeah, RJ. Right. Right. Is there a reason why 122 was chosen as the A1222? Two reasons. One, it was a P1022 CPU, so pretty boring, really. There's a reason. But the main reason is that Matthew Lehman's boyhood Amiga was an Amiga 1200, and he loved the Amiga 1200, and he wanted an Amiga 1200. So this was going to be his next generation Amiga 1200 with a 22 at the end because it was the P1022 CPU. So thanks for the question. I should have mentioned that. Anyone else? Okay, if there are no other questions, you can come. I don't know, at these events, people don't like to ask questions, but you can come and pick me out later during the show. I'll be happy to answer any questions you've got. So thanks very much. Ja, hier geht's gleich weiter. Zwischendurch wollen wir hier immer kleine Spielchen machen und euch die Chance geben, bei uns kleine Gutscheine. Wir wollen keine kleinen Spielchen machen. Große Spielchen, selbstverständlich. Ja. Nein, wir stellen euch einfache Fragen und wer die beantworten kann, bekommt ein paar Gimmicks, die wir mitgebracht haben, oder kann bei uns am Stand auch einen Gutschein einlösen. Wer gestern noch nicht hier war, wir sind Robin und Patrick vom Retro-Spieleclub aus Hamburg, ein bespielbares Also ich Museum. bin Robin, das ist Patrick. Das ist richtig und einige kennen uns vielleicht auch vom Retrokompott Podcast. Wir können euch wirklich nicht sehen hier, das ist ein bisschen gemein mit dem Licht. Ich kann euch schon sehen, aber ich sehe nur Umrisse. Aber nicht wer ist. Das brauchst du auch nicht. Wir gucken mal. Das heißt, wir machen mal 1, 2 kleine Testfragen an euch vorweg und dann geht es hier auch mit dem Programm weiter. Also wer eventuell hier eine Kleinigkeit gewinnen möchte, muss einfach nur einfache Fragen beantworten und bekommt dann etwas von uns. Wer Lust hat, einfach kurz melden oder zur Bühne vorkommen und dann stelle ich eine Frage. Wenn sie richtig beantwortet ist, gibt es einen kleinen Gutschein, ein kleines Gimmick. Sucht euch Robin raus. Eine Finca in Spanien. Ach nee, das war was anderes. Wer hat Lust, hier eine einfache Frage zum Thema Amiga zu beantworten? Wir fangen auch einfach an, versprochen. Wie gesagt, traut euch, sonst melden, dann kommen wir runter, wenn ihr nicht vorkommen wollt, wäre auch kein Problem. Meinst du? Meine ich, wenn ich es sehen würde. Wenn keiner was will, ist es auch kein Problem. Aber du hast doch gesagt, du siehst gar keine. Da ist Gott wieder. Er sitzt genau unter der Lampe. Wir sehen jemanden. Ja. Da ist ein Mutiger. Erstmal einen Applaus für den Mut, hier an die Bühne zu kommen. Der wollte nur fragen, wo die Toiletten sind, Patrick. Ja, komm mal hoch, gerne. Achso, du kannst auch hochgehen. Alles klar. Wer bist du? Ich bin Sebastian. Wunderbar, machen wir eine einfache Frage. Es gab... Weil er Sebastian heißt oder was? Dann machen wir eine einfache Frage, weil er Sebastian heißt. Nein, wir hatten noch nicht so viele Sebastians hier. Du kannst alles noch retten. Okay. Also, wir versuchen es mal. Es gab in Deutschland eine Veranstaltung, als der Amiga rauskam damals. Ja. Und ich möchte nur wissen, wer hat die in Deutschland moderiert? Das weiß ich, das war Frank Elstner. Das ist korrekt. Ein kleiner Applaus. Ein Gutschein, bitteschön. Wer möchte, einfach melden, wie gesagt. Ja, wann erschien das CD-TV? 1991. Ganz knapp vorbei. Weiß es jemand und möchte... Ich habe das übrigens auch gesagt. Kommen wir einmal kurz auch schon gefragt. Fragen wir weiter. 1993? Oh. Da war ein anderes wichtiges Gerät, aber nicht CD das CD-TV. stimmt schon, aber... 92. Auch falsch. Und außenrum waren die beiden anderen Geräte. Da hinten, die haben auch nicht mehr viel Chancen. Wenn sie jetzt 86 sagen, lache ich laut, okay? Wir haben nicht mehr so viele Jahre. Oh, warte mal. Ja, das ist zum CD-TV korrekt. Wenn du möchtest, komm kurz nach vorne oder beziehungsweise wir reichen es dir durch. Wir reichen es dir durch. Herzlichen Glückwunsch. So, ich meine, war nicht mehr viele Möglichkeiten. So, und du bekommst auch gleich was. Komm gleich mal zu uns nach hinten, damit wir da sind. Ist kein Problem. Ja, einen machen wir noch. Ja, natürlich, sonst wird alles weggeklaut, was wir auf dem Tisch stehen haben. Genau. Wer möchte noch eine Chance haben? Vielleicht müssen wir es doch noch vereinfachen. Möchte noch eine Chance haben?
Naja, es ist eine Chance. Eine Chance für die Liebe. Eine Chance für den Amiga, Für genau. die Amiga-Liebe. Machen wir mal eine schwere Frage und da gibt es auch etwas mehr. Eine schwere Frage. Ich suche dir mal raus für jemanden in schwer. Hier, Wer kann- rot, genau. T-Shirt, Commodore. Selber schuld? Wir machen es einfach. Ich stelle die Frage, ihr Nein, meldet nein, du euch. gehst mal zu ihm und stellst ihm die Frage. Er wird sie beantworten können, ich bin mir sicher. Ich weiß es nicht. Welches Spiel lag dem Amiga 1000 sehr oft bei Oh. und ist dadurch eines der meist verbreiteten Spiele der Anfangszeit gewesen? Ja, da weiß jemand was. Also der darf nicht. Den darf, nee, nicht den geben. der kommt Der dann. weiß ja, das geht ja nicht. Aber er überlegt noch. Patrick, er überlegt noch. Nicht weglaufen. Okay. Das ist auch schwer. Wer war denn der? Hier links, die wissen's. Wir fragen einfach mal hier hinten. Wir gehen mal in die letzte Reihe, die denken immer, sie kommen nicht dran. Nein. Ich meine, allein die Idee, dass jemand einen Amiga 1000... Mindwalker. Das ist korrekt. Wahnsinn! Super, Glückwunsch dafür. Wir wussten es vor der Recherche nicht. Und warum muss ich nimmst du zugeben. keinen Gutschein mit? So weit kann ich nicht werfen. Ich weiß, ich hole ihn und ich hole noch was von hinten. Schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, ihr habt euer English-Translator, euren Babelfisch im Ohr, denn das wird auf Englisch geführt, dieses Interview. Das kann ich auch nicht übersetzen. Könnte ich schon, aber mache ich nicht. Haha. Wir haben hier ein Interview und zwar mit zwei Legenden. These are legends. You are legends, of course. All people here sitting on the red sofa are legends. In what way? Okay, so these are two people that are commonly known as legends. And the man on the side, the left guy there, sitting there, totally relaxed, drinking his Warsteiner with pride, is Dave Haney, the man who tasted all the German beers at least one time, I have heard that. Was born in a year far, far away in New Jersey. We heard the stories. I had a nice interview with him about his working house. He tried to... oh, yeah, that's okay. He was the main designer of the C128. You have a microphone. Number 2 designer of the sorry. C128, system hardware. I try the next Yes. one, and you try to... Amiga 4000. Amiga 2000, Amiga 3000. And the a little bit of the 4000. Ah, okay, a little bit. So Little this, bit. this is fake news made from Wikipedia. Okay. Yeah, the Wikipedia keeps changing, and I don't ever get to change it. So 4000 was mostly Greg Berlin and Scott Schaefer. Okay. And he is very active in the community. As you see, he's here. He's active, non-decommissioned in any way. That's correct. Yeah. And he was very, very famous for making a documentary called The Deathbed Vigil. And other tales of digital angst. Yes. Uh-huh. Yeah. That was my what happened to Commodore Film, and it was basically I wanted engineering to have a story to tell because the money people are usually the ones telling the story, and so I made that as a home movie, and then my good friend Dale Larson, who had started a publishing company, said, "Dave, we need to get this out to the fans." And so then I went back to my garage and started working on more video editing. But before you start all your cool stories, there's someone sitting on your left side, and I want to say hello to Beth. Beth Richards is, applause, of course, the lead engineer of the Amiga, and listen, frankly, it's a CD 1200, not an Amiga 1200, as I mentioned when I talked to her. She worked on the Grace and the Beauty ship. Mostly Grace, a little bit on the Beauty ship for the cost-reduced CDTV and the Akiko chip on the CD32. And she has brought nothing, which I had something like she brought something and she didn't brought it here. So no thing here on the... It's hard to get machines from California to Germany and back. Yeah, I'm pretty in sure. airports. Oh, I'm not safe. I will exchange that microphone because this is a little bit... I can probably get a little warmer on this. You could? Yeah, Is that okay? Yeah, it's good. Well, wunderbar. Then it's okay. Then I will... So, is there a point I could stop any of you from talking? So let's try. I just dip in and you start talking. Where do you want to start? At the start? At your start? Not quite my start, but at my start at Commodore. Dave mentioned Dale Larson. He and I started same day. And I came in to do chip design in the group that was doing multimedia products. And the Special Projects group had done a CTTV. And CDTV was expensive, hard to build. And there you go, Dave. And so Jeff Porter and Hedley Davis
were the management in the multimedia group in the systems team. And they had made a proposal to create a CDTV that was cost reduced, that was going to be a better product. It included a connector in which you could put a RAM expansion, and it had an IDE expansion on that card as well. And it had a bracket underneath where the floppy was for the hard drive. And this CDTV CR was built into pilot production, where I believe 64 of them were built. I got one. Headley got one. Jeff got one. I don't know. They went around. Only 64. But we weren't allowed to go to full production until all of the existing CDTVs were sold out of the warehouse. This was not a good idea because they weren't selling very well because they were too expensive. And there were several of us that felt that the right answer would be give them to schools. Let the children use the CDTVs. Let the children ask their parents, can I get a CDTV for Christmas? And the answer could have been yes. And not only yes, but you'd get a better one for less money. But no, we can't do that. No. We have to sell everything in there. So it would be an upgradable CDTV. It was not the same design. It was a from scratch design to do the same functions. So it wasn't an upgrade on existing. It was the same user experience, but better. So and things less money. most of the customers didn't know they could do on their TV, plus cheaper than the one on the CDTV already on the shelves in the stores. Yeah, the CDTV was originally intended to be put in like a living room stereo rack, black. Yeah, of course. Same, same feet, same style. Yeah. And there were some things that were difficult about it. If you wanted to add a floppy, the only way was an external floppy, like a DF1. And they made a black one, and the keyboard would plug in on everything plugged in on the back, which was difficult to use. So we put the the additional floppy on the front panel behind a little piece of plastic you could remove and put your CD in there. We had the keyboard connector on the front. We had the mouse connectors on the front. We had the CD caddy? No. We had the CD drawer, and a very nice little display on the front for controlling it all. So I had come from previous company where I had learned to do chip design, and I came to work for Headley, and I think that most of my really good design engineering for chip design was learned by Headley, who would yell at me and say, think this through. This isn't working. Make it. He encouraged me to think the hard problems, and I learned so much from that. Compared to people like Dave, I was a very junior engineer at the time, and to be in that group of people that had so much knowledge and so much enthusiasm to learn, I grew greatly in my time at Commodore. It's one of my very high points in my career, even still today. I'd like to add that Commodore, this one's loud. The Commodore basically did the same thing for me. I started at Commodore 4 months out of college. I had one job before that. It was a terrible job. That's why I left, went to Commodore. And under Bill Hurd, who was kind of, Bill and Headley had actually worked together previously at Pennsylvania Scale. So they both, Bill was basically my mentor. And I learned, I spent 4 years at Carnegie Mellon learning engineering, and then I spent, a total of 11 years at Commodore learning real engineering. Practical engineering. Yeah. How you actually do the thing that turns ideas into products. Yeah, you got there a little before me. Yeah, I was there in the fall of '83. I started in August of 1991. Yeah. So we built the CDTVR well enough to be sent out to be production, and it didn't go. I think that there were several things that we worked on that were built out ready to go to production, and they didn't go. You think so too? Oh yeah. We had all kinds of stuff that was ready to go, and sometimes it was just company politics, and especially there were some environments, especially in the 90s, where the politics were changing because they brought in new management, and the new management wasn't. You probably heard some of the stories. They weren't exactly the smart kind of management that says, hey, let's look at all that money we've been spending and seeing if there's products there. They were let's make sure the previous guys don't get credit for the things that they've invented. Yeah. So a lot of products that really should have been put out
that were kind of ready to go, or at least getting pretty close, were tabled, and that's why your Pandora/AA chip systems didn't come out for almost a year from when they should have. Little things like that. Yeah, I remember the Headley Hi-Res, the 2024 and the 19-inch version of it. That had a frame buffer in the monitor. It had to be you had to have a special monitor to use this. And Chris Coley on the hardware side and Spence Jansen on the software side came up with an idea that we could make a Zorro card, a graphics port card to plug into the 2000s and the 3000s that would have that sort of a frame buffer built onto the card. And they dragged me in to go do the chip design on it. Yeah. And we came up with a way to make it work where we needed 5 chips. Some were bus interface, some were managing the memory, the frame memory. Some of them were driving it out to the monitor. But instead of building 5 chips, we built one larger chip that we could say, when we soldered it down, you would put in different connections to say, the job the chip will do here is the bus interface. The job the chip will do there is the memory controller. And so we could build one thing for multi-use and have it configured where we wanted to put it. The idea was to take in pixels at the fastest that the Amiga could put them out, but into a much, much larger frame. But if they're that big of a frame, it would be a long time before you'd be able to put the frame out onto the monitor. Monitors don't like that. They like to be run at a constant frame rate. And so the purpose of this was to be the storage area for the frame. So you could write it in, and when it was ready, it would become live, and the one that had been live would go over and start getting written in, and we could replay that frame so that the monitor would always go at the same speed. We could have had, although not at a very high update rate, frames on a monitor at like 4K resolution. The digital analog converters supported that. All we needed was a monitor to drive it onto, and that project went nowhere. We called it. Chris Coley named it the motivator, as in, Uncle Owen, I think this droid's motivator is broken. Yeah, and I should point out that almost everybody in engineering had been using some sort of Headley high-res monitor, either Headley's or the monotone version. Every one of us who used Amigas in our office. Not everybody used Amigas in their office. And the whole look of 2.0 was designed around that after we saw the next machine. And what they were doing with 4-bit planes, basically, or 2-bit planes, what they were doing with 4 colors. And so we were like really thinking in those terms of those resolutions. And that, it's a shame that we couldn't have done something like that to make it, hey, plug this into your Amiga 2000 and you'll be able to plug in a regular monitor and get these high resolution things, and probably a bunch of different modes that could have come through that. Yeah, there's a lot of lost opportunity. At one point I was working on, I think, 6 different Skunkworks projects, things that probably should be done, but for whatever reason hadn't yet been approved, mostly because there was a time when we just weren't supposed to be working on stuff. And it's like, I'm an engineer, I have to be working on something. I'm going to be working on something. If you can't tell me what to work on, I'm going to make it up myself. How depressing was the situation to be engineering on non-engineered base, on always having the problems coming to the people who say, okay, that's a nice idea, but no. It actually made me work harder on trying to come up with good ideas because I didn't know what else to do at the time. I mean, that didn't really occur until the management shift in 1991. So before that, I didn't know what to do about it. After that, I'm like, I'd spent a good portion of my life at that point, professional life, in trying to build Amigas. So I'm like, I still want to build Amigas. I'm going to have to start preparing for what happens after somebody intelligent within the Commodore organization decides that the people running the company right now are idiots and fires them, and the company somehow survives. So that's what I was doing. I was planning for that by designing stuff that was at least in CAD, at least ready to go. A few of those things hit the world, like the 4091 hard drive controller. A lot of the stuff also was pushed through by Jeff Porter. Jeff Porter would be like,
yeah, Dave, you can have some money to build this thing that nobody had asked for, and we all know we need, and nobody at management wants, because maybe someday we'll want it or we'll have a use for it or whatever. And other times it was just, a Spark workstation and some compiled M code to work on another thing, to try to work out stuff. I was designing architectures. I was doing all this stuff. So, I mean, it wasn't bad creatively, because I was sort of fighting the bad future we had at that point, but unfortunately, we never got the good thing that was good. We never got the light. It was always the train in the tunnel and not the light coming out. At least in those latter days of Commodore. I mean, I did get to build. In 1990, 1991, I did get to build the AA systems that fueled a bunch of our other machines. I didn't work on any of them that much. Like I said, I did a little bit on the 4000, but they were basically just taking my 3000 plus and making some changes based on what was demanded by the company, the bosses. I got to work on a multi-processing project that really went nowhere, but that was also just due to resources. It was some bad timing with some bad chips too. We had a little window and we didn't get to do that. I got to work on the AAA system and got it to the point where we had pictures on a screen. There's a lot of, it was the first generation of chips, and unfortunately back then we didn't really have the simulation resources to do chips the way they do them today, where they simulate the crap out of them. Okay. I'm standing next to a chip designer, sitting next to a chip designer who's yeah. So I mean, there were, but the end result was we didn't get the things we wanted done. Do you, Beth, question? Do you want to answer on that? Yeah, I was going to expand on that a little bit. First off, he mentioned M code. For those that don't know, that's a hardware description language that was used in the 90s. I liked it, but now we're all doing Verilog, System Verilog, those kind of things. In any case, when we were developing a Kiko, well, what is a Kiko? Okay, so it was going to drive a CD. We already had a machine that did that, the CD-TV CR. So we took Grace and Beauty, which were equivalent to Gary and Buster, Gale and Budgie. You see this G and B combination here, and Headley was the one that came up with the names Grace and Beauty. We took those two, put them in one chip. We looked around for what else we could start bringing into that one chip in order to fit on a smaller motherboard. We brought in the two 8520s. There's a fun story, if we have time, about how the corner turn memory for chunky to planar conversion got created, and that was added in there because we're trying to bring things in and make it smaller. But when we developed it, we built a board that would sit on top of the motherboard and had connectors on either end. And all of the functions that were in CDTV, in the Akiko, were divided up and put into FPGAs on top of this board. And you could actually close the case. It looked like it was, a complete system with the board on top for developing. And the intention was to do all of our debug, all of our bring up using these FPGAs. And then at the time when they were right, we were going to switch over to doing simulation in order to build test programs so that when Akiko came out of the factory, they could test if it was functional at the factory. But somebody intervened because Mehdi Ali wanted to take the CDTV, the CD32 to the January Consumer Electronics Show in 1994, and there was no way, he's insistent, that it be with an actual piece of silicon in there and not this extra board with the FPGAs on it. Well, this was a problem because we had no way to test if they were actually working correctly. And if everybody followed the rules in making the FPGA board, it should work. And so Headley was tasked with making the delivery to the fab, to the factory for the chip. And that date was December 7th, 1993. So December 7th means something to people who especially lived in Hawaii in 1941, I guess it would have been, because that was the Pearl Harbor Day. And the ship that's the most famous for having been sunk was the Arizona. And so Headley named this delivery to go to the fab. That project was called the Arizona. Because he had that much faith that it would work. To just jump in, the Arizona is the big battleship which sunk at the attack on Pearl Harbor. So that's the first hit on American ground for the U.S. that something has happened terrible.
I think it was not so much the first hit that was important as it sunk. Yeah, it sunk. Okay. So it came back, and it almost worked right. There was something a little funny going on, and we figured out what it was, and we had to do a fib, which is a focused ion beam, I think. But it's basically doing what people do on a motherboard with cutting and jumpering, but on a piece of silicon. So I think we took 32 of them and took the lids off of them and built this out, and we got 2 chips working, and 30 of them were destroyed. Ooh, wow. And so the 2 units that went to January CES had actual silicon in it. Of course, then Headley and I worked on getting all the functions that we were doing in the lab converted into simulation, and that's what became Akiko in the end, not Arizona. We also had fibbed chips in the AAA system. In AAA, there's a big controller chip called Andrea, which does the same function as Alice or Agnes, only at 32 or 64 bits wide. And when we got it, the Andrea could support either regular DRAM or the old dual port VRAM, not the graphics RAM that they have today, but dual port VRAM. Unfortunately, right out of the fab, it didn't do either. So no DRAM until you fibbed it. So we were spending $1,000 a chip or something to zap them into either VRAM or DRAM mode, and that actually worked. At least the chips I got. We had 3 of them, they worked. They were all in DRAM mode because we didn't have any VRAM yet. I had built the system to take RAM modules. They were actually sitting in PCI-style connectors, not DIMMs, because I wanted to have a lot of room for probes and stuff around the memory. But it had memory. You could plug it in, and it could either be a DRAM or VRAM module. And we had it. We had that working that was also, since we're in the 90s, that was actually 93 where that first booted, and we found out also there was a bug in the display chip, Monica chip, where all the colors were like skiggled. So I thought about like going to the motherboard and trying to cut things, but we were using onboard DACs at the time, and you couldn't really get to the signals you wanted the way the boards were designed. So one of the chip guys just wrote a little reorganizer, and you could take a graphics file, and it would spit out a new file that had all the colors reorganized. And when you put that up on the screen, it looked great. So this doesn't sound very engineering. It's more like workshop engineering. Part of it is that so like the AAA project was started in 1988. The reason that the excuse me, the Pandora project, as it was originally called, which became AAA, AA, which is what we called it, or AGA, which is what the marketing people called it, that actually didn't start work until around 1990. And it was just called AA because it was one less A than AAA. AAA stood for Advanced Amiga Architecture. And the reason that took so long is because Commodore wasn't spending money on resources. We had one guy per chip, and each chip was larger than any chip Commodore had ever made before. They were the first set of chips that absolutely positively had to be made outside of Commodore on a project. Now there may have been others since then, because that was again, that started in '88, and we were getting fab resources from Hewlett Packard, but it wasn't like today where you can just hire a chip fab. In fact, almost everybody does. Like NVIDIA doesn't have their own chip company, and AMD doesn't anymore because they use contract fabs for the parts they need. No Apple fabs either. Apple Doesn't have a fab. Yeah. Meta doesn't have Qualcomm a fab. Doesn't have a fab. No. Intel does. Intel does. Samsung does. Texas Instruments does. Yeah. Well, they just do analog stuff anyway. Yeah. Well, I spent 5 years there. Yeah. Well, they used to do digital stuff. Yeah. And they did. I was in mixed signal group. Yeah. Okay. Yeah. I guess they do DSPs, so that's digital. Yeah. They're still DSP Not people. my group. We were doing. Do they fab their own DSPs? So you do most of the work is done on FPGAs, just to assure that you mentioned the FPGA thing in the engineering process. Was that
a weapon of choice to have at least something that could work on the system? In the 1990s, that was your best way to prove in real time, running software that what you were building was going to work. Yeah, we liked the idea of FPGAs when they first came out, but they weren't something we could use earlier on because they weren't fast enough or big enough. Yeah. Later on, they become, when they first came out, they were sort of a curiosity. They were like a different way to do a PLD or a PAL, but it wasn't super powerful. But they kept getting bigger and bigger. By the 1990s, they were pretty expensive, but they were perfect for prototyping because they were fast enough and big enough if you wanted to spend the money. They still have. They have $5,000, $6,000 FPGAs you can buy today. 25,000. 25,000. Yeah. Okay. Yeah, I haven't even caught. I never really consider using those, but yeah, you can get lots and lots of gates to do your chip prototyping. That's what all those parts are sold for, is chip prototyping. Well, they're like a RAM. You load code into them, and that defines their behavior. Yeah. You can load a different code into them, and it has a different behavior. Where you make a chip, so you make one of those, it buys $25,000. You can change it as many times as you want. Yeah. To make a chip, it's millions of dollars. It's millions of dollars, and it takes you a long time too. And it takes a long time to make the first one. After that, the rest, it's not so bad. Yeah, so it makes a lot of sense to prototype in an FPGA if you can fit, if there's an FPGA, which today there probably is, that will fit your design. You test the crap out of it, you fix it, you get it really working really well, your software guys are happy, then you push the button on the chip. Our Akiko FPGA platform, the schematic of the top layer of it had 4 large blocks, basically the Grace block, the Beauty block, and the 28520 blocks, and there was no logic on that level at all. It was just connectivity. So we converted that into a logic board, and each one of those large blocks became an FPGA. So we were basically testing live code, but it was in a different form factor. When it came time to make Akiko, we just included that top layer of schematic, and boom, now it's all one thing. And so Akiko came out on the CD32, 1993 holiday? Is that when it was? Yeah. And by the 1993 holiday, things were starting to look kind of grim around there. They sure were. Yeah, Commodore was losing a lot of money, and a big part of it was that they had screwed up a bunch of things. Like the bosses had decided that nobody was going to want AA machines in 1992, so they had been delaying it for 6 months. When it came time to building machines, we had announced the 4000, we had announced the 1200, but the 600 was ECS though. Oh, okay. Never Yeah, mind. 600 was, the 600 was out. The 600 was a fairly, at the time, I know they've become popular under certain circles. All the guys who do music with A500 class machines like the 600 because it's small and it's got a RAM card. But back then, it was just kind of pushed on the public, and they canceled the 500 even though it was still selling because the management wanted the 600 to be the thing they were selling, even though it was more expensive. But the 1200 and the 4000, Commodore could kind of sort of make a Lisa chip, but at the time it wasn't really yielding because we had a 1.5 micron CMOS process and they really wanted a 1 micron CMOS process, so they had to place an order with Hewlett Packard for a series of for the chips we wanted. But Hewlett Packard was doing contract manufacturing for us, but it wasn't their thing, and so you had to get this order in way in advance. And the management had not done that because they didn't believe that any of these machines were going to be out, even though they're the ones causing them to delay. So in that year, you ended up with having 600s in plentiful supply. Nobody wanted them. 500s were going away. 1200s everybody wanted. You couldn't get them because we couldn't make enough chips. And probably would have sold more 4000s too. But 4000 was not a huge Christmas item thing. So that made Commodore's transition from 1992 to 1993 really uncomfortable, which ended up affecting the AAA project and the CD32 project. And once we did get the CD32 out, now what? I was in the like I said, the multimedia group, and I looked around and I'm like, a bunch of the
1200 owners would probably like to have a CD interface. Now, you have to remember, this is before IDE available CD drives, before USB was even existing 5 years earlier. You know, so to do a CD controller, you needed a very custom thing to do everything, and that's what was originally in Grace and went to Akiko. And so I asked Hedley Davis and then Jeff Porter, hey, you know, we could do this thing where we take the CD controller part of Akiko, we take the corner turn memory part of Akiko, which were unique to Akiko, we put them together with a DRAM interface for expansion RAM. We put it together with the interface to make a 68030 processor upgrade. And we put it with a bus interface. We put it on a card to go inside the 1200. We take a cable out the little back door on the back to drive the drive. We could make a CD for the 1200. Hedley told me I was crazy. But that was right around the time Hedley left. Yeah. And I pitched it again to Jeff Porter, and he's like, well, we can't make a chip. And he's like, and I'm like, yeah, okay, well, if I use a small FPGA to do all the DRAM controller and the bus interface, and I have to make it, we'll use a Kiko, because it's got everything in it, the rest of it, but it wants to be on a CD32 motherboard. So I had to convince the Akiko that it was in charge. So it really wasn't, but it didn't know that. But that took up the space that I would have otherwise used for the 68030 expansion processor upgrade. And that's why we built the CD1200, is because exactly what you were talking about. The management was clearly where the problem was with the company. There were rumors that perhaps somebody was interested in buying. What are they going to buy? They have to buy something that has all of the work that Dave's doing that was future-facing. And I was doing that same attitude as I was coming up with the CD1200 of, if they're going to buy us, they're going to want something for the future. This is for the future. By the way, the same technology, yeah, we'd probably package it with the full motion video and put that in the 4000 on the Zorro and maybe the 3000 if we had a roadmap. We knew where we could go. And all we needed was a management system that supported us and understood what the consequences of going forward with this and how it would benefit the company. And we had none of that. Right, and also it really does help if you have somebody at the top of the company who understands the technology. In these days, we had a guy running the company who didn't use a computer, didn't watch television, didn't understand why computers and television were a good mix. I mean, you know, how many of you guys watch TV essentially on a computer today? Whether it's a IPTV or a laptop or I don't have a real television anymore. I don't have anything with RF signals going in to give me a picture. It's all computer. So I was right. Same, brother. So in an engineering view, you both came from the engineering sector and didn't have so much to do with decisions made from any way of Commodore. When do you think that you both saw that there is no that there is no end of the tunnel, that the tunnel is a dark hole, and you move in even more, and it gets even darker if you go on? Is there a point that you have different points of blackness in your life where you see that there have been changes made that you know that it doesn't lead to anything? But was there a year like 92? Did you know in 92 that this won't go on longer than 1 or 2 years? I was late to that. 91 is when I got there, so 92, it's like, yeah, still keep going, you know. 93 was getting like, things are getting weird around here. 94 was like, I better update my resume. So in 91, I was convinced that things were going really poorly because of some decisions management had made. And like I said, that's when I was kind of hunkering down and planning for the future and trying to do as much as I could. But I was an engineer, and I was a senior engineer. I wasn't exactly the guy who could walk into Mehdi Ali's office or Irving Gould's office and tell them what they were doing wrong, unless I wanted to get fired, which maybe would have been then I could have gone to work with RJ at 3DO, but. Yeah, and I was a junior engineer, so I didn't even know RJ yet. And actually, I joke, but I was actually offered a job out there, and in retrospect, I know 3DO didn't go out
all that well either, but it really would have been cool to work with RJ for a couple of years. He's laughing in the background. Yeah, but I just, it's like I said, like, at that point in my life, I was like, technology can fix this. Yes. It wasn't the problem. It becomes a problem when you're not being funded enough to have enough people to implement the technology you want, even though I think we had probably the best people I've ever worked with during the Commodore years. We all did crazy amounts of work. It weirdly prepared me for 15 years of startup companies, because I already knew that, yes, a person can work 100 hours a week and not kill themselves. That if you know how to do something, you should be doing it at a company. Your job title isn't all that important. That having middle management accomplishes virtually nothing, unless they're the people who are cheerleading for you, or somebody like Jeff Porter, who figured out all the things that we weren't concentrating on, like how to make the thing affordable and keep the company afloat. Like when the Amiga 500 was being done, the code name was B-52. That came from George Robbins, whose favorite band was the B-52s, but there was a joke going around when at the head of engineering at the time, Gerard Bucas, had said, if this doesn't succeed, they might as well bring in the bombers and level this place. So that was one of those hinge items where if the A500 was not successful, there would not have been a Commodore many years earlier. And the reason that the A500 was successful, it was very good design, but the reason it was successful was George did the design, but Jeff Porter managed the crap out of getting the prices for every single component in the system the way we needed them. Yeah, he did that. Yeah, he did that. Yeah. I think the turning moment for me was sometime in maybe January or February of 1994, when we went into the cafeteria that day, and all of the potted plants from all around the building were lined up on a table with a silent auction card in front of it, where... Do you remember that? I was like, this is a problem. Have you missed something? Yeah. So my first opportunity in my entire career to be a lead engineer on any project was that CD1200. And I think of it, having read the book The Martian with Andy Weir, right at the beginning of the book, there's a quote that says, well, Ares 3 was my mission. Well, it wasn't my mission. It was Commander Lewis's mission. And then I was, in fact, the lowest person in the mission. And the only way I would be in charge is if everybody else above me left. Hey, I'm in charge. Yeah, so you saw it coming, but on a different level. So as an engineer, you say it was... you saw the management problems very early, and of course you did, because it was already you started in management problems, and you saw it coming after the. In my opinion, the A500 is a very good bread and butter computer. It was perfectly. I don't have to put the P in it because the microphone doesn't like it, but it's perfectly made for the customer, and it has a good price. And even in 1990, it was a good price. But in 1991, there had to be something new, and the engineers did well, but the management didn't. Yeah, and it's both the engineering level management and what comes above that, because the people above that are the one deciding how much money engineering is going to have to spend. And when you're making chips, particularly, a little bit with circuit boards, a little bit, software, you need a lot of people. Hardware systems, you need new boards as often as you can make them. As often as you need to make them, and they need to be made correctly. And that was a problem on one of my systems as well. The second version of the A3000 Plus was made incorrectly. They had done sort of an experiment with surface mount. They screwed it up completely so that there were solder shorts. They didn't. For those technically minded, they didn't get a solder mask. They just manually applied solder. Yeah. And so the whole thing was basically there were shorts under every single chip, and I tried. I could not get the thing to work because there's just solder splattered everywhere. And I almost think that was an intentional sabotage of the project, because that was the first thing the new management did to me that made me think who are these jokers?
That's frightening. That's terrifying. Yeah, that's terrifying. And that was at the time that was the largest and most complicated circuit board we had made at Commodore. May I interrupt? From your engineering view, Beth, what would be the way if engineering had the lead in all the decisions in Commodore and didn't have any money problems? So you think of an Apple problem. Someone is in charge, has billions on account, and gives engineers the chance to do something. What would be the products that Commodore would have done in 95, 96, 97, 98? Could you see that as an engineer? I want to go back to 1985. Okay, 85, so yeah. Because my understanding, this is a rumor I've heard, maybe you know better than I do, is that there were software companies that were given those original development A1000s that were willing to work with Commodore and willing to basically put us in a position to get a much stronger position in the PC wars, which were not over in 1984, that could have been taking the business market and taking the education market and taking the video, the artistic market, but the money was not invested in it. Yeah. It was not. It was even when the company was approached by outside people with ideas that could have made a massive difference in what we did in the market, they were refused. Yeah, there were a lot of situations where it was a matter of money. Later on, it had been a matter of ego. For instance, and it's in my film, we were approached by Sun Microsystems, who wanted to package the A3000 Unix version as an entry-level workstation to go along their other Sun workstations. Their older systems had been 68,000 based. Yeah. We had the second port of System 5 release 4. Yeah, System 5R4. System 5R4. And we had a graphics card. The universal graphics card could give you a megapixel color display. That had already been done. And all Sun basically wanted was like, hey, this will run all of our old code or all of our lower end code. And they were all concentrating on SPARC stations, which were still pretty expensive at the time. Seems like a good idea, hey? And our management screwed that up. There was another one where I think it was Epson wanted to resell the Amiga in Japan, and that deal had been screwed up. Now, Epson had a unique history with Commodore in that they were created basically by Commodore. Commodore went looking for a printer back when Centronics controlled the entire dot matrix printer market and wanted $1,000 for a printer. They went to, they looked around and found that Seiko Instruments had made this little thing for printing out cash register print receipts. They went to Seiko and said, hey, can you make one of these that's an 80-column printer? And they said, yeah, I guess we can. Will you help pay for it? And they did. And Commodore came out with a $300 or $400 printer, whatever it was back in the days of the PET. And that led the Seiko Instruments to say, hey, this is a good business. And they founded a company called Epson to take the printer business to the market. I have one at home. It prints in 10 colors, including three gray scales for my black and white photos. And they wanted to push heavily on Amiga in Japan. There were just all these weird little opportunities that between egos at the top, bad management, and not spending money, the systems were just never reached the heights they should have. And I think most people in this room agree they probably should have. and that's why my answer to your question comes back to the early days, because I don't think the engineering was the problem. We had the vision. We had the vision to be there through the whole thing. Our hands were locked. My question was made because I thought as a customer, what could have been come on the customer side as products from Commodore if there wasn't the problem with the own chip design and the amount of chips available for products and money? Yeah. I mean, it really depends on when you start spending the money. For me, as a 90s kid, if it had never happened, we would have had. I mean, if things had gone according to plan, we would have had a AAA system out in 90 or 91. It would have,
at that point, it would have had a 68040 processor, probably on a processor card, because we liked processor cards. That allowed you to put a faster one in there when they come available. I'm not sure at that point. I was designing a whole new system architecture called Acoustiator. I'm not sure we would have gotten to that because this would have happened sooner. But the idea was I was going for modularity and making it easier for third parties to replace parts of our hardware, and also making it easier for our chip designers to not have to redesign 3 or 4 chips as a system every time. Yeah. It was going to take a while, and actually it started out with I'd come up with what I was called the Amiga Modular Bus, or actually it was called the Amiga Modular Interface, so it's spelled Amy. And then about a year later, PCI came out, and I said, "Oh, that does the same thing, and it's an industry standard. We'll use that for we had planned to go on." And completely independent of that, when Ed Hepler, our big brain chip designer, was one of our big brain chip designers, but maybe the biggest of the big brains, Dr. Ed Hepler, who also teaches classes at Villanova University, came up with this thing called Ombre, which was a next generation gaming and CAD display platform. It did everything. It was wonderful. No more bit planes, but it had chunky pixels, 16-bit chunky pixels on 4 play fields at the same time. Ombre also used PCI, and Ed had said, "Yeah, we're going to do all our I/O with a regular everyday chip you can buy from anybody for $5." But the graphics and the blitter, and it also had an onboard PA RISC processor, including a bunch of 3D instructions. Ed had designed he just used the PA instruction set, really. He designed the whole processor and the 3D instructions. None of this was ever built, but I think it was being simulated in M code, at least to some extent, while Commodore still existed. So my future architecture was saying, yes, we should be able to plug in a graphics card that's better than the one that's either on the motherboard or on a card, depending on where I have to put it based on the state of the art of the chips. When we started AAA, we were thinking about 68030, 68040 interfaces. But later on, I think all that stuff would have moved to PCI, just because then it would have separated parts of the chipset from parts of the rest of the system, made it easier to make improvements on both independently of one another. And also achieving a lower price tag because you can start at a slower processor. Well, I was doing the high end stuff, so I know. So it wasn't necessarily going to get more expensive, but it was probably not going to get a whole lot cheaper. It was going to get more powerful, but all that stuff should always be filtering down to the lower end. And then, of course, you had the third prong, was the multimedia people who were doing something even different. And in fact, I was really happy when they started the CDTV project, mainly because we had been talking about doing some sort of living room computer since back in the 128 days, and it just had never gotten fruition. And in fact, after Commodore, that was one of the things I was doing in the later 1990s, was building living room computers. That it's just a thing you can plug into your TV to watch movies or something, but it's also an internet box and a bunch of other stuff. And in fact, when at MetaBox, which was based in Hildesheim, Germany, we had a thing. Our first generation was pretty weak. It could play MPEG-1 movies, and the second generation we were building. We had a separate video card that was just for digital video. It didn't change. It fed into a graphics chip that had hardware video overlays, so you could have video windows on top of your hardware and on top of your graphics, and it could do MPEG-2. It could play movies. It could do DVB television. The second generation of that card was going to do MPEG-4. We were getting into IPTV. We even had a contract with Blockbuster in the United States to deliver, you would buy one of these and you would have a Blockbuster store in your house, which is essentially what you have on Netflix today or Amazon or whatever. So, I mean, that had the break not happened, I think Commodore would have been pursuing those same things once you started getting the multimedia stuff, the networking people, and the computer people all
together. So I mean, that's one of the evolutionary areas. I think we could have easily been a prime mover in the whole digital television revolution, rather than leaving it up to those. Well, actually, it's funny though, because a bunch of people who were in some of those companies used to work at Commodore. I didn't know you'd gone off to do that. So I'm going to tie a couple real quick stories together here. You did your movie on Wednesday that week. I wasn't there. Yeah, you weren't there. I wasn't there because on Monday that week, we'd gotten emails sent out to everybody about all hands meeting, Wednesday noon, cafeteria, everybody be there. And I went down to HR and said, I can't come. And they said, well, can you come on Tuesday morning? And I went in on Tuesday morning and they gave me my package. Yeah. And they said, keep this under wraps. Nobody else knows about this until tomorrow at noon. Yeah. Oh, I get it. So I get in the plane to go for my house hunting trip because I'd accepted a job at Compact Computers in Houston to work on living room computers on something we were calling the Compact PC Theater. And that's where my first patents were. Okay, that's actually pretty funny because when I was looking for work, they had told us basically, Jeff Porter said to me personally and said to the company, if you have another offer, take it, because they weren't expecting things to survive. So what Beth doesn't know is that previous weekend, and the reason I shot that film was I was in Texas. It gets better. I had been at a little company called Mizar. I met with their CTO, who had been their big brain on all their systems. They were doing multiprocessor DSP systems, really cool stuff. And he was basically spending too much time being in business and not enough time being in engineering. And he was looking to hire his replacement. And after it ended up us going out drinking, going for sushi, going for more drinking, going to a strip bar. That's Texas. Oh, it's not just Texas. My shoes were inappropriate. We actually had to swing by a late night shoe store and get me some hush puppies so that I could get into the strip club. Texas is a weird place. Anyway, after that interview, I flew to Houston and had an interview with Compaq. And I probably didn't talk to the right people. It sounds like you did, but so I had an interview with Compaq, and it was one of the computing groups, and I was like, what do you people do with your day? Because they had so many people there, and I'm used to, Commodore was run like a startup company where, you had all these people and you wear every hat that fits. If you can do something like I wrote disk salve for fun, but that became like a major asset to the company because your disks could be repaired. And a few other things. I wrote set CPU because I had built an 030 board and there was no way to turn the cache on. That's really where that came from. Yeah. So, and then later on I had MMUs and I'm like, I can't do anything with the MMU. Oh, but I bet if I write an MMU code and start running my Kickstart and fast RAM, it'll go faster. So, there was some, things you just did because it was kind of like you were completely into this. It wasn't just a job. It was, it was a way of life. And so I came back from that trip to Texas. My wife had sent me with a camcorder. She says, if you're really serious about this, get some video of the neighborhoods. So I came back. I had 3 fully charged camcorder batteries and a bunch of tapes. Oh no, I didn't have any tape left. So I went by Kmart. Remember Kmart? Yeah. I went by Kmart. They had 8mm tape in stock. On the way on that Tuesday, I went through the building and filmed. Wednesday, they weren't allowing camcorders in the building. Now, I don't know if that was because of me or because of that big layoff that they were planning that you weren't allowed to tell anybody about. But that's the day they fired more than half of the remaining company. Way more than half. Way more than half, yeah. There were like 30 of us left. So the follow-on to that bit is that I'd gotten to Compaq, and I'd been there for about 6 months. We were working on a living room computer, and you think about living room, there's children in your living room, and they don't really follow the rules about turn it off to take the peripheral out and plug a new one. And we had to come up with some way to deal with like hot plugging. We were thinking it through, and we were kind of getting it there. These guys from Intel showed up that were pitching their brand new high-speed serial interface, and it was
hot pluggable. It was, you could build a not a switch, but a expander board. You know, Hub. Yeah, hub. There's the word. Thanks. Words me. They're leaving me. And they said they was going to have a 1 megabit bandwidth, and I'm like, 1 megabit sounds like a very, very round number. Is that because it's way faster than the keyboard and the mouse ports that you were replacing, or because there's some technical limit to 1 megabit? And they said, no, it's just so much faster. And I said, well, I recently came from Commodore working on CD products, and the CD data rate is 1.5 megabits per second by one CD. Do you think you could get enough to accommodate a 1.5 megabit data rate? And they're like, yeah, we'd need more than that for overhead and to allow multiple, things happening at the same time. But I think we could get there. And I said, and now they're under development, and it's only another year or so away for this thing called a digital versatile disc, DVD. And it runs at, I think it was 6 megabit per second, if I'm remembering correctly. And I said, could you get to 6 megabit per second? And they said, that's harder, but I think we'll think it through. And so they went away and they came back with their next version of the spec, and they'd renamed it to Universal Serial Bus. And this young junior engineer asking questions of like Intel senior fellows was the reason why USB 1 had full speed and high, low speed. High speed and full speed. Low speed and full speed. It was low speed for the, is because I sat there with my Commodore disk experience and asked questions. No, I think they should have just made full speed and skipped the whole low speed thing instead of everything runs at 12. We're good, but they didn't. I think that was for the mouse and the keyboard. Well, but why limit? Maybe it's cheaper. I don't know. Yeah, I don't know. I don't know. Yeah, USB came out pretty cheap anyway. It wasn't like. I think in terms of the smallest amount of input turning into the biggest impact in the industry was me asking 2 questions. Sorry, I don't want to interrupt you, but we are in a certain plan, but there at least are some questions. And vielleicht habt ihr irgendwelche Fragen an diese beiden Helden auf dem roten Sofa und würdet sie gerne stellen wollen. Any questions, perhaps? Yeah, well, it's just a second. Hi. Thanks for the wonderful stories. Speaking of inexpensive and relatively standard external products, how did you view VGA at the time as a competitor and as maybe as something that potentially might have been used? At the time, VGA was really slow because it opened up a tiny little memory window. We didn't really like the idea. I think it was probably still in my A2000. I got somebody in Germany had come up with a VGA card and some software that allowed you to run Amiga OS on the VGA card. And the display was nice, but it was really slow. And we weren't really thinking about, there wasn't any particular advantage to us using VGA because we had the software people who wrote our, they'd support whatever we came up with, and a VGA didn't have hardware acceleration or anything like that either. So early on, it made no sense. Later on, there were graphics cards out there that had a tiny, tiny little corner of the chip that did VGA, and then they did all this other stuff with custom drivers. And when you look at those cards, those are pretty useful. Your modern AMD and NVIDIA cards, graphics chips, whatever you want to call them. But back then, VGA made no sense for us on Amiga. On the other hand, like I said, I was pushing the hardware in the A5000, A6000 generation to support PCI. So you could have put a VGA card in there at some point if you wanted to, and somebody was willing to write the drivers. I'm sorry to say this is the last question because the next, but I'm pretty sure that Dave and Beth are able to answer your questions when they're moving around this location. But last question. Hi. Just a question, why was the Amber chip so short-lived and why wasn't it used in other products at the time? The Amber chip. The Amber chip. Yeah, why was it such a short use life? The purpose of the Amber chip was really just to give us a higher resolution output
or less bandwidth impacted output that could hook up to standard monitors at 31 kilohertz because people didn't like flickering. So it was basically a flicker fixer. And somebody asked me the other day, that chip was designed by Scott Hood. And that was really the purpose of it. It became cheaper to do a flicker fixer than the original. The original flicker fixer was done by a guy named Pete Silverstone, and he used SRAM software, with his hardware, basically dual porting it. The Amber chip controlled field and frame store memories, which are used in digital television all the time these days, and that made it cheaper. But it still costs money, and once we had a chipset that could do that, they decided, the powers that be behind the 4000 decided that it wasn't going to be useful on the 4000. I think they were probably wrong, and that it would have been useful to basically switch between the output of that and the direct output if you had a VGA monitor or some similar monitor attached, so that you could scan convert all the old modes. So but I wasn't really involved in that decision. So then, thank you very, very much. Applaus, applaus. Thank you for having us. Thank you, thank you. Es gibt einen speziellen Programmpunkt, der ist ist schon vor einiger Zeit eingefügt worden. Und zwar heißt der Spezialgast. Und Spezialgast, das gibt auch einen Grund. Und zwar, wir haben einen Herrn hier, der hat, ich versuche nur ein bisschen aus der Wikipedia vorzulesen, ein amerikanischer Computerprogrammierer und Hardware-Designer, primär an einigen Dingen gearbeitet, wie zum Beispiel einer Tic-Tac-Toe-Maschine, das ist natürlich für hier wichtig, und an einem Gerät, das heißt Amiga 500, nein, steht gar nicht. Ja, wir haben jemanden hier, und zwar, der möchte gerne ein bisschen Fragen beantworten. Und zwar haben wir hier RJ Michael. Und zwar möchte RJ gerne nach vorne kommen. You might step up to your red sofa. I have a personal. You might just go. It's always the same thing. I will give you a hand. Don't be ashamed to. It's just. So. This is the guy who made it all possible. Naja, in a certain way. You may sit down, but if you want to stand, he's want to stand. That's your personal microphone. It's the number 2. Hello. I am the number this 1. Is a loud microphone. So this is a Q&A. So have questions, many questions, much more interesting than I could do. So RJ will feel itself very prominent and like a statesman standing in front and tell you, no, he will tell the truth. That's the difference. Please have some questions. Ein paar Fragen für RJ Michael. Hi, everyone. So I have a young friend who came out and visited me recently in California. And my friend wanted to see the original Amiga building as part of the touring that we were going to do. And I took my friend over, and it was cool. It was fun for me to see that building where we all had worked originally, and it was just, and there's some other company in there now, but that didn't matter, that was our building, that was the door, that's our parking lot. And before long, we're behind the back of the building where there's this big metal rolling garage door that we had used to make the sound effects of the Boing demo, where we hit that garage door with a foam bat and got that big booming sound. And I showed this to my friend, and of course, within seconds, we're there at the door, pounding on the door to make that sound effect again so we could hear it. And it had this weird effect on me that I hadn't expected. When I heard that sound again, it took me back. And I was suddenly remembering all of the people that I had worked with. I remembered just on the other side of that door was the software lab where we worked, and I remembered how cramped and crowded it was. And I was thinking about all the people that were involved in the making of the Amiga. And
I get to speak a lot. I get to be sort of a public face of that whole Amiga thing because I come to a lot of trade shows, and so they hand me microphones, and I get to do some talking. But you know, I'm remembering now. All of a sudden, people like my wife Karen, who I met at Amiga, and we ended up getting married after that. And Karen was responsible at Amiga for making sure that we had software available for the launch. And when the Amiga launched, all of those games, all of the graphics and text programs and all of that we had on the Amiga was because of her, because of the job that she did. And she never gets up on the stage and talks to people about her experiences. And I'm now realizing more and more that there's so much more to this story than just my little corner of it. And so I've decided this is going to be one of my missions over the next couple of years, leading up to the 40th, so we can get it nailed by the time we get to the 40th and get a lot of these other voices out there and hear a lot of the other stories. Because you've heard my stories, and I don't want to bore you by telling them again, and you know, the other thing that happened when I was listening to that door was I suddenly remembered all of everything that came after. And as evidenced by this show here today, look at all of these people. Look at all of the things that people are still working on, creating for the Amiga. Look how many passionate fans there are with it that are still keeping the spirit of it alive. I look at this crowd, I'm just stunned, I'm amazed, I'm delighted. My heart is touched deeply to see this kind of energy still happening, and I don't see this kind of energy for any other kind of platform, any other hardware system. You don't see, the user groups and big, events like this one for any of the other systems that came out. And we talk about what was it about the Amiga that is causing this to happen? What magic did it have? And I think the answer to that is just how accessible the machine is, that everyone can use it, everyone can work with it. When we put the Amiga together, we were just a bunch of kids. We didn't know what we were doing. We were just having a lot of fun. It's just an outrageous thought. Well, let's get a bunch of people together and we'll just make a new computer. It's going to be great. And we did it. We pulled it off, and we've got this new computer now. And it's just, the whole thing is just completely stunning to me. And I can't tell you how delighted I am and how honored I am to be standing up here right now, have a chance to make your experience with the Amiga a little bit better by sharing my stories and giving myself to it a little bit. And I just stand back every day and look at this and am stunned and can't thank all of you enough. And I hope to give everyone a hug sooner or later, because I hope, and I keep hearing, that the Amiga's made people's lives better, that it enriched you, that it made you, helped you turn into an IT person or a graphic designer or whatever, programmer, whatever it is that you went and got into. And that's why we did it in the beginning, because we wanted to create a tool that everyone could use, that everyone could have access to, and wouldn't be too expensive and would be easy to understand how to use. And I look at this, and it's been 40 years since I joined Amiga, 38 years since we launched the first product, and it's still going strong like this. It's just stunning to me. So, thank you. But that's all I really wanted to say. I just wanted to thank everyone here and let you know how much I appreciate the vibe in this place and the joy of it. And then I'm going to stop talking and take questions. If anyone wants to ask any questions about the early Amiga days. If you don't have questions, don't worry. I got lots of stories I could tell. But does anyone have anything in particular that they would like to know about? Yes, Beth. So 40 years ago, what was it that brought you to go hang out with these kids? And did you ever imagine that the kind of impact you would have across the kids and the culture that happened after? What were you thinking was going to happen?
So what was I thinking was going to happen? What was I thinking when I went to California and joined a bunch of kids to go and create a computer in our garage sort of thing? It's a very good question. I'm still not sure of the answer myself. Because it was wacky. I think you may have heard the story already, but I'll repeat it. When I went and interviewed at Amiga, they told me that I was coming out to be tempted to join them in making a game system. And it sounded like a game system. I met with the boss of the company and the Jay Miner, the hardware designer. And they tell me, oh yes, it's a game system. It's going to be a great game system. We're going to love it. But then I went into the hardware lab with Jay Miner, and I see the big whiteboard that they have where they've laid out the diagram for the system. And there's not only all the game system components, but there's a port there for, where you could plug in a keyboard. There's a plan for a port where you could plug in external storage, and game systems don't have these things. I knew from the beginning that they had something bigger in mind, that the engineers themselves were dreaming of a bigger thing. And in case you don't know, that whole thing saved the life of the Amiga, because the Amiga was originally a game system. When I joined, it was. But then shortly after we started working on it, the bottom dropped out of the entire game marketplace, and no one was buying game consoles, and the entire thing died. And it was just because it had always been intended to have those kinds of advanced capabilities that we were able to change it from a game system into a real proper personal computer. And so we lucked out with that one. But it was that kind of energy that drew me to them in the first place. It wasn't really like lying, but it was like the engineers knew what they really wanted to do versus what the suits were talking about. Let the suits say whatever they want to say. We're going to do what we know is right. And that's part of not only what drew me to it, but part of, it's like the signature of the Amiga, a bunch of just wacky engineers going off and thinking we could change the world, that we could just throw something so cool together that people would love it and want to work with it. And we got there. You look at this, we got there. 40 years later, people are still loving the thing. But going off to California was a real big change in my life. I was a Chicago boy. I was born and raised in Chicago, and everyone there did not want me to go to California. They were really worried about the whole thing because, as my mom said to me at the time, beware out there. California is the land of fruits and nuts, she said. And she was right, because a bunch of wacky people out there. But I was too. I was just a kid. I didn't know. We said to ourselves, we're going to invent a new computer, and it's going to take the nation by storm. People are going to love it. Around the world, people are going to enjoy this thing. They're going to buy millions of them, and we're going to be real pleased that we did something good. And it happened. This is the astonishing thing. We thought it was just this goofy, wacky thing, and yet we managed to pull it all the way through. At least far enough that we could be attractive to Commodore. And boy, there's a whole story about Amiga and Commodore and Atari and how that whole thing happened. But it was a natural fit for me, because they were all these wacky, wild-haired engineers in California that were going to change the world, and that sounded good to me, so I had to join them. Yes, sir, please. You were talking about the change in direction at the very start, where people thought you were doing a games console, and in reality it turned out to be a real computer. Was there, as we have seen so much later on, was there a management layer that didn't want to know about that change, or was there a fraction of the company that thought you shouldn't change into a computer or whatever? Can you elaborate on that whole decision process? Yes, thank you. So, what was the decision process that led to us making the transition from it being a game system to a proper personal computer? It was one of the things that attracted me most to this group from the beginning, that it wasn't just the hardware, and the hardware was awesome,
But from the beginning, even when it was a game platform, the intention was to have it be a multitasking operating system that was device driver driven and all the things that the Amiga is now, those were intended to be there from the beginning. And one of the problems that we ended up having with the Amiga was because in the beginning it was just a game system, we exercised less than completely professional programming standards. Like, you know, we'd get down into the bottom of the layer of the graphic library and the layer system would run out of memory. And it had no way to do anything about anything, so it would just pretend that it had gotten the memory that it didn't get and then crash the whole system. And if you aren't familiar with this, the 1.0 release of the Amiga was really crummy. It had so many bugs in it and problems like that because, one, we were kids. We weren't thinking well enough. We weren't being professional enough. We were just out there throwing stuff around and having a good time with it. But two, it was a game system. We didn't care. So, you know, if we ran out of memory and the thing crashed, well, that's too bad, but it's a game system. That mentality did not survive it transitioning to a professional computer because, you know, you can't have your stuff crashing all the time, and yet it did. And it's one of the big mistakes that we made when we were first working on the thing was not keeping it that under control like that. But because it was already a multitasking operating system, because it had the ability to add external storage, because the hardware itself already would handle a keyboard and a mouse and all of those devices, it was easy to make that transition. The only real hard part of the transition, as far as I know, was that we didn't have a user interface. It was a game system. The intention was you plug a game in and it would play the game. There was not any idea of interacting with it in any way. And if it was going to be a proper computer, we needed a user interface. And I think that ended up being my greatest claim to fame at Amiga, is that I did this thing called Intuition, the user interface of the system. And I did that in 7 months. I created that thing from when I first sat down with a sketch pad and started drawing my drawings till when it was done was 7 months. It was 7 brutal months. We were racing against the clock. We had to have it done. And I worked like 100-hour weeks, like Haney said a short while ago, for 7 long months. But then we had the user interface as well, and the machine was possible. It was not just possible, but we did it. We pulled it off. Regarding people inside the company, what did they think about it? I think that at that point we had gotten so desperate for money that everyone was in favor of it. No one was opposed to us doing the right thing to stay in business because we were already walking the edge. I mean, there's all these stories I could tell you, and if we've got time later, come and approach me. I'll tell you all the stories. But here's a good one that doesn't get a whole lot of airtime. When Amiga was almost out of business, when we were almost out of cash, Jay Miner himself took out a second mortgage on his home to give loan the money to the company so that we could make the payroll that month because it was looking too close. And we knew that if we didn't make one payroll, that it was going to make all the employees nervous and we might start losing people. And Jay Miner took out an extra loan on his house just to pay for it. It was that kind of spirit, that kind of energy. Everyone wanted it to survive. It wasn't just a job for people. It wasn't like, oh, I'll go get another job tomorrow. But we had this passion, believing in what we were doing. And so when we started getting desperate, it was clear there was no market left for a game system. All of this is the early 80s, and you might not know, but it became a desolate wasteland out there. It's mostly because game systems like the 2600, people were flooding the market with crap games. They were just throwing anything out there that they could. And people started hating these systems because you'd spend money on a game and it was junky, and this whole thing happened and the market collapsed. But everyone knew that, and so everyone was afraid that the effort itself was going to end. And when we came up with the idea of turning it into a personal computer, everyone was ecstatic about it. There wasn't anyone in the place that disagreed with it, because I think everyone recognized that the only other option at that point would be to cease to exist, and no one wanted that.
because we were so close with that machine. It was so beautiful. Noch irgendwelche Fragen? Ja, of course, it goes on. Well, I think I have a totally different question regarding guru meditation. I think you know that. On the web, you can read that it might come from some meditation on a joyboard. Is that true, or what is the story behind this name? So the guru meditation number came into existence because we needed to, when the machine crashed, we needed to communicate some information back to the user about why it crashed, especially so that there's a chance you could look up those numbers or contact Commodore and find out what the numbers meant or something. But we tried out text to introduce this these numbers, and everything we tried sounded too professional or too scary, or we wanted something friendly, something Amiga-like as a way to introduce this. And when these crash messages would come up on the screen, we would sit there and think deeply and meditate upon our source code and open up our files and get into the deep zen of understanding. And we'd sit there quietly and study. And it turned into this meditation number, and then finally guru meditation number, because that just made it sound funnier to us. So that's why the guru happened. But it was nothing fancier than that. It was just supposed to be a lighthearted way to tell you that your machine had just died on you, but in a friendly, happy way. And then when Commodore came along, we were looking at all of this, and what we all decided together, even though a lot of the people at Amiga, me included, were really unhappy with the choice, but the majority people felt it was the right thing to do, to take guru meditation out and put something else in that was maybe a bit more professional, a bit more, not so lighthearted and funny sounding as guru meditation numbers. So we took it out for one of the releases of the system software, and the community went mad. Everyone was complaining loudly, "Where'd the guru meditation thing go? What is this noise?" And so the next release, we put it back in, and it's still there to this day. Here's a funny little detail that you might not know. Beth's gonna like this one. When the guru meditation number shows up, there's that red border that blinks between red and black. And everything at this level of the system software has to be as small as you can possibly get it. So we had like really tight little routines to do this. And the way we did the flashing border was a simple little loop that after you put the message up, the loop would run and draw that border over and over and over again, repeating. It's just at first it would do it in red, then it would do it in black, then it would do it in red, then it would do it in black. But it never stopped running. But it ran on a loop, it counted. And the number of times that it would draw red before it switched to drawing black was 6809. 6809 was the CPU that we had used at Williams Electronics to develop a lot of arcade games like Sinistar and Joust, Robotron, those things. And so 6809 seemed like the perfect timing number, and the flashing was just about right. I don't know if Dave would know, or if anyone else here would know how that changed in later versions of the software. It was a hard-coded constant in the original Amiga. Gibt es noch Fragen? Weitere Fragen? Another question? Question? Yeah. Are you still working in some form somewhere in Silicon Valley? On the Amiga, do you mean? No, just in general. Are you active there? I'm active in what? Sorry. Whatever you do. Oh, what am I doing now? Yeah. And then my next question is actually, what do you see happening there if you can compare the world there now compared to back then? Mm-hmm. So where am I now? What am I working on now? And in particular, I'd like to answer about what I'm thinking about Amiga, but also, where is it going? Where's the generation of all of this going? I've been at Google now for 11 years, and I've been working in the research department for the last 8 of the 11 years, and all of that generative AI stuff that you see out there, the text and the graphics systems, I'm working on that stuff inside Google. And
having a great time. I don't know if any of the stuff I'm working on will ever actually get out to the public. That's not the point of the things I'm doing. I'm just experimenting and helping the researchers get better at what they're doing. But unfortunately, the sad thing is that in this industry, there's so much chaos right now with what's going on with generative AI stuff that Google does not want to cause problems. Google doesn't want to be responsible for, like, for instance, stealing the art from artists and using that to generate new art. You know, when it just there's a lot that feels wrong about that. There's a lot that violates the rights of artists and other designers, and so I don't know if my stuff will ever get out there, but I have the greatest time because we get to use some of the most fun tools on the planet. We got these big horses, engines that we get to goof around with, and oh man. But sometimes I think that I want to get back into game development as well, and I have several game ideas in mind, and you know, at first I would go for mobile. I would create a game for mobile devices, you know, the Android and Apple, that sort of thing, tablets as well. But I've made the decision that if I do create any games anymore in my life, that I'll always make a copy of that game to run on the Amiga, and I'll make a copy of that game to run on the Lynx if I can do it. Yeah. Oh, I love that thought. I mean, earlier today we saw there's new software being launched for the Amiga. All the time people are creating new hardware, new software, new devices. The emulator that we saw, all of this is just so amazing to me. I think this is, okay, I've been saying about the future, I've been saying that I don't think the Amiga could happen anymore. I don't think it's possible for 20 people to get together and invent a new computer and launch it into the world. But I suspect a lot of people might have said that same thing back in the 1980s, that this is already there's IBM, there's Apple, there's no room for another computer to be, and yet we did. And we didn't listen to people saying no, we just did it because we wanted to, and it worked out. So I'm starting to temper myself now these days in thinking that, well, you know, we still, every once in a while you see a big software hit like Flappy Birds, where you know, they sell millions and millions of copies of this thing that this person just goofing around made a quick, fun little game as just a toy, and it took the world by storm, Flappy Birds did. And so it's still possible for a small group or an individual to make a big splash. And so I'm going to shut up about that one from now on and switch to the other side, where it's possible that the right group of people with the right kind of energy could put together another computer like that. Oh, another big difference, though, is that we learned the hard way that you need a lot of money to create a computer. We thought, I think we had 27 million. I don't remember, but there was way not enough to invent a whole computer. It was enough to invent the computer, but then you've got to market it, you got to manufacture it, you need a lot of money to have inventory and all of that stuff. So I think if I did it again, we'd need to make sure we had a lot better funding than what we had originally with the Amiga, but I could see doing it again. Not me. Oh, I could see me doing it again. But I could imagine other groups out there having that kind of influence and having that kind of play. But I don't know, it's so hard these days to compete against the big guys because they have so much, you know, they've already got so much inventory, they've got so many games, so much software. It'd be hard to catch up with something like that. But you see it happen all the time, and so I still have hope. We have just one question left. Oh. Sorry to say. Eine letzte Frage. Wer will noch die wichtigste Frage heute stellen? Und nicht fragen, welche Schuhgröße er hat. Das ist eine mit Sinn. Fragen? Oh, da traut sich jemand. The Amiga was known to be used in TV companies for TV production. How much have you thought about that from the beginning? That it should be able to do that? I didn't hear the beginning of your question. I was just curious, how much
in your design of the Amiga? How much Did you I think desi- about that it could also be used for TV production, because it ended up being used quite a lot for that? So the question is video production and how much did we anticipate that that was ended up being the really big launching point for the Amiga in the industry. We made some big mistakes when we developed the Amiga. One of them was, like I said, we weren't careful enough as engineers. Weren't disciplined enough. We got it. By 1.2, the system was rock solid. But another big mistake we made was MIDI. We didn't put a MIDI port on the Amiga, and it would have been trivial to do. Would have been trivial to drive from our audio capabilities, but we just didn't, and that was a shortcoming that ended up giving the Atari ST a big leg up on the Amiga, because the ST did have MIDI support built into it. But even though it had all these shortcomings from the beginning, it was powerful enough to do the things we wanted it to do. And early on, people like the developer of the video toaster saw that the machine was even more capable than what we had invented. We had put all this power into the machine, but then when we released it to the world, it was the developers that uncovered this magic, these really powerful things, like turning it into a video production system. We had no clue. We had a little bit of clue. We wanted the system to be professional, and so another mistake we made is we got real close to creating an output that was up to the television standard of the time, NTSC in parts of the world, PAL in other parts. We got real close, but it wasn't quite good enough to be broadcast quality, and that was unfortunate for us, because we could have done that better. But then the video toaster came along, and they said, well, we'll put a port on there that is video compatible with the industry standards. And they found these things. They created these new things out of the tools, out of the building blocks that we had put together. And so the video production stuff, no one saw that coming. We had no idea that it would end up being as important, as significant as it was to the whole Amiga thing. But in the end, everyone just rejoiced over it, because that's exactly what we always wanted to do, to put tools out there that developers could use, that the end users would be comfortable with, and that would make the whole experience that much better for everyone. Thank you very, very much. Right? One more question? That's for you. That's not for me. I will give you a hand. Ja, das Lustigste war, wir haben die Bühnenmoderation gemacht und wir wussten eigentlich bis kurz vor Beginn des Panels nicht, dass RJ Michael vor Ort war, Robin. Und mir ist ja noch ein kleiner Fauxpas passiert, kann man wirklich sagen. Dave Haney stand mit jemand anders zusammen bei uns am Dynablaster. Wir hatten einen Amiga Dynablaster aufgebaut und kannte das Spiel nicht. Und da dachte ich mir, wann habe ich schon mal die Gelegenheit, eine Legende platt zu machen in einem Spiel, denn ich spiele ja bekanntermaßen sehr gerne Dynablaster und auch einigermaßen ordentlich und habe dann gesagt, oh gerne, lass uns mal spielen. Und ein anderer älterer Herr wollte auch noch mitspielen und dann habe ich den beiden mal gezeigt, wie man Dynablaster spielt und wir hatten sehr viel Spaß und Dave war auch völlig begeistert vom Spiel und der andere Herr auch und dann gingen wir wieder auseinander und dann merkte ich, dass der Mann, der dann von dem Platz wegging, plötzlich überall um Autogramme gebeten wurde und das hat mich etwas verwirrt, denn wie gesagt, wir wussten nichts davon, dass RJ Michael im Haus war. Ich habe ihn in dem Moment nicht erkannt und er war es selber und ja, dann habe ich erstmal den Veranstalter gefragt und gesagt, ja, den interviewt ihr gleich, das ist der Überraschungsgast. Das war dann, nennen wir es kurzfristig, Robin. Ja, ich hätte mich gern ein bisschen vorbereitet, weil das sind natürlich immer Fragen, die man stellen kann, aber da wurden wir auch gleich gebremst, denn das werdet ihr auch gleich hören. Das war gar kein echtes Interview. Das ist richtig, aber wie gesagt, es war trotzdem sehr unterhaltsam und
Im Nachhinein war ich natürlich happy, mit 2 Amiga-Legenden Dynablaster gespielt zu haben. Klar. Gab auch wunderbare Fotos davon, die gemacht worden sind. Und was ich ganz toll fand, ich habe im Nachhinein noch mit RJ Michael über Dynablaster länger gechattet, weil er kannte das Spiel nicht und war total fasziniert von dem Spiel. Und ihr werdet hoffentlich auch nochmal in den nächsten Wochen ein richtiges Interview, ein längeres Interview mit ihm hören, denn er hat sich bereit erklärt, auch nochmal mit uns zu sprechen. Wann und ob das klappt, wird man immer sehen. Aber wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg. Und auch mit sehr vielen anderen der Gäste, die ihr jetzt gehört habt in beiden Tagen, bin ich in Gesprächen wegen Interviews. Da tut sich hoffentlich in nächster Zeit einiges. Und im November haben wir noch eine weitere Gelegenheit, mit einer Legende zu sprechen, die jetzt nicht auf der Amiga-Messe war, aber die wahrscheinlich für Atari eine der wichtigsten Personen gewesen ist. Also da passiert noch einiges in dieser Zeit. Und solche Veranstaltungen sind natürlich der beste Ort, um Kontakte zu knüpfen. Das hatte Robin ja auch vorhin schon gesagt. Ja, noch jemand von euch, der seine Eindrücke von Tag 2 schildern möchte. Es war, wie gesagt, sehr voll, das muss man ganz klar sagen. Es war wirklich eine Menge los und auch die Verkaufsstände waren sehr interessant. Wir haben ein paar Sachen auf unser Museum besorgt. Wir haben natürlich auch dann das Retrokompott für die Location bekommen. Wir haben eine ASM-Version, also das Spiel zur ASM, was wir demnächst auch mal bei uns vorführen werden, und konnten auch noch einige andere Dinge besorgen. Richard, warst du pleite nach der Veranstaltung? Hast du dich auch da recht gut eingedeckt? Leider ja, also zum einen natürlich bei euch wieder, das ist ja immer so, aber auch natürlich bei einigen anderen Ausstellern beziehungsweise Leuten, die dort ihre Sachen angeboten haben. Aber da kam man auch ein bisschen ins Gespräch, was ja auch ganz gut war. Das war eigentlich echt für mich schon, also auch endlich mal wieder, man sagen, auch ein guter Kauf in der Form, dass ich meine Sammlung auch weiterhin komplettiere, so nach und nach. Und witzig fand ich auch die Cosplay-Leute, da liefen ja auch noch ein Guybrush Threepwood und LeChuck rum. Die haben wir auch später dann nochmal beim Essen nochmal kennengelernt, ohne Maske und Kostüm. Aber die machen das, glaube ich, auch häufiger. Die haben ja die Preisverleihung in Anführungszeichen gestürmt und gestört. Das fand ich ganz charmant, die Idee. Die haben dann sozusagen den Moderator da weggedrängt und dann selber weitergemacht. Also das fand ich ganz lustig. Das habe ich zum Beispiel gar nicht mitbekommen. Ich war auch leider überwiegend am zweiten Tag unten und natürlich, ich hatte ja auch meinen eigenen Stand sozusagen. Da kann man ja auch als Fan oder, wenn man das nennen möchte, seinen Tisch sich einkaufen und habe dann auch so ein paar Sachen gezeigt und dann kam natürlich auch mit vielen Leuten, auch mit der Beth Richards ganz gut ins Gespräch und länger und auch mit dem Trevor. Genau, aber deswegen habe ich leider nicht so viel mitbekommen, was da oben ablief bei euch, aber zum Glück habt ihr es ja irgendwie aufgezeichnet und dann würde ich mir das nochmal später anschauen. Deswegen haben wir ja auch diesen Podcast jetzt zwischengeschoben, weil die Einspieler allein schon über 2 Stunden sind. Und da ist noch ein anderes Thema dazu zu hängen, das wäre wirklich zu groß, ne? Definitiv, ja. Deswegen, wie gesagt, geht es in 2 Wochen dann mit dem Virtual Boy weiter. Das haben wir ja schon voraufgezeichnet und das hört ihr in 2 Wochen. Aber wir wollten euch diese aktuellen Dinge von der Amiga-Veranstaltung nicht vorenthalten, weil da ist es ja besser, dass man die zeitnah auch nochmal unters Volk bringt. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, das ASM-Spiel wurde ja auch dort vorgestellt. Da habe ich mir auch die Director's Cut-Version geholt. Da gab es ja sogar das Spiel in der Box bei dem Amiga Future Stand. Und der Entwickler Michael Kafke, den ihr auch schon benannt habt, der war ja auch vor Ort und da kam auch ein bisschen länger ins Gespräch. Ich fand das ganz interessant, dass die Background-Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr die auch schon... Ja, lieber Richard, wir haben ja oben die Interviews geführt mit Herrn Kafke und du kannst in diesem Podcast die Background-Infos nochmal nachhören, denn wir haben tatsächlich nochmal auch über das ASM-Thema auf der Bühne gesprochen. Finde ich immer gut. Wie gesagt, ihr wart zu lange unten. Ja, auf jeden Fall. Aber der wollte auch, der hat dann auch sein eigenes Spiel gekauft, habe ich gesehen, für andere Leute, die er auch dann, der kam gerade auch an, als ich da dort stand und meine, auch mir natürlich auch Reshoot Proxima und so geholt habe. Und er hatte auch angeboten, die uns zu unterschreiben, aber irgendwie kamen wir da nicht zu. Also das werde ich das nächste Mal wohl nachholen müssen. Ja, wir haben zumindest für das Retrokompott eine sehr schöne Version von Richard bekommen, mit einer tollen Widmung für die Gäste im Museum bei uns, die das dann irgendwann spielen werden. Das fand ich sehr, sehr nett. Und es haben auch schon am letzten Donnerstag die ersten Gäste das Spiel ausgiebig getestet. Aber da kommen wir auch gleich nochmal dazu, denn das Spiel ist es auch mal wert, darüber zu reden.
Ja, wir machen mal weiter mit einem Einspieler mit Werbung in eigener Sache. Dann gibt es eine Musik. Wir zeigen oder ihr könnt einen kurzen Ausschnitt aus der Musik von Siegfried Kercher hören, die er am Ende des ersten Tages gespielt hat. Die haben wir ein bisschen aufgeteilt in kleine Häppchen und spielen die ein. Vielen Dank nochmal an Siegfried, dass wir die auch hier benutzen dürfen. Der stellt seine Musik auch immer wieder unter freie Lizenzen und die sind wirklich ein kleines Kunstwerk und da könnt ihr auch gleich nochmal reinhören. Und dann gibt es das avisierte Quiz, den zweiten Teil des Oktoberquizzes. Ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wir haben es immer gesagt und dazu stehen wir. Der Podcast ist und bleibt auch zukünftig kostenlos. Wir werden weiterhin jeden Monat über 10 Stunden Retrokompott sowie weitere Formate für euch bereitstellen. Die Planung, Vorbereitung und Durchführung dieser Projekte mit den Themen, Einspielern, Interviews und Tests nimmt viele Stunden Zeit pro Woche in Anspruch. Wer uns mit einer kleinen Summe im Monat unterstützen kann, hilft uns, das Projekt langfristig zu sichern und weiter zu optimieren. Unterstützen kann man uns zum Beispiel bei Patreon oder Steady. Unterstützer erhalten noch mehr Content und sichern damit auch den Fortbestand unserer Projekte. Wir freuen uns auch über spontane Spenden über PayPal, falls euch zum Beispiel eine Sendung oder ein Thema besonders gut gefallen hat oder ihr unser Museum in Hamburg unterstützen möchtet. Mindestens genauso wertvoll wie finanzielle Unterstützung ist Mithilfe im Backoffice. Wer Lust hat, Interviews mitzusetzen oder zu transkribieren oder Inhalte auf der Webseite zu pflegen, kann sich jederzeit bei uns melden. Zeigt uns mit eurer Unterstützung, dass der Versuch, einen kostenlosen Podcast durch die Community, also durch euch, langfristig zu sichern, tatsächlich möglich ist. Weitere Informationen findet ihr auf unserer Homepage www.retrokompott.de. Vielen Dank. Retro Mysteries. Rätsel aus der Vergangenheit. Ja, wir sind auf einem guten Weg und den wollen wir weiter beschreiten heute beim Quiz. Das 2. Oktober-Quiz und ja, Wolfgang wird uns hoffentlich gnädig sein und wir werden genauso weitermachen, wie wir
Anfang Oktober angefangen haben. Hallo Wolfgang. Ja, hallo zu Teil 2 des Oktober-Luchi-Quizzes. Wir gehen mit einem Zwischenstand von 10 von 23 in die finalen Fragen. Patrick und Robin erhalten heute auch wieder tatkräftige Unterstützung durch die Virtual Boys, Richard und Alex. Oh Gott. Seid ihr beide in der Leitung? Wir sind da, moin. Es gibt die Disco Boys und die Virtual Boys. Ja, Virtual Boy Number irgendwas ist auch da, ja. Wundervoll. Dann macht euch bereit, denn euer Retrowissen wird wieder auf die Probe gestellt, denn es geht weiter mit dieser Multiple-Choice-Aufgabe. Die 5 Dyna Blaster Bomber sind auf dem Amiga in den Farben Schwarz, Weiß, Grün, Rot und Blau zu unterscheiden. Du hättest fragen müssen, welche Farben haben die Bömmel? Das haben wir nämlich als Gag letztes Mal beim Spielen gesagt. Einer hat ein andersfarbiges Bömmel, Wolfgang. Und wir haben gewettet, das machst du irgendwann als Frage. Mist. Verbrannt. Bin ich nicht drauf gekommen. Wir haben wirklich, während wir Deine Wester gespielt haben, überlegt, welche Fragen könnte Wolfgang stellen. Da sagte einer, mein Bömmel ist anders, guck mal. Ich habe so gelacht. Ich hatte gehofft, du hast nie drauf geachtet. Doch, ich habe es gerade eben vor ein paar Stunden das letzte Mal gespielt. Alles klar. Nächste Frage. In welchem Spiel gibt es Hauptabschnitte wie Hänsel und Gretel oder Oktor Freud? Bug 2 von Sega, Eric's the Unready, Giant Sisters, Twisted Dreams oder You Don't Know Jack 2. Hä? Ich will die Frage nicht beantworten, sie kann nur peinlich enden. Dr. Freud. Oktor Freud. Oktor Freud, was? Oktor Freud und Hänsel und Gretel. Hänsel und Gretel? Ja, das ist doch garantiert You Don't Know Jack. Muss ja. Das ist dieses klassische, was man kennt, ein bisschen verändert als... Nee. Ich habe Oktor Freud, weiß ich noch, Giant Sisters. Was? Ich bin mir ziemlich sicher. Bei den Twisted Dreams. Twisted Dreams, ja. Eben, Twisted Dreams, die verhundepiepelten Märchen, das passt. Ich habe das nie zu Ende gespielt, tatsächlich. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Bin mir relativ sicher, ja. Okay. Ich bin da raus, tatsächlich. Ich wäre auch tendenziell bei Jack gewesen, aber das kam jetzt so deutlich von dir. Gut. Ja, You Don't Know Jack auf keinen Fall. Das kann ich Ihnen auswendig. Okay. Alle Teile. Sind ja nur 600 Fragen. Okay. Dann hat man euch soeben gerettet. Es ist Giant Sisters, Twisted Dreams. Danke. Großartiges Spiel übrigens. Ich habe es 2 Level gespielt. Ich fand es auch gut. Ich wollte es auch immer weitermachen, aber dann kamen irgendwie andere Dinge dazwischen. Ja, Oktor Freud war am Anfang bis der 2. oder 3. spätestens gewesen sein Level. Ja, dieser Kraken, ne? Frage Nummer 11. In welchem der Spiele kann man nicht von einer Spinne attackiert werden? In BC Kid, in Forbidden Forest, in SimArt oder in The Last Ninja? Ich sehe gerade bei allen Spielen Spinnen, das ist blöd. Die Frage ist, ob du bei SimArt ob das eine Spinne ist oder dieser Ameisenbär und wie heißt das andere Viech? Ist das eine Nee, da ist auch eine Spinne. Da läuft eine schwarze Spinne irgendwo mal rum. Aber die attackiert dich doch auch dann, oder nicht? Ja, die greift doch dann, ja. Gut, dann nehmen wir SimArt schon mal raus. Dann haben wir noch übrig BC Kid. Ist da eine Spinne drin? Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Nein, ich weiß es nicht. Nein, ich weiß es nicht. Das müssen wir auch mal spielen. Das ist ja so knüppelhart gefühlt irgendwie. Was war das andere? Forbidden Forest? Nee, Doch, Forbidden Forest und The Last Ninja. Forbidden Forest, da kommen doch an jede Ecke Spinnen runter, oder nicht? Ich glaube auch. Und Last Ninja war eine Riesenspinne. Nee, was war denn das? Oh das war der eine Endgegner, war doch eine Riesenspinne, oder nicht? Ich hätte es jetzt auch behauptet, aber wohl war es ein Drache? Oh Gott, Hilfe! An der Spinne erinnere ich mich gar nicht bei Last Ninja. Das ist ein Drache. Das ist doch ein Drache. Natürlich. Nein, da ist auch eine Spinne mit drin bei Last Ninja, definitiv. Da war so eine. Doch, da war eine Spinne in Last Ninja. Doch. Last Ninja hatte eine Spinne, behaupte ich mal. Irgendwo unten in dieses Deeper Dungeons, der Level oder so, ich weiß es nicht mehr, wie der hieß. Da war in diesen Katakomben war eine Spinne drin. Okay. Der Drache war ja draußen in der Höhle. Dann haben wir noch BC Kid und Forbidden Forest. Das kann jetzt ein Trick sein, aber Forbidden Forest ist doch voller Spinnen. Das ist doch dieses Schwarz-Weiß-Spiel, wo man langläuft und wo überall die Spinnen runterkommen, oder nicht? Aber greifen die einen an. Grün-Gelb-Spiel oder sowas, ne? Ja, also es ist auf jeden Fall eher weniger Farben. Richtig. Ja, es könnte auch ein bisschen Fangfrage sein. Absolut. Spinnen sind mit Sicherheit überall, ganz klar. Aber wo können sie ja nicht angreifen? Und wenn die Spinnen nur als Blocker fungieren, dass die als quasi unsichtbare Wand fungieren, greifen sie ja nicht an. Naja, das ist jetzt Haarspalterei. Aber BC Kid bin ich überhaupt nicht im Klaren. Da kann ich mich nicht erinnern, eine Spinne. Aber ich habe es auch nicht lange, wie gesagt, Robin sagt es schon, es ist ein so hartes Spiel. Ich habe es gar nicht so lange gespielt. Aber zu BC Kid passen eigentlich keine Spinnen, ne? Ja, es ist aber eigentlich zu einfach, die Antwort dann, oder?
Oder nicht? Also ich bin halt lost. Ich kenne davon 2 Spiele gar nicht. Und bei den anderen habe ich sie mal gespielt, aber BC Kid ist bestimmt 20 Jahre her. Ja, wir hatten es, glaube ich, im Stammtisch. Habe ich aber nicht mitgespielt. Aber da waren da Spinnen drin. Also meine Logik sagt BC Kid, mein Bauchgefühl sagt BC Kid, meine Logik sagt, denk drüber nach, vielleicht ist es eine Fangfrage. Und das ist gerade mein Problem. Aber es muss ja entweder BC Kid oder Forbidden Forest dann sein, nach der letzten Theorie. Dann nach Gefühl einigen wir uns auf BC Kid, oder? Ja, machen wir, komm. Ja, wäre zu einfach, aber vielleicht war Wolfgang ja mal gnädig. Okay, BC Kid ist eingeloggt. BC Kid ist ja ein sehr süßes Spiel. Das ist aber auch sowas wie Rainbow Islands und da gibt es ja auch Spinnen. Forbidden Forest hat einen ganzen Level voller Spinnen, die einen sogar richtig schön zermanschen, wenn sie einen bekommen. Bei Simmerant ist die Spinne einer der Endgegner, einer der großen Gegner. Bei The Last Ninja hast du gut erklärt, im Dungeon-Level. Und bei BC Kid gibt es keine Spinnen. Ich wollte gerade sagen, oh Gott. Oh Mann, wie löst du das auch noch auf, so gemein? Ja, danke, Wolfgang. Muss es ja mal Das müssen wir ankreuzen. Das war eine einfache Frage und wir haben es nicht gemerkt. War zu einfach. Ich fand die gar nicht so leicht, weil gerade die Spinne, die sieht auch nicht jeder. Also es ist kein Endgegner, also die kommt ja auf einmal auf einen zugeschossen und man kann die auch nicht töten. Bei das Ninja meinst du jetzt, oder? Genau, richtig. Ich glaube, da hat Arne im Stream mehrfach angefangen zu schreien, aber beim Skelett und bei der Spinne, da war irgendwas, ich erinnere mich. Habe ich damals auch, als ich das erste Mal gesehen habe. Nee, super. Dann die nächste Frage. Was ist auf dem Cover von Sensible Golf zu sehen? Biber, Geier, Krokodil oder Pinguin? Also definitiv ein Geier oben links, aber nicht oben links, in der Mitte. Ja, genau, der Geier. Das hatte ich gestern in der Hand oder vorgestern, ja. In Comic-Grafik, genau. Kann man nicht so ein Geier mit dem Ball, glaube ich, irgend sowas. Aber ja, genau. Ein Geier. Ich glaube, der wurde getroffen. Das war eine einfache Frage. Ja. Wenn man das Spiel kennt, das kennen gar nicht alle, deswegen. Lustigerweise hatten wir das gerade, weil wir die Amiga-Spiele gerade neu sortiert haben und das ging durch meine Hände und bei Patrick dann, glaube ich, auch, weil er es eingepackt hat. Richtig, das ist nicht lange her, das war diese Woche. Sonst hätte ich nachdenken müssen. Gutes Timing für euch. Die nächste Frage. In welchem der Spiele ist der damalige amerikanische Präsident Ronald Reagan im Spiel selbst nicht wiederzuerkennen? In Card Sharks von Acculate, in Nuclear War, in SDI von Activision bzw. Sega oder in Spitting Image? Also klar zu erkennen ist ja in Spitting Image und in Card Sharks und das andere war bei Nuclear War heißt er Ronnie Reagan. Richtig, und es ist irgendeine Zeit, das habe ich gerade nicht. Nee, was war das andere? Das SDI noch. Genau, bei dem Nuclear War, da war doch irgendwie noch die Geschichte dahinter, das ist, weiß ich mehr, Zeitverschiebung noch? Ich weiß es nicht mehr genau. War es ein anderes Spiel? Ich wäre auch bei Nuclear War auf jeden Fall. Sagen wir es so rum. Aber heißt Ronnie Reagan? Der ist ja nicht mehr wiederzuerkennen, eben. Ja, es ist ja so ein Satire-Ding. Aber da heißen alle anders. Also, ja, aber die Frage ist ja, wo ist er nicht mehr wiederzuerkennen? Bei Card Sharks ist er deutlich bei den Kartenspielern im Hintergrund mitzusehen. Er spielt mit. Bei Spitting Image ist er als Verarscher definitiv mit drin. Ja, wenn man den nicht angreift, hat man die 80er Jahre nicht erlebt. Bei SDI weiß ich nicht, kann ich mich nicht erinnern. Also ich bin eindeutig für Nuclear War. Das ist satirisch gezeichnet. Die Namen sind verhonepiepelt. Trotzdem weiß man, wer gemeint ist. Also es ist Ronald Reagan, aber anders benamst und anders gezeichnet. Ne? Na, dann dürft ihr das aber nicht wählen, weil dann wäre er wiederzuerkennen. Wenn er anders bezeichnet ist, ist er wiederzuerkennen. Okay. Na, ihr habt ihn ja erkannt, also von daher. Ja, aber in Card Sharks ist er auch dabei und ist aber bei SDI, wenn das ein Sega-Spiel ist, die Japaner würden normalerweise nicht Präsidenten nehmen, weil das ist ein persönlicher Angriff. Ja, das würden sie nicht machen. Dann muss es das Spiel sein, weil bei allen anderen ist er ja drin, oder nicht? Ja, also nach der Logik, ja. Ich meine, ich weiß sogar noch den Namen und das als Kind mit, wie alt, da war ich 14 oder 15, als das rauskam, das Spiel. Von was meinst du jetzt? Von hier Nuclear War. Ja, aber das ist es ja demnach nicht. Das hatte Wolfgang eben schon gesagt. Weil wir da falsch gedacht haben. Dann muss es ja SDI sein. Mhm. Aber das habe ich nicht gespielt. Aber Robin kann ja recht haben, dass da einfach eine andere Figur eingesetzt wurde als Platzhalter sozusagen. Ja. Dann SDI? Ja. Dann SDI, ja. Genau, das Programm von Ronald Reagan, aber er selber ist in diesem Spiel nicht zu erkennen. Ja. Welchem Beruf geht Sierra-Held Freddy Farkas nach? Frontier Pharmacist. Apotheker. Lehrer, Hilfs-Sheriff oder Totengräber. Apotheker. Freddy Farkas in Frontier Pharmacist. Er verkauft Snake Oil, also Schlangenöl. So sieht's aus. Korrekt.
Ach, das müsste man mal wieder spielen. Das habe ich schon komplett verdrängt. Wir müssen solche Sachen mal im Stream machen, irgendwann wieder anspielen. Das wäre ganz witzig. Okay, wir kommen zur vorletzten Multiple-Choice-Frage. Ordnet dem Game die passende Zahl zu. Gates of Jambala, Nova, Skulls of the Toltecs und Twilight. Also die Mitte ist 9 und 7, glaube ich. Aber sag mal die Antworten. 3, 7, 9 und 2000. 3 Skulls of the Toltecs. 7 Gates of Jambala. Ja. Nova 9. Ja. Bleibt Twilight 2000. Richtig. Korrekt. Auch Nova 9 müsste man mal wieder spielen. Das habe ich noch nie gesehen. Also ich habe die Packung schon klar. Das Aber ist von Dynamics ein Action-Spiel. Damals fand ich das ziemlich cool, weil die Grafik halt viel bot. Das ist natürlich heutzutage alles lächerlich, aber... Ich vermute, es ist heute schwer zu ertragen von der Grafik. Vermute ich zumindest. Aber was hat schöne handgepixelte Zwischengrafiken mit irgendwelchen Aliens, die dich anbrüllen. Okay. Ja, wo wir bei Amüsieren sind. Wo amüsierte man sich über Brett und Ellen? In Oddworld, in Space Quest, in The Bard's Tale oder in Z? Gott, Thema schwierige Fragen. Brett und Alan, waren das die Roboter bei Z? Ich weiß, dass da gibt es ja immer 2 Roboter, die sich gegenseitig veräppeln. Dieser rote und der schwarze. Das kann sehr gut sein, aber bei Space Quest waren es doch andere Namen, oder nicht? Du meinst die Programmierer? Also, Entschuldigung, das war immer die Two Guys from Andromeda. Nee, das hat damit zu tun, hast recht. Nee. Ich glaube, das ist, habt ihr wer hat das Z noch gespielt? Da gibt es doch immer diese Witze mit diesen Zwischensequenzen, wo sich die beiden Kick Me auf den Rücken kleben und sowas. Ja, das war dieses, wie hieß das? Command & Conquer Abklatsch, ne? Ja, nee, eigentlich nicht. Du hast ja echt keinen echten Basenbau. Du musstest du musstest versuchen, die Karten einzunehmen, halt in Echtzeit, aber halt keine... genau, aber so eine Echtzeitstrategie. Ja, genau. Damals. Aber habe ich wenig gespielt. Bis eben, was ja nicht mal so lustige Roboter bei Z gab, Robin. Aber wenn du das meinst, passt das super, finde ich. Nehmen wir Z. Und ja. Bin ich jetzt so schnell? Nö, wir nehmen erstmal. Nee, ist okay. Ja. Okay, wir loggen ein. Die Antwort Z und Brett und Ellen sind die beiden Roboter aus den Videos und sind auch im Spiel teilweise auf Liegestühlen zu sehen. Genau. Super. Sehr schön. Eine offene Frage. Nennt die 3 Teile der Nordland-Trilogie mit kompletten Namen. Schicksalsklinge, das schwarze Auge, Quatsch. Ich fange nicht an zu reden. Erst überlegen, Patrick. Nee, richtig. Ich bringe das so. Denn wir müssen ja nicht die Reihenfolge machen. Ist eine offene Frage. Also die Schicksalsklinge war schon mal richtig. Mhm. Sternschweif? Richtig, ja. Klar. Fehlt noch Teil 3. Das Schatten über Riva. Ja. Schatten über Riva. DSA 3 Schatten über Riva heißt es, glaube ich. Perfekt beantwortet. Yeah. Eine offene Frage haben wir noch. Wie heißt der Nachfolger des Sierra Knoblers? Castle of Dr. Brain. Das ist eine offene Frage. Scheiße, ich habe gehofft, ich komme antworten. Castle of Dr. Brain. The Hidden Else Incredible Toons ist später. Oh Gott, da gab es einen Nachfolger. Scheiße, ich verdränge auch echt alles. Das alte Gehirn wieder rauskam. Ja, meine Herren. War das Weltall oder Insel oder oh Gott. Ich glaube, ich bin bei Insel gerade. Ich bin bei Insel. Island of Dr. Brain? Nee, das klingt wie Island of Dr. Monroe, der Film. aber Island of Dr. Brain gab es, glaube ich. Aber Island of Dr. Brain klingt eigentlich gut. Ja. Das Schlimme ist, ich kann mich nicht an die Packung erinnern. Das ist ein schlechtes Zeichen. Ich glaube, das ist in dieser Multimedia-Box, wo es auch EcoQuest 2 gab. Das hat dann so ein Tüdelchen Einheitsbox bekommen. Und ich hatte mein Bauch sagte sofort Insel und das... Ja. War das nicht irgendwie mit dem Vulkan auf der Verpackung oder was? Ja, ich glaube, hast recht. Ich habe die Packung sowas, seit Jahrzehnten nicht in der Hand gehabt. Habe ich bestimmt auch 25 Jahre nicht mehr gesehen. Wir haben auch leider keine Museum, sonst wäre das sonst würde ich es erkennen. Dann nehmen wir die Insel. Ja, Insel klingt gut. Die Insel des Dr. Brain. Ja, keine Ahnung, wo ihr das nochmal herholt, aber das ist korrekt. Ein vergessener Nachfolger, aber es ist ein Vulkan auf dem Cover. Das stimmt auch. Das wusste ich so schon nicht. Diese Packung habe ich nicht im Kopf. Der Chat sagt, Christian schreibt, es gibt 4 Teile von den Brain-Spielen. Ach, auch du das Scheiße. wusste ich nicht. Bei der Frage wäre ich voll reingefallen. Das wusste ich auch nicht. Ja, man lernt dazu, hatten wir ja schon mal. 4 Teile? Wow. Ja, wir haben es wieder bis zu den Audios geschafft und jetzt könnt ihr wieder gefahrlos. Wir haben auch noch einen Chat-Joker, nur als Info mal für unsere Mitspieler. Die können wir noch raushauen. Bisher heute ignoriert. Ja, dann hören wir mal rein ins nächste Audio. Turbo Outrun.
Nicht? Nah dran. Outrun Europe, Turbo Outrun Europe, irgendwas aus der Serie. Nein, warte mal, Entschuldigung. Nein. Das ist Power, das andere Ding. Oh Gott. Power Drift. Yes. Dave Low. Und das letzte Audio-File, bitte. Ganz klar C64. Hast du das falsche Pfeil abgespielt? Das war's. Schwermütig. Das ist vielleicht was für den Chat. Ja, also ich kann es nicht beantworten. Definitiv. Klingt sehr japanisch. Also das könnte ein Silent Hill oder sowas sein. Und Mystery irgendwie. Ja, Habt ihr mal eine Idee? Wir dürfen ja reinrufen. Ansonsten holen wir den Chat dazu. Ja, machen wir Chat. Also ich bin da raus. Lieber Chat, wir spielen es nochmal kurz an. Ihr könnt reinschreiben, so viel ihr wollt. Wenn wir treffen, treffen wir, heißt es immer so schön bei dieser offenen Frage. Also einfach reinschreiben, was ihr denkt. Spiel's nochmal ab, Robin. Ich habe keine Ahnung. Es ist irgendein PC-CD-Spiel wahrscheinlich, aber... Ich finde, es ist ein bisschen arrhythmisch. Ich wüsste nicht mal das Genre. Ja. Hat der Chat eine Idee? Der Chat sagt Privateer. Oder Hauptcomposer? Aber mit Fragezeichen. Privateer. Leider nicht. Hauptcomposer wird, glaube ich, noch schwieriger. Das wird irgendwas Persönliches sein, ein Adventure oder so, weil so Klavier nimmt man ja nur solo, wenn man irgendwie ein Drama hat oder irgendwas mit einem Menschen. Das ist ja... Ja, ich bin voll bei Mystery irgendwie. Ja. Dann sag irgendwelche Titel, die da einfallen. Phantasmagoria. Ja, nein. Das Silent Hill war schon ganz gut, die Richtung, denke ich. Siphon Filter ist ein Actionspiel. Final Fantasy wäre noch eine Möglichkeit. Final Fantasy 7. Ist mir zu unjapanisch, oder? Nein. Gott, ist das schwierig. Resident Evil vielleicht? Ganz weit weg. Oder den Composer, das heißt, den kann man kennen demnach, oder was? Kann man. Patrick, ist das hier schon wieder Chris Hülsbeck von irgendwie... Ich habe gerade wieder so komische... Wie heißt dieses Actionspiel nochmal von Ocean? Tunnel B1? Tunnel B1? Nee, ist jetzt aber kein No-Brainer. Also okay. Alles klar. Das ist beruhigend, weil das wäre wieder so das Typische, weil ich jetzt sage, nie gehört, kenne ich nicht. Nein, aber das Stück kenne ich wirklich nicht. Der Chat möchte uns nicht weiterhelfen. Kann uns nicht weiterhelfen. Möchten tut er auf jeden jeden Fall. Hätte ja Brainstorming machen können wenigstens hier. Aber ich weiß es wirklich nicht. Also da müssen wir entweder aufgeben oder von A bis Z nochmal alle Spiele durchgehen. Haha. Also vom Klang her ist das späte 90er Jahre. Es ist relativ rauschfrei. Das heißt, ich vermute mal, es ist eher Windows 98 Zeit und nichts vorher. Das kann aber auch aktuell Windows 98, sein, PlayStation 1. Es kann aber auch Richtung Homeworld oder irgendwie sowas? Nee, die war, also... Crusader ist im Chat nochmal als Hinweis. Crusader No Remorse oder welches Crusader? Wir sagen einfach allgemein Crusader, dann ist alles, was Crusader ist, abgedeckt. Also ich weiß es nicht. Nee, ich bin auch raus. Also wenn wir da nicht mehr in der Nähe sind, glaube ich, geben wir die auf. Ja. Okay. Das hat wenig Hoffnung, denn wir sind im Jahr 92 auf dem Amiga. Und das ist Agony von Psygnosis. Wow. Respekt. Agony, alter Schwede. Für ein so altes Amiga, also nicht so altes Amiga-Spiel, für ein Amiga-Spiel war das richtig gut. Ja. Und ich habe es auch schon mal gehört, tatsächlich demnach. Dann weiß ich auch, warum es so arrhythmisch klingt. Da ist wahrscheinlich, das ist nicht hundertprozentig perfekt gesampelt, aber das Grand Piano klingt schon ziemlich gut. Also ich wäre jetzt tatsächlich nicht beim Amiga gelandet, vom Gefühl, überhaupt nicht. Nicht schlecht. Cool, man lernt dazu. Ja. Das hatten wir schon mal. Ja, nicht schlecht. Kann ich nur bestätigen, wenn wir auf das Endergebnis von heute schauen, denn ihr habt 21 von 23 Punkten erreicht. Gratulation. Juhu! Wunderbar, vielen Dank. Doch gut. Absolut, damit kann man zufrieden sein. Habt ihr euch noch was vorzunehmen für den November und den Dezember? Aber bevor ich mich jetzt verabschiede, dürfen auch wieder mal die Hörer mitraten und einen Steam-Key gewinnen. Dazu müsst ihr die richtige Antwort an mail@retrokompott.de senden. Und eure Frage lautet: Welche Wüste ist der Schauplatz von Fallout New Vegas? Gobi, Kalahara, Mojave oder Sahara? Du meinst bestimmt die Kalahari, oder? Oder die. Unsere Hörer werden schon die richtige Lösung finden. Ja, dann danke an dich fürs Raussuchen der tollen Fragen, Wolfgang. Danke an unser Team, dass wir uns hier wieder sehr gut unterstützt haben heute. Und danke an den Amiga, dass er auch gute Sounds produzieren kann. Das war eben echt verwirrend. Ja, dann sind wir gespannt, was du dir in 2 Wochen ausdenkst. Da kommt ja wieder so eine
merkwürdige 3. Sendung im Monat und da wurden wir das letzte Mal ziemlich gefoltert, auf Deutsch gesagt, mit Quizfragen. Und ich habe Angst, aber das erfahren wir dann in 2 Wochen. Danke an euch. Ja, auch vielen Dank fürs Mitspielen und ja, hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Danke. Wir müssen die Quizfrage auflösen, Robin. Was wollte Wolfgang denn noch wissen? Er wollte wissen, welcher satirische Titel der 90er Jahre von New World Computing würde sich für ein Remake mit Kim, Putin, Trump und Erdogan eignen. Und wir haben Einsendungen bekommen, Patrick, und da kannst du ja auch gleich mal aufklären, was denn die richtige Antwort gewesen wäre zu der Frage. Ja, zu der Frage war wohl die richtige Antwort Nuclear War und die kam von Lichtkegel, der auf diesem Wege dann auch in den nächsten Tagen einen Steam-Key erhält. Ja, und wie gesagt, für die letzte Frage, für die neue Frage, schreibt einfach eure Antwort wieder an uns und das lösen wir dann in 2 Wochen auf. Ein Interview gibt es, wie gesagt, ja dieses Mal nicht, denn wir haben ja eben schon sehr viele Gespräche gehört. Wir machen noch einmal mit einer kurzen Musik von Siegfried Kercher weiter und springen dann mal in unsere Spiele-Rubrik.
Retro Play. Zeit für Altes und Neues. Ja, wir verschieben auch das Spiel, was wir spielen sollten. Das machen wir nächstes Mal, denn wie gesagt, durch diese Messen sind wir gar nicht mehr so viel zum Spielen gekommen. Aber was wir freiwillig gespielt haben, darüber können wir ja auf jeden Fall kurz noch mal reden. Und bei mir geht das schnell, denn ich habe tatsächlich nur ein Spiel ausführlicher gespielt. Und das war das erwähnte Reshoot Proxima, was wir ja nun auf der Messe als, wo wir die Eröffnung miterlebt haben, den Start dieses Spiels miterlebt haben. Und ich muss sagen, im Nachgang ein ganz, ganz tolles Spiel. Es ist, finde ich, sehr schwer. Es ist ein Bullet-Hell-Shooter. Er scrollt jetzt endlich in die richtige Richtung, in Anführungszeichen, weil ich mag ja Spiele, die nach oben scrollen, besonders gerne. Und ich muss sagen, wir haben das bei uns auf dem CD32 laufen und das sieht richtig gut aus. Also tolle grafische Effekte, ein schöner Soundtrack. Sounds sind mir einen kleinen Tick zu laut und scheppernd, aber gut sind sie auf jeden Fall. Und das Spiel spielt sich toll und man kommt Stück für Stück weiter. Und ja, ich habe es vielleicht jetzt 20, 30 Mal angespielt und ich werde hoffentlich erst irgendwann den ersten Level schaffen, denn das ist mir tatsächlich noch nicht gelungen. Aber das liegt tatsächlich auch im Schwierigkeitsgrad. Ich spiele auf Easy und Easy ist überhaupt nicht easy. Problem ist, wenn ihr den letzten Stammtisch gehört habt, da hatte Arne erzählt, er hat das Spiel sich auch gekauft und hat es dann durchgespielt, ja. Wahrscheinlich beim, ich weiß nicht wie vielten Versuch, aber recht schnell durchgespielt und er fand es eigentlich sehr einfach. Ja, so kann man unterschiedlich Spiele spielen. Robin, du hast es gesehen, du hättest wahrscheinlich nicht die ersten 2 Bildschirme überlebt, vermute ich. Oh, ich muss mich mal wieder bei sowas reinhängen. Also ich habe ja früher gerne diese Art Spiele gespielt und bin einfach komplett außer Übung. Also was dieses Mal bei Proxima auf jeden Fall wichtig ist, halt das Ausweichen, dass man Überblick behält und Ruhe. Und vielleicht kann ich da mehr mit anfangen als bei Bullet-Hell-Shootern mit 533 Elemente, die auf mich zufliegen. Man möchte dann immer noch das Bonus-Symbol aufheben und das geht halt vielleicht bei diesem Spiel ein bisschen besser. Aber genauso ist es doch da. Das sind 100 Kugeln auf dem Bildschirm und ein Bonussymbol. Genau das war ja mein Problem. Nein, ich fand es toll. Wie gesagt, ich muss mich da reinfuchsen, genau wie du wahrscheinlich auch dann. Ich muss es üben und ich werde es wohl nie durchspielen. Ich habe den zweiten Teil noch nicht mal durchgespielt, da komme ich in den 3. Level. Aber Arne hat wieder sein Talent gezeigt und es dann durchgespielt. Und wir sind mal gespannt. Ich glaube, der Oliver will das im Stream nächste oder übernächste Woche auch mal bei uns nach dem Videostammtisch anspielen. Bin ich mal gespannt, wie weit er da kommt. Hast du das schon anspielen können, Richard? Leider nein, ich suche immer noch einen Amiga CD32. Es gab doch auf der Messe umsonst für die Gäste den Emulator, da läuft es super drin. Ich habe direkt die CD in dem Amiga-Emulator von der Messe gespielt. Geht wunderbar. Okay, gut zu wissen, ja, dann werde ich das auch nochmal testen. Aber nein, ich habe den Stapel erst gerade wiedergefunden beim Aussortieren all der anderen Spiele und werde mich da auch wahrscheinlich in den nächsten Tagen mal mit beschäftigen. Du hast beim Kaufen schon den Überblick verloren, wo du deinen Stapel hinlegst. Das ist erschreckend. Ja, Robin, hast du was Schönes noch gespielt? Ah ja, ich habe mal wieder Starfield angeschmissen, aber aufgrund der Arbeitsbelastung der letzten Wochen vielleicht nur 10 Minuten oder sowas geschafft. Ich mag immer noch die Optik. Ich bin einfach hin und weg von der Art, wie man spielt. Ich würde einfach gern wieder mehr Zeit haben, es weiter zu spielen, weil ich hänge immer noch an einer Mission. Will mal wieder zu viel. Das habe ich bei diesen Weltraumspielen sowieso immer. Aber naja, ich guck mal. Vielleicht komme ich ja noch mal weiter, als ich jetzt zur Zeit gekommen bin. Ich habe dasselbe Problem, ich würde so gern so viele Sachen spielen. Wir haben ja schon erwähnt, dass wir in den letzten Wochen in Vorbereitung zu der nächsten Messe zur Polaris ja unsere Museumsbestände gesichtet haben, umsortiert, aussortiert haben. Und da haben wir so viele Spiele ins Museum integriert, die ich auch noch nicht kenne und die ich unbedingt spielen möchte für diverse Geräte, von PS2 bis Dreamcast bis Saturn oder auch Sega Mega CD. Und ich glaube, man müsste sich wirklich mal ein paar Tage da einschließen und die ganzen Sachen durchprobieren. Da sind garantiert viele sehr skurrile, aber auch sehr interessante Sachen bei. Und da wünsche ich mir auch mal die Zeit und hoffe, dass ich die nächsten 2, 3 Wochen finden werde, mich einfach nochmal durch die alten Archive durchzukämpfen. Denn viele von den Sachen sahen hochinteressant aus und ich habe von einigen Dingen echt noch nie was gehört. Und wir kennen ja viele Spiele, Robin, aber auch du hattest da Sachen in der Hand, wo du auch sagtest, was ist das? Das müssen wir uns angucken. Was zur Hölle? Genau, da war so einiges mit bei. Das wird ja nicht besser. Wir haben von der Polaris ja auch ganz viele Spiele mitgebracht. Ich habe einen Großeinkauf noch mit Atari VCS-Spielen gemacht. Und da waren wieder Titel bei, die sind an Absurdität nicht zu übertreffen. Mein Lieblingsspiel war Mein Weg. Bin ich sehr gespannt, wie dieses Spiel ist. Habe ich noch nie was von gehört. Wahrscheinlich wieder eins dieser ominösen Quelle-Duplikate oder sowas. Aber
selbst damit kann man sich wahrscheinlich wieder stundenlang beschäftigen, um obskure Atari-Spiele zu testen. Also da haben wir noch einiges zu tun in nächster Zeit. Hast du noch was Schönes testen oder spielen können, Richard? Oder hast du wirklich nur erstmal wieder gesammelt? Ich kam nur dazu, wieder Sea of Thieves zu spielen, die Legend of Monkey Island, die DLC-Teil, also die zweite Quest von insgesamt 3 haben wir jetzt durch. Und demnächst werden wir auch den dritten Teil nochmal spielen. Also das war wieder schön, zurück auf Monkey Island zu sein, beziehungsweise Mele Island. Und da mal in 3D mit den anderen Kollegen zusammen die Quest durchzuspielen. Also wieder Spaß gemacht und hat auch wieder so natürlich ein paar oder viele Triggers natürlich, die man dann bekommen hat, so Flashbacks zu den alten Monkey Island Spielen, die man damals lieben und spielen gelernt hat. Ja, ich würde mal sagen, dann springen wir mal zu den Retro-News und gucken mal, was wir so an Retro-News gefunden und bekommen haben. Retro News. Neues aus der Szene. Robin, Christian und Doom, du bist dran. Ja, lieber Christian, diesmal eine alte News, aber wer kann sich schon an Doom News von 2021 erinnern? Man sieht ein JPEG-Bild mit Asteroids, welche man als doomsave.dsg abspeichert. Wenn man dieses Save-Game in Doom 2 startet, findet man sich nicht in einer Doom 2-Karte wieder, sondern spielt wirklich ein Pixel-Asteroid mit Doom-Sounds. Es geht auch noch weiter. Wie funktioniert dieser Code Injection in Doom 2? War als Easter Egg Asteroid eingebaut, aber nicht aktiviert worden. Dazu gibt es auch einen Eintrag bei der Doom-Wiki. Ja, es ist immer wieder schön, was der liebe Christian da für Doom News findet. Richtig. Dann gibt es einen interessanten Artikel in der GameStar. Da wird nochmal darauf eingegangen, warum werden heute nach über 40 Jahren noch Spiele für C64 Amiga und NES entwickelt. Und ja, da kommen Leute wie Harald Frenkel zu Wort. Es wird über Spiele wie ein Reshoot Proxima geschrieben. Und man wundert sich dann im ersten Moment, wieso es neue Titel für die alten Systeme gibt. Und ja, guckt halt mal, was da so alles rausgekommen ist. Und mein Problem ist, ich bin leider kein GameStar Plus Mitglied. Ich kann leider nicht in die Details weiter reingucken. Aber wer von euch dort ein Abo hat bei der GameStar, der kann sich sicherlich diesen Artikel nochmal anschauen, der sehr gut geschrieben ist und der Anfang war auf jeden Fall sehr interessant. Dann haben wir was auf Indie Retro News gefunden. Es gibt was Neues von SNK. Genau, SNK vs. Capcom für C64 und 128. Das wird ein offizieller Release und also wer schon ewig mal drauf gewartet hat, das auch auf dem C64 oder seinem 128er zu spielen, der hat dann wohl die Gelegenheit dazu jetzt. Das finde ich auch spannend und wie einige schreiben, es wird ja auch mal Zeit, dass es soweit ist. Ich wusste gar nicht, dass überhaupt solche Sachen auf dem 60 gemacht werden. Also fand ich auch eine total spannende News. Muss man sich mal angucken, wenn es dann wirklich greifbar ist. Ja, was irgendwann nicht mehr greifbar ist, Robin, sind Dinge von Nintendo. Naja, greifbar sowieso nicht. Falls ihr auf die lustige Idee gekommen seid, online beim 3DS und bei der Wii U Spiele zu kaufen, das heißt nicht physisch als Modul, dann wisst ihr ja vielleicht, dass der Store ist schon abgeschaltet für diese beiden Geräte. Und der nächste Schritt wird sein, dass die Online-Spielbarkeit abgeschaltet wird. Die Downloads gehen wohl noch, aber auch das ist in absehbarer Zeit nicht mehr möglich. Das heißt, nach und nach schaltet Nintendo die Fähigkeiten von ihren alten Konsolen ab, die vielleicht nicht mehr genug Geld bringen. Und ja, Konsequenz ist halt, dass die Leute da einfach mit ihrem Kram jetzt definitiv langsam mal sich ein Gerät holen, vielleicht noch ein Backup-Gerät und ihren Scheiß runterladen, weil sonst wird das irgendwann nicht mehr funktionieren. Ja, was ich davon halte, ist ja inzwischen bekannt. Ich finde sowas sehr traurig und ich finde vor allem traurig, ich meine, wie viele Leute spielen noch online auf diesen Geräten? Wie viel spielen denn da Mario Kart online, Patrick? Ja, aber es sind ja jetzt trotzdem nicht so viel, dass es Nintendo ein Vermögen kostet, diese Server noch aufrechtzuerhalten. So meine ich das. Das ist denen doch vollkommen egal. Ja, und das finde ich sehr, sehr schade, dass da auch wieder im Prinzip Sachen zerstört werden oder unmöglich gemacht werden. Sehr bedenklich. Wir springen mal zu den News aus Discord, die uns über Discord übermittelt wurden. Und da hat uns der RSN887 was geschickt. Es gibt einen neuen Titel für die Switch, Richard.
Richtig, und das nach 20 Jahren des Urlaunches des Titels Gothic, das jetzt als neue Switch-Version getestet wird, dort auf dem Games Global-Kanal. Ja, und dann hat es der Metatron was Spannendes geschickt, nämlich dass der Quellcode für die DOS-Version von Raptor unter GPL-Lizenz gestellt wurde und auf GitHub veröffentlicht ist. Ich habe mal geguckt, stimmt tatsächlich. Wir packen mal den Link in die Shownotes, das finde ich spannend, das habe ich auch nicht mitbekommen. Und Raptor fand ich ziemlich gut. Und wenn das jetzt sozusagen freigegeben ist, vermute ich mal, dass da auch Leute vielleicht so ein paar Erweiterungen oder neue Level oder was anderes drauf bauen können, denn das ist ja jetzt durch so etwas sehr viel einfacher, als wenn man alles von Grund auf neu programmieren muss. Also finde ich sehr schön, wenn solche alten Sachen dann unter neue Lizenzen gestellt werden und freigegeben werden. Tolle Idee. Ja, dann gibt es einen, ich nenne es mal Sammelthread von Amiga Master Robin, der hat uns zwar geschrieben, es sei nicht Retro, aber man kann ja doch nochmal darauf hinweisen. Ja, lieber Marcel, danke für die Infos. Ich habe vieles davon nicht mitbekommen, weil ich einfach über Gamers Global jetzt nicht so direkt verbunden bin. Aber es gibt gerade viel Bewegung in der Branche und viel negative Bewegung. Wir fangen mal mit den kleinsten negativen Dingen an. Naughty Dog hat 25 Mitarbeiter entlassen in einer Branche, die, ich sag jetzt mal, wer The Last of Us produziert, für den ist es wunderlich, dass er Mitarbeiter entlässt, weil diese Reihe ja immer noch Geld produziert. Ja, 25 Mitarbeiter und was auch gleichzeitig mit passiert, weil man kann ja nicht 25 Mitarbeiter rausschmeißen, um dann nachher zu sagen, na, jetzt haben wir nicht mehr so viel und wir machen trotzdem weiter, wird einfach das Multiplayer-Spin-Off zu Last of Us wird eingestellt. Und auch was das Gemeine ist, es sind natürlich die immer als erstes gehen können, sind noch die nicht Festangestellten, nämlich die Tester, die dann auf Honorarbasis die Beta, Alpha und sonst was Tests machen sollen. Es gibt auch keine Abfindung dieses Mal. Also es ist eine klassische, ein Schuss von Bug oder eine Angst, die sich breit gemacht hat. Und das geht dann nämlich auch mit der nächsten Meldung weiter. Dass nämlich Team 17, da wird bei Team 17 gerade sehr viel verändert und die Firma wird umstrukturiert. Was heißt umstrukturiert? In Deutschland sagt man auch gerne neu ausgerichtet. Ja, ich weiß nicht, was es bedeutet im klassischen Amtsdeutsch ist es ja nicht. Das ist ja so ein, sage ich mal, Managementdeutsch. Da wird viel passieren und ob das schon der Schritt ist zum irgendwann gibt sie nicht mehr, ich weiß es nicht. Wir lassen uns erstmal dahingestellt als Information. Also Umstrukturierung bei Team 17 und 2 habe ich noch. Die Embracer Group schmeißt bei Crystal Dynamics Leute raus. Es geht nämlich da auch weiter. Es sind zwar nur in Tüdelchen nur 10 Mitarbeiter, aber davon 9 Personen aus dem Marketing, was ich auch sehr lustig finde, dass eine Firma dann kein Marketing macht, aber wahrscheinlich wollen sie das alles, soll der Mutterkonzern Embracer wahrscheinlich einen Großteil dieser Arbeit übernehmen, was natürlich schlecht ist, weil das heißt, also der Mutterkonzern übernimmt die Arbeit, die eigentlich nah an dem Produkt hätte passieren können. Ja, da steht natürlich wieder das Klassische, man arbeitet direkt mit den betroffenen Mitarbeitern, um sie umfassend zur Unterstützung, bla bla bla. Ja, dazu muss man auf jeden Fall eine Sache sagen. Die Embracer Group ist gerade so ein bisschen in Probleme geraten, denn die wollte ja eigentlich gekauft werden von der saudi-arabischen Savvy Group, Savvy Games Group, und das ist nicht geschehen und man hat wahrscheinlich sich so darauf gefreut, dass diese Milliarden da kommen, dass man Dinge einfach ändern, verbessern, neu machen kann und das ist halt nicht geschehen und man versucht jetzt wahrscheinlich diesen Konstrukt Embracer Group immer so ein bisschen was abzuschneiden, dass es vielleicht dann irgendwann so klein ist, dass es wieder schwarze Zahlen schreibt und man damit wieder weitermachen kann. Aber dann geht es nämlich fröhlich weiter bei Epic. Denn bei Epic wurden einfach mal locker 16% der Belegschaft entfernt. Ja, da wird einfach versucht, mit einer geringeren Belegschaft wahrscheinlich einfach das wegzuschneiden, was in den fetten Jahren dazugekommen ist. Und was heißt 16% der Belegschaft? Das heißt bei Epic Games, und jetzt müsst ihr mal zuhören, 870 Mitarbeiter. Das ist eine Menge. Genau, 16% sind 870. Das heißt, wir sind bei locker 1200 Mitarbeiter. Ja. Was? Nein. Oder noch mehr sogar, ja.
wenn 870 16% sind. Hier sind 1200 plus Nein, das sind 16%. Patrick, die haben dann fast 6000 Mitarbeiter. Ich war eben schon bei, ich sag doch eben 12.000. Nee, du hast 1600, hast du gesagt. Nein, wenn es 800 sind, sind es 12.000. Okay, ja, darauf kann ich mich drauf einlassen. Ja. Nochmal, wir haben heute ein bisschen wenig geschlafen. Es war halt ein stressiger Tag. Also, die haben mal locker 12.000. Du meinst, dann können wir keine Mathe mehr? Wenn es jetzt nicht stimmt, dann rechnen wir nochmal nach. Ihr wart live dabei bei Mathe mit Robin und Patrick. Also, mal eben 16% raus. Da gibt es ganz viel Plattformen, die dann gerade abgeschnitten, kleiner gemacht werden. Und der nette Herr Sweeney, der hat mit dem Mitarbeiter geteilt, das mit folgenden Worten beginnt: Wir haben nun für eine ganze Weile weit mehr Geld ausgegeben, als wir eingenommen haben. Investieren wir in die nächste Evolution von Epic und darin, Fortnite zu einem Metaverse-inspiriertem Ökosystem für Creators wachsen zu lassen. Ich war lange optimistisch, dass wir durch diese Zeit ohne Entlassungen powern können. Doch im Nachhinein erkenne ich, dass das unrealistisch war. Ja. Wie schön formuliert. Das ist doch ein Traum. Also, lieber Marcel, danke für die News. Ihr merkt, es passiert gerade ganz viel. Die Welt ist irgendwie, man merkt, dass es nicht mehr vorangeht. Es ist eher so ein bisschen, es rutscht schon so ein bisschen runter. Spiele sind viel zu groß geworden und viel zu viel Aufwand, um sie auf dem Level zu produzieren und werden dann im Endeffekt wahrscheinlich auch zu schnell verramscht oder in irgendwelche Abo-Dienste gepackt. Das ist ein Riesenproblem. Na, man will natürlich immer irgendwie, wo jetzt gerade diese riesen Ankäufe mit Microsoft, mit dem Activision-Deal und die Sachen von Sony, man will natürlich sich wahrscheinlich aufhübschen und möchte sich entweder, wenn man nicht gekauft werden möchte, stark machen, dass der Aktienwert hochgeht. Das schafft man natürlich, indem man Belegschaft entlässt, weil man sagt, wir können das auch mit weniger genauso gut. Dann gibt es wahrscheinlich Investoren, die sagen, wow, ich kaufe mal ein paar Aktien, weil die machen sich ja fertig für den sozusagen, machen sich fertig für und stabil für die Anstrengungen des nächsten Jahres, die da kommen könnten. Aber auf der anderen Seite finde ich, solche Sachen sind auch in so einer kreativen Szene Gift. Also es ist wirklich Gift, wenn du... Die Qualität der Spiele definitiv. Ja, und auch das Ganze drumherum. Wie hat mir jemand aus der Szene erzählt, so was ich vorhin erzählt hatte mit den Mitarbeitern bei Naughty Dog. Du kannst nicht Mitarbeiter, die seit 20 Jahren da arbeiten und die PR machen, also mit den Spielemagazinen, mit den Homepages, mit den Streamern, Deals machen, Schnips und dann sind sie weg, weil was passiert denn? Die haben ja dann, müssen sich direkt über die Zentrale dann nachher um diese Themen kümmern, sind nicht mehr am Produkt, nicht mehr an der Entwicklung dran. Das ist, glaube ich, schwierig. Definitiv. Ja, gibt auch was Neues von Peter Molyneux, Richard. Richtig, Peter Molyneux Blockchain-Spiel, das sich Legacy nennt, soll diesen Monat am 26.10. erscheinen. Und das basiert halt auch auf diesen NFTs, die es wohl anscheinend dafür gibt, und sind wohl aber schon so gut wie wertlos. Und da sind natürlich einige NFT-Kritiker schmunzeln und reiben sich schadenfroh die Hände darüber anscheinend. Aber natürlich muss man das langfristig betrachten, wie sich das weiterentwickelt. Ich habe auch mit dem Bereich früher einiges zu tun gehabt, deswegen das ist auch ein längerfristiges Ding. Da muss man mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Und ich finde es aber auch sehr spannend und auch interessant in dem Sinne, dass da auch Peter Molyneux einfach mal was wagt, sagen wir es mal so. Er ist ja auch meistens ein Trendsetter in dem Bereich. Und wie gesagt, wer da Interesse hat, am 26. Oktober soll Legacy erscheinen. Dann haben wir noch News von Atari. Die hat uns der Ali Gumbe geschickt. Ein neues Spiel für eine 46 Jahre alte Konsole. Das ist ja immer etwas, was eine Erwähnung wert ist, vor allem für Retro-Fans. Und dieses Mal geht es um das Spiel Save Mary. Ja, das sollte eigentlich schon mal früher erscheinen, ist aber nicht rausgekommen durch den Spielecrash 1983. Und ja, obwohl es entwickelt wurde, war es nie offiziell im Handel. Und jetzt gibt es die offizielle Fassung. Und ja, ich habe den Screenshot gesehen, das sieht ganz lustig aus. Man muss für Mary eine Plattform bauen und sie retten. Das ist so das Grundprinzip. Und jetzt kann man es halt offiziell bekommen und endlich ein Spiel, was sonst im Nirvana verschwunden wäre, ausprobieren. Das Schöne ist, es erscheint natürlich als Modul und das heißt, jeder, der noch so ein Gerät hat oder einen Nachbau, der mit Originalmodulen umgehen kann, der kann diesen Titel jetzt spielen. Und der Preis liegt bei um die 57 €, steht im Text, und soll in 3 bis 4 Monaten erscheinen, da es im Augenblick noch in der Vorproduktion ist.
Und zuerst sollte es 500 Cartridges geben und die waren sofort ausverkauft. Und nach Deutschland kann man das Ganze sowieso nicht liefern lassen, im Augenblick wird es nur in den USA verkauft. Wollen wir mal gucken, ob da noch mehr rauskommt, ob es Möglichkeit gibt, das überhaupt zu bekommen. Denn wenn die 500 Cartridges sofort ausverkauft waren, zeigt das ja zumindest, dass da ein Interesse ist. Und ich hoffe immer, dass das nicht wieder eine limitierte Geschichte ist, weil das ist immer sehr ärgerlich, weil dann kommen ja irgendwann die Menschen, die Rob und ich ja so gerne mögen, die dann mit diesen Spielen mit Hunderten von Euro wieder auf den Markt kommen, wahrscheinlich noch verschweißt. Ja, von Wingyman kam noch eine News über Quake, Robin. Wie sollte es auch anders sein? Also, ja, ihr habt eine Apple Watch, ja, und ihr wollt Quake 2 spielen. Ja, früher müsstet ihr dafür 2 Geräte haben. Jetzt könnt ihr das auf der Apple Watch spielen. Es gibt eine Portierung von Quake 2 auf der Apple Watch und sogar eine Erklärung, welche Teile des Rings oder des Touch-Displays benutzt werden können, damit die schießen können. Und es sieht sogar gut aus. Ja, aber warum müsst ihr Quake 2 auf der Apple Watch spielen? Das solltet ihr euch mal fragen. Und noch eine weitere Meldung aus diesem Blog ist von Wingyman. Er hat nochmal gesagt, es gibt noch mehr an Source Codes, und zwar auf The Source, the most powerful resource, gibt es diverse Software, die einen Source Code hat. Jede Software hat einen Source Code. Die offen einsehbar ist und da ist inzwischen von Deadline, Planetfall, Suspended, Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Starcross und Zork auch viel spannendes Material drin, wie zum Beispiel Larry, Police Quest und King's Quest 3 und Ember Moon und Ember Star. Vielleicht gibt es dann ja doch nochmal eine Ember Moon-Konvertierung für PC. Wer weiß. Wer weiß. Ja, dann gab es noch was Ali Gumbel auf Twitter gefunden hat. Genau. Es gibt da wohl Mr. Tough, wer das kennt oder auch nicht. Für den Super NES wird es wohl demnächst eine Cartridge geben und man kann sie jetzt schon vorbestellen, so wie es aussieht. Ja, und zu guter Letzt müssen wir noch mal auf einen Link hinweisen, fast in eigener Sache, kann ich sagen, denn wir hatten die Medienhuren zu Gast. Wir waren erstmal etwas irritiert, was ist das? Aber nein, das ist aber eine Gruppe der Menschen, die auf einer ähnlich genannten Homepage Berichte schreiben über Retro-Geschichten. Und wie gesagt, die haben unser Museum besucht und freundlicherweise einen sehr schönen Bericht über uns veröffentlicht. Mit sehr vielen tollen Fotos und wirklich sehr netten Texten. Also vielen, vielen Dank nochmal an euch und ja, wir freuen uns, wenn ihr wiederkommt. Ihr habt es ja schon im Text angekündigt, dass ihr es auf keinen Fall bereut habt und ihr euch mit viel Spaß der Reise in die Vergangenheit gewidmet habt. Also wie gesagt, den Link packen wir in die Shownotes. Da gibt es nochmal diverse Infos von außen sozusagen über unser Museum. Und die Bilder sind auch sehr gut gelungen. Auch unser Retro-Lurch wurde mehrfach abgelichtet. Wir machen mal weiter mit einer Musik von Chris Hülsbeck, der ja auch auf der Amiga-Messe war, deswegen passt das ganz gut. Wir hören in Interstellar Central Challenge 3 rein und dann gibt es noch mal einen kurzen Retro-Talk und ein bisschen mehr über die Polaris.
Retro Talk. Auf ein Wort. Uns interessiert natürlich immer wieder, warum Leute Retro-Spiele spielen, warum sie so viel Spaß haben bei uns im Museum und auch in unserer externen Ausstellung auf der Polaris. Und wir haben da einfach mal eine Stimme stellvertretend für wahrscheinlich viele andere eingefangen. Besonders interessant ist ja immer die persönliche Retro-Geschichte. Ja, mein Name ist Dennis, ich bin 42 Jahre alt. Meine erste Konsole war tatsächlich eigentlich das Amiga 2000 mit dem alten Pac-Man. Und so viele Spiele, die ich schon gar nicht mehr im Kopf habe, wie die heißen. Und dann kamen wir halt zum C64, das hatten meine Brüder lustigerweise auch über Weihnachten geschenkt bekommen. Ja, und da gab es dann halt Summer Olympics, Winter Olympics, Bubble. Es gab ein schönes Spiel namens Teacher Buster, wo man mit einem Panzer einen Flüchtigen gejagt hat und man konnte halt die Namen seiner Lehrer eintragen und konnte den dann halt zur Strecke bringen. Es gab lustigerweise einen Herrn Platt, den habe ich immer platt gefahren, da musste man 50 Mal Kettenreinigung zahlen. Vom C64, schöne Konsole mit Kassettenlaufwerk noch, später mit Floppy Disk, dann halt irgendwann rüber zum Amiga und ja, irgendwann sind wir dann halt auch in der Neuzeit angekommen mit Super Nintendo, später dann eine PlayStation 1 und ich bin mittlerweile bei Xbox gelandet. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, was ist denn das Lieblingsgerät? Würde ich sagen, eigentlich das Super Nintendo. Weil das Super Nintendo einfach, die hatten mehr Möglichkeiten als jetzt beim C64, weniger Möglichkeiten als bei Xbox, aber sie mussten immer noch, so wenn ich mir die Musik des Mario-Theme ist heute immer noch weltbekannt, das hat jeder automatisch im Kopf. Die Grafik einfach, diesen schönen Comic-Look, auch mit den Pixeln und alles. Also es ist halt so, als Gamer ist das immer so eine Zeit lang, habe ich das Gefühl, dass man immer die Grafik sieht, sie wird immer besser, immer realitätsgetreuer und irgendwann sieht man sich aber, oh guck mal, die alten Pixel, das war aber schön. Und dann kommt man halt zurück zu diesem Comic-Look von einem Zelda zum Beispiel oder halt von Super Mario oder halt auch Metroid. Ja, wie gesagt, von der Messe zur nächsten Messe, Robin. Wir hatten wenig Verschnaufpause und dann ging es in die Vorbereitung zur Polaris, unter deren Nachwirkungen wir jetzt ja leiden. Naja, Nachwirkung ist ja, das ist ja nur das Ende von dem, was nachher rauskommt aus 3 Tage wirklich tolle Sachen erlebt, tolle Gespräche geführt. Wir haben fürs Museum ein bisschen Geld eingenommen von ein paar Spielen, die wir verkauft haben, was auch immer gut ist. Und wir sitzen jetzt halt in einem Zustand des etwas Komatösen vor unserem Mikrofon und ihr bekommt dann halt trotzdem was auf die Ohren. Finde ich, das ist auch für uns mal ein Applaus wert. Oh Gott, dass ich sowas mal sage. Aber es ist tatsächlich so, eigentlich unter normalen Umständen hätten wir den Podcast heute gar nicht machen können. Und die Messe war auch so toll, das habt ihr vielleicht gemerkt. Das ist halt das geht halt an einem nicht so vorbei, wie so, ja, wir haben jetzt mal einen Termin und wir fahren wieder weg. Da hätte ich noch 5 Stunden länger sitzen können und mit anderen Leuten noch sprechen und da irgendwas draus bauen, dass man das im Podcast irgendwie verarbeiten kann. Gerade so die Sachen mit Beth Richards, der Richard hat das eben schon angesprochen, mit der habe ich fast eine Dreiviertelstunde gesprochen. Sie hat mir halt ihr halbes Leben erzählt, wo sie geboren ist, wo sie hingefahren. Und das sind so tolle Stories, weil das ist ein ganz anderes Leben, was man sich vorstellen kann. Und ich breche das hier nur einmal kurz an. Ich weiß nicht, Patrick, hatte sie jetzt schon für ein Interview, hatte sie schon zugesagt, ein richtiges? Nee, hat noch nicht reagiert, nein. Ach so, okay, müssten wir. Aber sie sagte halt, dass sie ganz woanders geboren ist und dann halt für den Job bei Commodore dann halt 800 Kilometer oder 1000 Kilometer zum nächsten Job und dann ist sie nochmal zum anderen Job und jetzt wohnt sie auf der ganz anderen Seite von den USA. Sowas kann ich mir aber nicht vorstellen, aber das ist vielleicht einfach in den USA einfach normal. Ja, und wie gesagt, es ging ja nahtlos jetzt in den letzten Tagen weiter. Wir haben auch viele Gespräche geführt und haben ja auch da wieder aufgebaut und da werdet ihr wahrscheinlich auch in den sozialen Netzwerken einiges mitbekommen und wir werden auch noch einiges aufbereiten, aber wie gesagt, dazu sind wir jetzt noch gar nicht gekommen, weil wir ja bis eben auch noch sozusagen im Messegetümmel waren. Und auch hier in Hamburg auf der Messe war extrem viel los. Da war an 2 Tagen komplett ausverkauft und was halt sehr schön war, wir haben ja mit neuen, wie nennt man das, Hintergrunddrucken, mit neuen Bannern gearbeitet und es sah wirklich aus, als wenn man bei uns so ein bisschen ins Museum geht und
hatte eine tolle Atmosphäre, das Ganze. Und wir waren ja in Anführungszeichen leider eher am Verkaufsstand, weil wir uns da um den Verkauf gekümmert hatten. Wir hatten ein tolles Team, was ja unser Museum, unser externes Museum und Tour betreut hat. Und ich habe zwischendurch schon mal versehentlich gesagt, ich gehe noch mal kurz in die Location und bin einfach in der Messehalle einen Schritt weitergegangen. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, das war ja wirklich mal ein Museum und Tour. Ja, das war ein bisschen wie so ein bewegliches Wohnzimmer von uns mit, Ja. mit den Computerspielen im Hintergrund und unseren Visagen über die Monitore herüberlugen. Und da kann ich jetzt schon mal, auch wenn die keine Podcast-Hörer sind, möchte ich mich bei Thomas, Sarah auf jeden Fall bedanken. Und da möchte ich mich auf jeden Fall natürlich auch bei Charlotta bedanken, die mit ihrer Schwester zusammen wunderbar uns ersetzt hat am Stand mit vielleicht auch manchmal sogar ein bisschen mehr Enthusiasmus und eine Prise offener Freundlichkeit, die Patrick und ich vielleicht manchmal so nach dem letzten Jahr, wo wir uns noch so beschwert haben, dass wir so viel Arbeit da reingesteckt haben und im Endeffekt da so wenig neue Besucher für das Museum bei rausgekommen sind. Die beiden haben das super geil gemacht und Thomas hat auch irgendwann am 3. Tag, war der auch schon nicht mehr Thomas die Maschine, sondern Thomas so, der hat auch schon so ein bisschen gestottert beim Gehen und beim Reden. Also es war wirklich ein Erlebnis und wir freuen uns, das habe ich auch vorher im Vorgespräch schon mit Patrick, da ist die nächste Polaris, sieht wohl so aus, als ob das natürlich wieder mit uns geht und die Polaris wächst in eine wirklich große Messe und vielleicht wachsen wir ja auch mit. Mal gucken, was da so nächstes Jahr Wir passiert. stehen da garantiert gerne zur Verfügung, denn wie gesagt, auch wenn wir jetzt komplett durch sind, man kriegt es ja mit, war das ein tolles Erlebnis, aber das wird ja nächstes Jahr dann etwas entspannter, weil die nächste Amiga-Messe ist in 2 Jahren. Das heißt, wir können uns dann auf eine Messe konzentrieren und sind nicht den ganzen Oktober unterwegs, denn witzigerweise diesen Monat haben wir auch Ende des Monats nochmal einen Auftritt. Da sind wir nochmal bei einer Abschlussveranstaltung vor Studenten. Da haben wir auch nochmal einen netten Aufbau. Also der Oktober ist für unser Museum und Tour zumindest sehr effektiv, aber wir wollen natürlich eigentlich die Leute eher nach Hamburg in die Location locken und da arbeiten wir auch weiter dran. War aber auf jeden Fall wieder ein mit Sicherheit richtiger Schritt in die richtige Richtung. Ja, ich würde mal sagen, wir machen noch ein klein bisschen Abschlussgeplänkel und dann beenden wir das Ganze, bevor wir uns hier komplett um Kopf und Kragen reden und keine Worte mehr finden. Und wir kommen mal zu den Retro-Credits. Retro-Credits. Kurz vor Schluss. Ja, 2 Messen, wie gesagt, kurz nacheinander und man muss auch nochmal den Leuten Danke sagen, die sowas ermöglicht haben. Einmal natürlich an den Stefan Freundorfer zum Thema Polaris. Ohne den wären wir nicht da gewesen und ohne ihn wäre wahrscheinlich der Retro-Bereich nicht vorhanden gewesen. Also wenn sich jemand so für die Retro-Szene einsetzt, das ist toll und Gleiches gilt für Markus Tillmann im Bereich der Amiga-Veranstaltung. Ohne ihn hätte es diese ja wahrscheinlich größte Amiga-Veranstaltung weltweit auch definitiv nicht gegeben. Also es braucht immer irgendwie einzelne Verrückte, die Verrückte finden, die dann was Verrücktes machen und anders geht sowas nicht. Und wie gesagt, wir waren eigentlich sehr froh, bei beiden dieser verrückten Dinge ein kleiner Teil gewesen sein zu dürfen und hoffen, dass es auch wieder passiert. Also auch wenn es anstrengend ist, wir manchmal dadurch etwas angeschlagen wirken. Es war doch sehr, sehr ergiebig und hochinteressant, denke ich mal. Definitiv. Wie gesagt, man kann sowas immer erst, wenn man nach dem physischen Ermattensein dann irgendwann zu Hause sitzt und ins Bettchen fällt und dann am nächsten Morgen aufwacht, fängt man so ein bisschen an, drüber nachzudenken. Und ich glaube, das wahre Ausmaß, was man da gemacht hat, wie viel man erlebt hat, was man für tolle Gespräche geführt hat, das merkt man erst am nächsten oder übernächsten Tag. Ja, ich sehe es ja jetzt schon. Ich habe eben gerade ins Postfach geguckt. Es kam tatsächlich auch noch Rückmeldung. Wir hatten eine Fotowand aufgebaut bei der Polaris. Da kamen eben schon noch einige Bilder, wo sie Leute fotografiert haben vor der Wand. Und es kam auch schon Rückmeldungen von Leuten, die mit uns gesprochen haben. Also da ist ein bisschen was in Bewegung. Das freut uns auch immer, wenn da im Nachgang dann natürlich was passiert. Und wenn wir die nächsten Wochen dann noch einige von den Besuchern im Museum bei uns treffen, umso besser. Und wir hatten ja auch tatsächlich schon von der Amiga Veranstaltung Gäste jetzt letzten Donnerstag bei unserer Location. Also auch da haben wir auf jeden Fall schon etwas bemerkt und wir versuchen da natürlich das auch genauso weiterzumachen. Aber alles in einem Monat ist dann doch ein bisschen viel, wenn man parallel noch 3 Podcasts hat, weil der Oktober so gefallen ist, dass wir 3 Ausgaben herausbringen. Also das ist ein Monat, der wird retrotechnisch definitiv in Erinnerung bleiben. Und meine Knochen werden es auch noch in Wochen merken, genau. Ja, meine auch. Aber das hat diverse Gründe, weil ich habe auch noch vorgestern einen kleinen Fahrradunfall hingelegt, der mich ein bisschen außer Gefecht gesetzt hat. Aber
Das wird sich hoffentlich auch dann etwas geben. Denn das hat es nicht einfach gemacht, wenn man ein bisschen humpelt, wenn man auch auf einer Messe Auf- und Abbau macht und ja, Verkaufsgespräche und Beratung führt. Aber wie gesagt, es war trotzdem ein tolles Erlebnis. Ja, und Richard wartet jetzt 2 Jahre oder hast du noch weitere Conventions oder Messen in der Pipeline? Weil du bist ja eigentlich auch gefühlt in den letzten Wochen zumindest weltweit unterwegs gewesen. Ja, ab und zu ergibt sich hier und da mal was. Das war ja so gesehen, weil das New York war jetzt hat ja nichts mit Retro zu tun gehabt, außer ich habe natürlich ein paar Retro-Läden besucht und dann kam ich halt irgendwie zu dem Virtual Boy, was natürlich auch super war. Und davor war ich ja auf der ZAP, diese C64 und aber auch Amiga-Messe, die es ja in England gab für das ZAP-Magazin. Da habe ich auch natürlich entsprechend viele Leute kennengelernt und muss das auch mal noch verarbeiten und irgendwie noch mal alles aufdröseln. Und jetzt das nächste in dem Bereich, auch in derselben Location in den England Midlands, ist die Crash. Vielleicht kennt das jemand, das Magazin, das ist von der Spectrum. Ja, Sinclair Spectrum Magazin, das es da ja auch noch gibt, das auch noch aktiv läuft. Gibt nächstes Jahr auch da wieder ein Annual Magazin von allen dreien, also der Zap, der Crash und der Retro Fusion. Und genau, und diese ist dediziert für das Spektrum ist dann im nächsten Monat und da werde ich auch nochmal so wie ich das zeitlich schaffe, und das müsste ich aber einrichten lassen, das ist am Wochenende, werde ich da unbedingt mal hinfahren und wieder mal Hallo sagen den Organisatoren und den anderen Leuten, die ich da kennengelernt habe. Ja, und wir harren mal die Dinge, die in den nächsten Wochen auf uns zukommen, Robin. Ich hoffe, wie gesagt, auf regen Besuch und dass uns auch die Polaris da wieder neue Ideen, neuen Mut und ja, hoffentlich auch viel Spaß bereitet und bin sehr, sehr gespannt, was da alles kommt. Was sicher ist, in 2 Wochen geht es dann definitiv weiter mit dem Virtual Boy und der Richard hat vielleicht bis dahin dann nochmal die Chance gehabt, seine neuen Module auszuprobieren und kann uns dann nochmal ein Update machen, weil, wie wir gehört haben, kommt er ja auch zu gar nichts. Und jetzt haben wir nochmal 2 Wochen Luft, um nochmal ein paar Sachen auszuprobieren. Patrick, sag mal, wir müssten einfach mal ein Buch führen. Ist das immer so im Jahr, dass wir im Oktober so durch sind? Das ist diesmal ja wirklich extrem, weil ja beide Messen parallel sind oder waren und wir natürlich auch noch mehr involviert waren als sonst gefühlt. Aber nächstes Jahr, wie gesagt, wäre es jetzt zum Beispiel ruhiger im Oktober, weil dann ja die Amiga-Messe wegfällt. Aber Oktober ist immer ein sehr ergiebiger Monat, definitiv im Retro-Bereich. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie so eine Phase gehabt wie zurzeit, dass ich das Gefühl habe, dass seit 2 Wochen arbeite ich eigentlich nur. Ich bin kaum noch zu Hause und das ist Wahnsinn. Naja, wir haben viel vorbereiten müssen. Ich habe alleine in den letzten Tagen 1500 Spiele neu katalogisiert mit dir zusammen. Ich meine, wir haben 3 Jahre lang auch ein paar Sachen schleifen lassen seit Corona, muss man ganz klar sagen. Da müssen wir uns auch in die eigene Nase fassen. Und wir haben ein bisschen manchmal ja auch die Motivation verloren, immer alles auf dem aktuellen Stand zu halten. Und wenn wir dann sagen, okay, wir wollen einen Verkaufsstand machen, dann müssen wir erst mal gucken, was haben wir überhaupt zum Verkaufen, was gehört zum Museum, was nicht und was kosten die Sachen noch, was sind sie jetzt wert. Wir haben einige Sachen, wir haben Spiele gefunden, die haben 25-jähriges oder 20-jähriges Jubiläum gefeiert und zwar nicht vom Erscheinen, sondern vom Rumliegen bei uns in der Location. Das fand ich auch sehr unterhaltsam und da haben wir uns ja durch Massen an Dingen durchgekämpft und das hat natürlich jetzt 2 Effekte. A, konnten wir uns gut präsentieren auf den Messen und B, haben jetzt ab nächste Woche alle was davon, denn wir können jetzt hunderte von mehr Spielen spielbereit im Museum zeigen. Wir haben für die Konsolen teilweise wirklich Dutzende von neue Sachen katalogisiert, die wir jetzt ausstellen und da ja alles benutzt werden darf, glaube ich, dass durch diese enorme Auswahl dadurch doch mal ein interessanter Aspekt dazugekommen ist. Und wie gesagt, ich möchte mich gerne mal jetzt 2, 3 Tage da einschließen, denn ich selbst möchte noch mal davon mindestens 150 Spiele ausprobieren. Ja, da sind wirklich viele coole Sachen dazugekommen. Wie gesagt, heute haben wir die nächsten Sachen dazu geholt und jetzt fehlt nur noch eins, wie immer, die Zeit und vielleicht kommt die ja noch im Laufe des Monats, dann werden wir euch in der nächsten Folge davon berichten. Ansonsten müssen wir auch das mal wieder etwas verschieben. Aber die ganzen Ideen, die ganzen Eindrücke, wir müssen alles erstmal verarbeiten und werden mal gucken, was wir dann daraus alles machen. Ja, deswegen haben wir auch diese Folge sozusagen zwischengeschoben und
hören uns dann in 2 Wochen mit dem Virtual Boy wieder. Ich hoffe, Richard, du bist dann auch wieder mit dabei, denn wie gesagt, dadurch hast du ja jetzt das Glück, noch ein weiteres Mal in diesem Monat bei uns mitmachen zu können. Oder ist das dann auch irgendwann zu viel? Du schaffst das, oder? Ja, muss ich ja wohl, beziehungsweise bin ja auch immer gerne, aber erzähle immer gerne was von der Leidenschaft, die Leidenschaft, unter anderem natürlich Virtual Boy und andere Geschichten. Dazu muss ich noch sagen, fällt mir gerade ein, dass jetzt von nicht allzu langer Zeit, das war jetzt am 10. kam ja auch die MetaQuest 3 raus, also die neue VR-Brille von Mark Zuckerberg. Und da habe ich auch nochmal natürlich mich ein bisschen beschäftigen müssen und wollen. Und da gibt es ein ganz tolles XR-Spiel und natürlich das ist mehr so ein Augmented Reality-Spiel, das auch den Raum um einen herum einbezieht und man sieht dann trotzdem noch, was um einen herum passiert und muss aber dann so knuffige Wollknäuel-Aliens abballern, die dann das Wohnzimmer versuchen zu erobern und man muss die halt dort fangen und wieder einsperren in so ein kleines Mini-Raumschiff, also super gemacht. Das andere natürlich, was immer noch geht und da freue ich mich, dass nach wie vor man auch ScumVM und andere Android-Anwendungen darauf laufen lassen kann. Also auch da passt der Retro-Teil wieder gut rein. Ja, darfst du die Version 2, die wir ja haben, oder die ich mal in dem nächsten Mal die Location nehmen werde, auch nochmal gerne für uns einrichten, wenn du uns mal wieder besuchst. Immer wieder gern. Ich würde mal sagen, dann begeben wir uns langsam auch mal zur Ruhe, denn die brauchen wir tatsächlich mal zumindest mal bis morgen. Dann geht es ja wieder mit Volldampf weiter. Aber in den nächsten Wochen kommt auf jeden Fall einiges für euch zu. Wie gesagt, allein was ich an Interviews da versuche noch aufzuarbeiten und zu planen, da müssen wir schauen, was zuerst fertig ist. Das werdet ihr dann in 2 Wochen hören. Und bevor wir hier uns noch mehr, wie ich schon vorhin sagte, den Mund fusselig reden, denn wie gesagt, man hat irgendwann das Gefühl, man redet wirklich noch wirres Zeug, wenn man 3 Tage auf einer Messe war. Ich habe immer noch Geräusche im Ohr gefühlt von den ganzen Umgebungen dort. Wir haben ja direkt an einer Bühne, an einem Stadion fast unseren Stand gehabt und auch diese Dauerbeschallung macht Kommunikation nicht immer einfach und irgendwann bricht ja auch die Stimme weg und ähnliches. Leute, die schon mal auf Messen waren, die können das mit Sicherheit nachvollziehen. Ja, dann würde ich mal sagen, hören wir uns in 2 Wochen zu einem in Anführungszeichen normalen Podcast wieder und machen weiter mit dem Virtual Boy und bis dahin, ja, sichten wir weiter Spiele, spielen vielleicht mal Spiele, die wir schon immer spielen wollten und versuchen mal die letzten Wochen, ja, Revue passieren zu lassen und aufzuarbeiten. Ich glaube, da haben wir genug mit zu tun, oder? Definitiv. Ich freue mich auch schon gleich, dem Bettgott zu huldigen, in seinen Arm zu steigen und ein bisschen abzugleiten, in ein bisschen Gehirn ausschalten und auf der anderen Seite nächste Woche dann, wie ich schon vorhin gesagt habe, das Gefühl zu haben, dass ich dann mal drüber nachdenken kann, was eigentlich in den letzten 2 Wochen alles passiert ist. Ja, und wenn wir das immer wieder wissen möchten, hören wir diesen Podcast nochmal an, denn dann wissen wir zumindest, was auf der Amiga-Veranstaltung passiert ist und wir sind froh, dass wir das auch aufgenommen haben und euch auf diesem Wege nochmal vorführen konnten. Ja, dann würde ich mal sagen, bis in 2 Wochen und wir lassen uns überraschen, was bis dahin passiert. Und auch nochmal da der Hinweis, wer uns helfen möchte, wer den Podcast mag, wer uns unterstützen möchte oder die Location unterstützen möchte, da gibt es diverse Möglichkeiten über Patreon und Steady. Haben wir alles auf der Homepage geschrieben. Da freuen wir uns, wenn da noch ein paar Leute dazukommen. Denn wie gesagt, wir müssen immer gucken, in welche Richtung wir was wie weitermachen und weitermachen können. Und je mehr Leute uns da helfen, desto mehr können wir auch diese Projekte erhalten, ausbauen und ja, teilweise sogar vielleicht erweitern. Das liegt aber, wie gesagt, nicht ausschließlich an uns. Danke nochmal an alle, die uns die letzten Wochen mit ermöglicht haben. Und in 2 Wochen gucken wir dann mal, ob wir das Ganze ein bisschen verarbeitet haben. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt wirklich zur Ruhe und hören uns dann vielleicht entspannt wieder. Mal schauen. Tschüss. Ja, tschüss auch von meiner Seite. Bis dann. Ihr wollt beim Retrokompott mitmachen? Ihr habt Fragen, Anregungen, Themenvorschläge? Ihr möchtet einen Audiokommentar abgeben, als Gast in der Sendung mitmachen oder aus irgendeinem anderen Grund mit uns in Kontakt treten? Schreibt einfach eine Mail an mail@retrokompott.de. Ihr findet uns in den sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp und Co. bei Amazon und in den jeweiligen Handy-Stores als App oder direkt auf der Homepage www.retrokompott.de. Natürlich kann man uns auch auf iTunes oder Spotify hören und bei Twitch und YouTube freuen wir uns ebenfalls immer über neue Follower und nette Kommentare.
Wir senden jeden zweiten Sonntag live das Rahmenprogramm des Retrokompotts auf Twitch. Der Kanalname ist Retro-Kompott. Der gesamte Audiopodcast wird zeitnah und meistens am darauffolgenden Tag online gestellt. Bei YouTube findet ihr alle unsere Videos und Rahmenprogramme auch in der Konserve. Donnerstags treffen wir uns zum Videostammtisch, wo wir mit interessierten Hörern ausgewählte Spiele gemeinsam ausprobieren. Freitags gibt es einen Audio-Stammtisch für alle Hörer, die sich untereinander oder mit den Podcastern zu beliebigen Themen austauschen möchten. Ein weiteres Highlight sind Livestreams auf Twitch mit tollen Gästen aus der Szene oder auch Amiga Live Spieleabende. Die Videomitschnitte findet ihr auf YouTube, die erste Stunde der Audio-Stammtische im RSS-Feed oder auf der Homepage. Das komplette Programm gibt es für alle Unterstützer. Wer unser Podcast-Projekt auf Patreon, Steady oder bei PayPal unterstützen möchte, findet auf unserer Homepage alle notwendigen Informationen. Unterstützer erhalten Zugriff auf viele exklusive Inhalte, Sonderformate und Videos sowie zeitexklusiven Zugriff auf unsere aktuellen Interviews oder Einspieler direkt nach der Aufnahme. Weit vor der Ausstrahlung im regulären Podcast. Unterstützen kann man uns natürlich auch gerne im Backoffice. Wir suchen immer fleißige Hände, die uns bei den Shownotes, bei der Recherche oder zum Beispiel bei der Übersetzung der Interviews mit Spielelegenden helfen können. Die Jingles sind übrigens tatsächlich retro. Die meisten hat Patrick vor über 30 Jahren auf einem C64 programmiert. Natürlich sind sie deswegen auch GEMA-frei. Und wer mit uns zusammen mal eine Reise in die Vergangenheit machen möchte, der kann uns ja, wie erwähnt, in Hamburg in unserem bespielbaren Museum treffen. Hoffentlich bis bald. Ach ja, nach meinen Kontaktdaten braucht ihr gar nicht zu fragen. Ich bin nur die Stimme. Poke 53 280,0. Poke 53 281,0. Poke 646,0. Die Podcast-Kompott-Reihe ist eine Produktion der Firma Comillusion GbR, Medienpublikation, Presse- und EDV-Service.